Lieber Gott, war mir tot, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als Holz. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, fallen mir ist Kammer leer. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Ihr hört seid Lieder aus früher Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. Alles praktisch spielt er noch nicht mehr Schein. Die Quitsche klingt halt super fein, die Kontrapumpe hinten rein. Und seine klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leil, grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Ihr hört seid Lieder aus früher Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied wird sicher nicht verloren. Grüß euch, servus, grüß dich, habe ich die Ehre. Meine Verehrung, meine Herrschaften, viva i Pavlacisti! Heute nicht nur, wieso schreist du? Ich glaube, das ist auf der großen Bühne. Weil ich in der Motivation bin, weil heute haben wir geschneit, gestriegelt, Hosentierl ist zu, alles, weil wir haben heute Gäste in der Pavlatschen, und zwar Original Pavlacisti, nicht nur im Chat zu erkennen, sondern tatsächlich live. Ja, es sind Menschen hinter diesen Profilbildern, hinter diesen wie sagt man, hinter den Chat-Nachrichten, hinter den Avatar. Gut, mit solchen Fremdwörtern würde ich das nicht umschmeißen. Meine Herrschaft, wir begrüßen herzlichst Daniela Schlögl und den Marco Schlögl. Schön, dass du da seid. Grüß euch gut. Danke für die Einladung. Grüß euch. Uns gefällt das viel. Daniela Schlögl ist ja mehr der Begriff, der Markus hat ja nicht so viel immer kommentiert. Ne? Du hast immer mehr der Daniela. Der Mann im Hintergrund. Der Mann im Hintergrund. Und ihr seid auf Urlaub in der buckligen Welt. Just in der Zeit, wo wir auch da sind, gerade, haben wir gesagt, super Zufall, passt perfekt. Haben wir gedacht, schauen wir uns das einmal an, wie das live ausschaut. Ich bin auch wieder auf Urlaub da. Danke wieder, dass du mir ein Quartier gibst. Bist du auf Urlaub da? Bist du am Hakeln da? Ja, auf Urlaub. Bis morgen, ja. Bist du am Hakeln, meine Herrschaften, aber ganz kurzer Blick in den Chatverlauf. Jesus, nein, es sind schon viel zu viel, die schon. Der allererste Kommentator, und das wird wieder bei uns immer prämiert sozusagen, also da hat keiner was davor. Ein Kollege, glaube ich, gell? Sandros Musikautomaten, Christi Gott. Jawohl, Austrian Rainer ist dabei, Karin Albertina Pristonik, Raphael Inmeier, die Megapemperten aus München natürlich voll. Der Raphael ist ja Oberösterreicher, gell? Oder Steirer? Nein, Raphael ist ein Steirer, glaube ich. Nein, Steirer. Müssen wir aber nicht verkünden. Na, verkünde nicht! Maiki, endlich wieder Montag, sagt der Markus Pristonik. Wie seht ihr das? Ist der Montag für euch ein Highlight aufgrund der Pavlatschen? Montagabend auf jeden Fall, ja. Das ist das Einzige, was im Montagabend rechtfertigt, also Montag überhaupt rechtfertigt. Das sind Antworten, wie wir sie uns wünschen. Das liebt man so. Aber ist überhaupt nicht bezahlt, nein. Nein, noch nicht. Aber die zahlen das hätte ich nicht. Und nicht wenig, das kann ich euch sagen. Ja. Da haben wir ja schon nicht diskutiert wie beim Wettbewerb, Ja, oder? stimmt. Ein Eindruck muss sein. Ein kurzes Feedback für euch brauche ich, ob der Ton passt. Weil natürlich das ist jetzt eine komplett andere Situation und dass ihr das hinhaut. Aber noch ganz kurz durch. Die Grisse ist wieder dabei, große Freude. Matthias Mariacher, Markus Volker, Marwehof von da unten. Kann auch wieder schreien.
Super. Du, aber wir haben noch, siehst du, den Sessel sich da noch. Vicky, du kannst ruhig noch raufkommen dazu. Das geht sich aus. Du kannst ruhig noch raufkommen, du bist noch voll im Bild. Das geht sich aus. Ohne Probleme. Du bist noch voll im Bild. Also wenn du Lust hast, pack die Zahnfuhr auf. In Manfred frage ich gar nicht, der will nicht. Das weiß ich. Oder könnt ihr Bier mitbringen, weil wir haben das Bier, was er vorgestern mitgebracht hat, schon austrunken. Das Erzbrei ist schon weg. Ja, also nur zwischendurch erwähnt. Ja, also das war Marvi, von Marvihof. Vicky wollte sagen, pack die Zahnfuhr auf, setz jetzt zu, ist auch schon wurscht. Und bring einen Mösch. Ah, ich habe einen Möschbeiß von der Vicky da. Liebe Grüße wegen. Ich habe noch Möschbeiß für. Jetzt ruckt er aus Ja. damit, weißt du? Reste sind noch da. Ja, weil die muss da weitergehen. Alucard, jawohl. Landtagsstromer ist dabei. Renate aus Mauerbach. Hallöchen, liebe Grüße aus Steinerkirchen. Renate Breiser, Das sei- servus. Hubert Hinkommen, was? Mein Vater und seine Freundin sind das. Das so? Ja. Die Renate ist der Vater und Mauerbach ist die Freundin, oder was? Ja, so ungefähr, ja. Die Renate Breiser kennen wir schon lange. gell? Ja, ich weiß. Ja, das ist so geist die Welt, haben wir damals noch stimmt, gehabt, ja. stimmt. Fritzl Status. Jawohl. Hubert Hinkhofer, Momo M., Michael Unger, Gunter Golser, Christoph Acker übrigens, auf den müssen wir jetzt schon ausstoßen. Also, können wir Schwierig dabei. Muss zuerst was einschenken. nicht. Weil das Objektiv, das andere Objektiv, das hätte nicht gereicht für uns vier. Nein, das weiß ich nicht ausgegangen. Aber der Christoph Acker hat sich komplett, muss ich sagen, wirklich, also todesmutig in ein Projekt gestürzt und Ja, hat Patrick das Objektiv Ohne Feuerwehr. vorbeigebracht. Und wie lange war er bei dir? Bis am nächsten Tag. Wir haben einen guten Sturm getrunken, nicht? Und ein bisschen was gegessen und ein bisschen blöd geredet und am nächsten Tag gut gefrühstückt noch. Also ja, schön war's, schön war's. Schreit nach jederzeitiger Wiederholung. Die Burma kannst du nicht allein lassen. Das ist gigantisch. Wir waren eh unter Beobachtung. Ja, das kann man vorstellen. Die Elisabeth hat uns heimgeführt. Ich war ja daheim. Nein, wir waren beim Hager. Also vorher, aber daheim, naja gut, ich will gar nicht wissen, was da daheim dann. Egal. Das lassen wir aus, Auf jeden Fall Christoph Acker, da kommen heute noch eine Orgie rote Achteln auf die zu, da bin ich sicher. Matthias Mariacher, Thomas Bastlecker, mein Bruder, Herr Mandl, habe ich alle durch, was ich da schon so. Werner Wichtig, Günther Erich Russl, Christoph Radau aus Aachen. Bin ich so hinten nach, Chaco Speed, Franz M. Franz M. ist auch wieder dabei. Habe ich gerade in Klauses Brezenaufarbeitung hineingehört. Schönen Abend, ja. Ja. Nein, ich habe keine Schmerzen. Warum? Weil Schmerzpulver. Starke Milch und Vitamine machen ihn zur Kampfmaschine. Der Florian ist dabei. Du, ein Wahnsinn. Jetzt gehe ich nicht mehr weiter. Dubtrade, Wahnsinn. Ulrike Röder, grüß dich gut, Ulrike. Gerald Spörk. Ja gut, jetzt habe ich es durch dann. Meine Eltern, Roman Steurer, Grüß euch. grüß euch gut. Müssen wir uns wieder zusammenreißen. Wie immer, wie immer. Wir reißen Harry uns Schneller zusammen. Fonte. Jesus die Schlögel, sagt er. Ja, grüß euch, endlich habt ihr auch für Unterhaltung gesorgt. Ja, schau. Jawohl. Der Ton ist ein bisschen leise, aber es geht. Ja. Ja, wenn wir dann spielen, wenn wir dann ein Problem haben. Ich drehe wieder auf ein bisschen und beim Spülen drehe ich wieder zurück. Ich erinnere dich, dass du zurückdrehen Ja. musst. Wahrscheinlich zweimal Wahrscheinlich. schätzen, dann nicht mehr. Genau. Klassiker. Snoop Dogg Dogg ist schau, ich glaube, das sind alle wegen echt so. 62 Zuschauer, Anständig. das ist jetzt eigentlich fast Rekord in dieser Zeit. In den letzten Wochen, ja. Ja, und das heißt natürlich, das könnte es nur sein. Weil wegen uns werden es nicht mehr sein. René Lemp aus der Schweiz, Roland Sperg, hallo Paul Latschinger, Marco Cinelli, grüß dich gut. Diesmal mit einem spitzmäßigen Sturm aus dem Nachbarort. Marco Cinelli, du bringst es auf den Punkt, Ja. weil auch bei uns gibt es heute Sturm. Bernarus Motto, Ludwig Rutterstahl, da geht's zu. Das hat Duke von Oktan. Na ja, gut, das ist ja Wahnsinn mit euch. Sisi Top und Tour. Grüße an alle heute mal auf einen Besuch bei euch. Das freut uns wahnsinnig und das passt eh. Sisi Top und Tour und ich meine, ganz ehrlich, ist der Markus und ich. Ich arbeite Wir sind noch, in aber Ordnung. Also, Sisi Top in Ausbildung. Sisi Top in Ausbildung. Sisi Top ist der Spitze, gell? Ja. Das ist der Spitze, ja. ja. Ja, aber ich meine, Lukas Macherik, grüß dich gut. Servus, So, grüß dich. jetzt los ist aber mit Wir trinken ja einen Wein, ich habe mir gerade zuerst geschrieben, dass heute Wein, ein Sturm aus dem Hause Graf und Macherik da ist Richtig, natürlich. Nicht? richtig, das ist ganz leibend. Und der Landtagsstromer Markus hat es bereits jetzt begonnen mit einer Orgie, einer roten Achtel und für ein Piercing, Christoph, schreibt er. Das ist ein Insider-Schmäh,
Aber haut's mir eine bitte für den Christoph Acker, für das, dass wir jetzt dieses Weitwinkelobjektiv haben. Auf unbestimmte Zeit. Haut's eine rote Achteln. Als Dankeschön, dass wir uns da alle aufbringen. Na gut, Chanel sagt, liebe Grüße an die Schlögels. Wo sind die anderen Flaschen Sturm? So eine Flasche trinkt man doch allein. Ja, der Christoph Acker weiß es vom letzten Mal. Patrick, schreite bitte zum. Die Daniela Schlögel hat auch Achtleine. Das ist leider. Ja, sicher. Ich habe auch 8 kleine. Steige. Ich schreite zur Tat. Ein Steige. Sturm. Zum Anbotteln. Hause Graf. Ui, da muss ich aufpassen, der ist noch voll. Darf ich eingießen? Da wird nicht lang Fuß. Ja. Und dann haben wir, bevor wir euch ein bisschen plaudern, da schau die Achteln. Die roten Achteln für Christoph. Dann haben wir ja selbstgemachtes Brot, liegt dort. Und da liegen noch Mondfläserl und andere Weckerl und das Ganze. Und warum? Weil der Markus ja Bäcker ist. Genau. Und das ist natürlich ein würdiges, muss ich sagen, ein würdiges Mitbringsel. Selbstgebackene Geschichten, das taugt mir. Taugt mir schön. Was ist das genau? Die Krellen, was ist das? Das sind die Waldrand-Wildlinge. Das ist quasi die Zusammenarbeit, weil ich bin der Bäcker und sie ist die Kräuterhex. Genau. Wenn sie auf der Wiesn noch irgendwas findet, was die nicht wegfressen haben, kann ich das in Schnecken in die Haut. Da braucht man Waldrand-Wildlinge. Es ist nichts Giftiges dabei. Ich habe heute schon eins gegessen, also ich sitze da. Ja, nein, das vertraut er. Das schaut wahnsinnig gut aus. Also das werden wir uns einig sein. Also danke fürs Gastgeschenk. Der Liebdauer, den hast du gebracht. Den habe ich mitgebracht, ja. Versprochenerweise vom Den habe ich letzten Mal. gemacht heute Nachmittag, ja. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, weil ich glaube, war das der Christoph Radau, glaube ich, nicht? Der dann gefragt hat, Irgendjemand hat gesagt, was ist der Liebdauer genau drin? ist. Ja, genau. Was ist der Liebdauer genau? Liebdauer ist Topfen und die Hälfte davon kommt noch Butter dazu, dann kommen Essiggurkerleine, ein Senf rein, ein Kümmel rein, ein bisschen Knoblauch rein, ein Paprikaroder kommt rein, ein bisschen Tomatenmark kommt rein, Salz und ein paar Geheimzutaten von mir, aber die verrate ich nicht so gern. 2, 3 Sachen kommen noch rein, an Gewürzen. Hirnschmalz. Ausgezeichnet. Orange, nein, Da ist ein Elefant, also ist sich genug Flaschen. Das ist ja natürlich ein Wahnsinn. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Christoph Radau sagt Federweißer. Ich glaube, Sagt man in Deutschland, ja. Sagt man zum Sturm oder Federweißer. Sauser oder Susa. Das hat ich schon mal nicht Sauser, ja. Von dem Psss, im Fassel kommt der Sauser. Gut, ich Sonst sehe in einer nicht, anderen weil Gegend in können immer Deutschland, das auch. Nicht? Du nicht, der ADF, das vielleicht. Der Sturm wird angetrunken, nicht anstoßen, nicht Prost sagen, sondern man sagt Mahlzeit, warum war es auch keiner. Gibt es auch 1000 Theorien. 1000 Theorien, ja. Vielleicht weiß der Lukas das, Wirklich warum, stimmt. vielleicht weiß er eine irgendeine spezielle noch. Ja. Auf jeden Fall, wir begrüßen unsere Gäste. Mahlzeit. Mahlzeit. Danke für die Einladung. Zusatz und auf euch alle. Und ich meine, Und euch. wenn wir dann schon einen Spaßl haben. Mahlzeit. Das ist gut. Ja. Nur 2 Flaschen davon, gell? Es waren nur zwei Ja, Doppler. weil ich trinke nicht so viel von dem. Süffig. Ich Sehr sag gut. Was bleibt mehr für mich? Der sagt Ja, ja. das so oft. Du hast ja einen das Wein so. auch daheim, hast du gesagt. Weißt du, ich trink halt nicht so viel, sagt er. Weil noch das und das, nein, weißt du, ich spüre halt der Magen, mir tut ein bisschen der Magen weh. Ich trinke halt nicht so viel. Und das sind immer die ganz schlimmsten Abende, wo er mich sauft. Ja, wir wollen die Mappen sehen. Was für Mappen? Was für Mappen? Mein Grund. Achso, die Mappen, was da steht, ja. Ja. Duke of Flores ist wieder dabei. Am Wochenende Schwammerl suchen gewesen. Feine Eierspeis gehabt, Ulrike. Das ist leibend. Ich warte auf den Zeitpunkt, dass der Patrick und der Klaus besoffen unterm Tisch liegen. Sorry, ich habe einen etwas anderen Humor. Sandra, ja. Das ist kein Humor, das ist einfach Realitätssinn. Links das Glas nehmen, sagt der Franz eben. Ja, ja, das da habe ich gibt's auch auch schon gehört. was. Ja. Da gibt es ja auch was. Je nach Gegend ändert sich das immer. Ja. Ja. Ich denke mir immer, weißt, wenn du so viel beachten musst, bis du was trinken kannst, ist mir. Musst du studiert haben, das ist ein bisschen schwierig dann. So. Da habe ich schnell von über einen Tinnitus auf die Augen, ich sehe lauter Pfeifen. Das ist ein Wahnsinn. So. Jetzt wird der schon wieder Acker erst. Was ist mit Pass auf. dir, Ari? Pass auf, Burschen, jetzt müssen wir aktiv werden ein bisschen, weil die Daniela Schlögl ist ja normal, wenn man sie so antrifft. Ist ja wirklich keine ruhige. Nennen Ich wir habe sie, keine Chance gehabt. wir sie nicht introvertiert. Aber sie hat gesagt, pass auf, wie es sehen. So hat sie es gesagt. Also da haben wir eine Bierflasche in der Hand. Oder so. Nein, da hat sie einen Kaffee noch in der Hand. Du wirst sehen, wenn die, genau, ein Kaffee sagt, wenn dann die Kamera an ist,
dann bin ich ganz still, dann sage ich gar nichts. Drum fangen wir mit dir an. Daniel Schlegel, Fürchtet. schön, dass du da bist. Stell dich noch mal ein bisschen vor in unserer Community. Die meisten kennen dich ja schon vom Chatten. Ja, das stimmt. Die meisten kennen mich sowieso schon. Ja, was soll ich recht viel von mir erzählen? Ich bin eine diplomierte Kräuterhex sogar, ganz offiziell. Und Habe ich schon viel von dir gekriegt, viel Ja. von Kräuterprodukte. ja, was willst du denn wissen? Zum Dazu Was machst du da? Was machst du da? Nein, fangen wir so an, weil das ist zum Beispiel das wirklich Spannende, weil ich das so betitelt habe mit wie wir das privat persönlich Pavlacisti. Wir haben das so mitgekriegt, was ja irrsinnig leibend ist, dass wahnsinnig viel von den Pavlacisti gesagt haben. Wie soll ich sagen, also ich sage es einmal so, zum Beispiel der Fritzl Stadtgas hat das einmal wunderbar auf den Punkt gebracht, hat er gesagt, du, wenn mir vor einem Jahr, das war vor einem Jahr oder was, wenn mir vor einem Jahr einer gesagt hätte, dass ich A, Wiener Lieder überhaupt her, B, dass mir gefällt und C, dass ich mir jeden Montag einen Termin frei halte und mir die 16 Uhr einen Live-Chat anschaue, den hätte ich erschlagen, das hätte ich verneint mit allen Dingen. Und das haben wir Gott sei Dank, oder wirklich erfreulicherweise, haben uns das viel gesagt. Sehr viel Pavlacisti und es waren ja auch solche, die gesagt haben, erst, dass man mit dem, wie soll ich sagen, dass wir mal da in diese Furchen reinkommen, hätten wir uns nie gedacht. Und dennoch ist es passiert. Und mittlerweile, ja, sind wir ja Freunde, wir sind bei euch schon wunderbarst verköstigt worden da, und gegroupet. Und was da immer sonst an so Gaben gekommen Ja, sind, was heißt? an Seifen, sonstige gute Produkte, die Seifen sind mir besonders in Ja. Erinnerung geblieben, weil ich liebe Seifen. Ich war noch nie so sauber wie seit ich das meine Kind. Das ist wirklich so. Du, aber nein, wie ist es? Woher, ich müsste euch quasi so ein bisschen so vorstellen, woher kennen wir einander? Fangen wir so an. Woher kennen wir einander? Wieso gefällt euch das? Wieso seid ihr dann da? Und wieso ist es so geschehen, dass ihr auf einmal da sitzt? Wie ist das passiert? kennen damals über den Zonko, weil du damals live warst. Und ich kann es durchaus unterschreiben. Also wenn mir das auch noch vor ein Jahr gesagt hätte, ich höre Wiener Lieder, das hätte ich auch nicht geglaubt, weil wir sind normal, was Musik betrifft, ganz woanders daheim. Gleich wo denn? Ja. Aber wir sind Fans von guter Musik. Du, Und ja, und vor allem Musik mit Leidenschaft. Und das sieht man, das ist das, was man bei euch zwar auf jeden Fall einfach sieht, dass das bei euch so ist. Und darum hat sich das durchaus so weiterentwickelt, dass wir auch fix, also wenn wer sagt, ja kommst du am Montag nach der Arbeit auf einen Kaffee, sage ich ja, aber um 8 Uhr muss ich daheim sein. Und das ist auch so. Also wir haben, glaube ich, jetzt vor einem Jahr, wo wir in der Südsteiermark auf Urlaub waren, das war der einzige Livestream, wo ich nicht live dabei bin, weil er kann ja jedes zweite Montag nicht werden, bis um 11 Uhr Arbeit. Also manchmal erlebt er euch noch. Kommt auf die Länge drauf. Ja, Ja. Wir bemühen uns oft. Aber sonst hat gesagt, ist das glaube ich der einzige Livestream, den ich nicht gesehen habe. Ja, Wo das ich ist nicht dabei würdig. war. Und ich meine, es ist ja da schon mittlerweile der 88. Also nicht der 88. Livestream, live haben wir schon mehr gehabt, aber die 88. Pavlatschen. Pavlatschen. Ja, genau. Also würdig, also seit 88 Wochen, nein, manchmal in den Lockdowns haben wir manchmal zweimal in der Woche was gemacht. Ganz am Ja, Anfang so ein paar Mal. Donnerstag, Ja, glaube so ich, ja. irgendwie. Ja. Das war grandios. Und ja, also ich finde das echt leibend. Und ja, Kräuterhex haben wir schon gesagt. Ja. Und Bäcker habe ich auch schon angedeutet. Und du bist ja als Bäcker auch tätig, ne? Nein, nicht Oder mehr. nein? Nicht mehr. Also, Bäcker und Konditor gelernt und arbeite aber mittlerweile in einer großen Firma, die was Backmittel herstellt. Mhm. Ja gut, das war von den Arbeitszeiten angenehmer, ne? Dass man sich echt Es ist ein Bäcker ganz weiß, oder? normaler Zweischichtbetrieb, Mhm. also entweder 5 für halb 2 oder halb 2 10. Und Ja, Arbeitszeiten insofern angenehmer, weil Samstag frei und nicht mehr komplett in der Nacht, weil Bäckerei war Standard 12 Uhr anfangen, 1 anfangen, bis Ja, in der Wahnsinn. Früh, Samstag dabei und das Ja.
Das muss man wollen auch. Christoph, das Muss kriegst man du. Das wollen. wirklich wollen, weil das ist nicht ohne. Ist, wenn man jung ist, Ja. kein Problem. Dann hat man auch nur Zeit nebenbei und macht alles. Aber man kennt den Eltern, was muss man einfach nicht mehr haben. Ja, verstehe ich völlig, ja. Ja, ist gut. Absolut, absolut. Aber Duke of Floridsdorf meint so vielleicht, weil es gut seid. Duke, das ist auf den Punkt gebracht. Herzlichsten Danke Dankeschön. dir. Das gefreut uns sehr. Bin ich da was schuldig? Ja, der Harry ist in der Front. Nein, der wird schon. Zumindest hat Das sich ist schon Daniela noch nicht zweimal innerhalb von 5 Kurven aufgestrahlt. Das ist natürlich. Es ist genau. Eine Anspielung auf Warte mal, Samstag. warte noch. Ja, nein, das ist ein Wahnsinn. Da hat er gesagt, wieso gefällt mir das? Das frage ich mich auch jeden Montag aufs Neue. Aber der Fritzl Stadtkus sagt, richtig, da kann ich Daniela nur beipflichten. Dank der ich meine, das ist, jetzt sind wir schon fast in der Lobhudelei, was uns betrifft, aber Das ist schon es genug. ist natürlich. Das Nein, es schön, gefällt das mir, es tut aber gefällt mir. gut. Also, Es gefällt mir. Ja, was das Interessante an dem Wienerlied ist, also wir haben vorher offiziell mit denen gar nichts zum tun gehabt, Ja. eben durch das Zonko und die kennengelernt. Aber was ich dann hinten noch draufgekommen bin, was ich eigentlich kenne am Wienerlied, das hat mich überrascht. Das ist Weil interessant. das sind ja dann wieder, mein Großvater ist von St. Pölten, Obergrafendorf. Das ist nicht so weit weg von Wien. Der hat eine ganz starke Verbindung gehabt und hat das selber auch ein bisschen praktiziert, so Spitzbubenmäßig. Ja, Das ja. Lustige, Ja. Gardige, was ja auch aus der Richtung kommt. Das hat ja durchaus eine Verbindung. Und auch, wenn ich mir, je öfter dass ich mir euch angehört habe, je mehr Lieder habe ich einfach kennt. Das habe ich schon mal gehört und Ja. das habe ich da. Und daheim dann vom Vater eine Platten gefunden, wo Wiener Lieder drauf sind und so. Und dann bin ich draufgekommen, wo ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber in Wirklichkeit immer eine starke Verbindung gehabt zum Wienerlied. Ja. Und durch euch ist das dann eigentlich erst wieder Vierer gekommen. Und habe ich das, ja, ist das erst wieder aufgekommen. Das haben wir übrigens oft, also relativ oft bei jungen Leuten. Also jetzt zählt es noch der junge Leute, ja, bei uns. Danke. ja schon, ne? Den meint schon uns auch. Ne? Ja, Ich schon. Nein, wir sind nicht so weit voneinander. Drum sage ich, es Vor allem wir nicht. Darum sage ich, es sind junge Leute. Ja, aber das haben wir relativ oft von jungen Leuten, die gar nicht, überhaupt nichts mit Wienerlied zu tun haben, sagen so. Ne? Und dann sagst du erst, aber was spielst? Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich das Lied kenne, aber für mich ist auf einmal, ich habe auf einmal irgendwie so das Gefühl, ich sitze daheim mit meiner Großmutter, weiß ich nicht, am Samstag Abend beim Heinz Konrads, ne, im Fernsehen. Ich habe auf einmal dieses Heimelige, wo ich mit meiner Großmutter vom Fernseher sitze am Wochenende. So ungefähr. Also wo dieses Wiedererkennen oder dieses ja, Klarwerden oder wieder hervorbringen von so Sachen ist. Und was du sagst, du hast das direkt mitgekriegt. Klar. Und du hast aber mit der Daniela, mit der Wienerlied direkt jetzt so gar nichts zu tun Direkt, gehabt, gell? naja, ich bin ja eigentlich auch aus der Mostviertler Gegend, also Steinerkirchen am Forst. Das wird, sagt euch ja witzigerweise sogar was. Ja, Also- Ja. Also zwischen Amsteden und Wieselburger. Ja. Ich weiß nicht, 2.000 bis 3.000 Einwohner oder so, was das hat. Und das ist ja trotzdem auch schon sehr nahe an Wien. Und durch meinen Vater waren wir relativ viel auch in Wien, also Fußballmatch anschauen und da war am Fußballverband auch lang tätig und so Geschichten und bin durch das sehr oft nach Wien auch gekommen. Wirklich das Wiener Lied selber könnte ich mich nicht dazu daran erinnern, aber irgendwie ist dann trotzdem da die Verbindung da. Und ich glaube, tief in meinem Herzen bin ich trotzdem irgendwie eine Wienerin, warum auch immer, aber Ja. Das passiert. Wir sind tief in der Leber. Gell? Tief in der Leber Was sind wir heißt? echte Wiener. Was heißt? Das sind wir Wiener. Die Ulrike Röder hat gemeint, ich habe das irgendwie von meinen Eltern und der Wiener Großmama mitbekommen. Und das hat sich bei mir irgendwie festgesetzt. Und das ist glaube ich, bei vielen so, dass das irgendwo, auch wenn es nur so ein Eckerl ist quasi in der Historie, nicht in der Biografie oder ist, ja. Die Renate aus Mauerbach schreibt Prost, das ist eine gute Idee. Es wird zu wenig getrunken, Ja. die Mahlzeit. Mahlzeit. Der Peter Raff jetzt gibt es schon 3 Herren mit der gleichen Frisur. Ein klassischer Hattrick-Trio. Alter. Was denn? Ja, was denn? Peter Raff jetzt wieder. Also, wir haben überhaupt nur Fans, die uns verarschen. Das ist, muss ich wirklich sagen. Der Harry Schneller Font ist ganz frech schon wieder. Ich hab das Wiener nicht immer mögen, trotz den 16er Buben mag ich es immer noch. Harry. Das kommt Unglaublich. einmal zurück. Boah, ich bin da weit weg mit die. du redest da so viel. Ja, nein, aber ich bin da.
Das Nee, ist, auf jedes Einzelne kann man ja fast nicht eingehen. Das ist unmöglich eigentlich. Dann Ah, sitzt man, 68 dann sitzt man nur mehr so da die ganze Ja. Zeit. Ja, nämlich ja. Das ist, Ja, ein bisschen. jetzt, wenn wir nämlich Gäste auch noch haben, bei uns zwar ist wurscht, ob wir uns anschauen. Ne? Ja. Ich kenne mich schon, 27 Jahre. In- und auswendig. Ich kenne das frisch schon. Ich muss nicht noch anschauen auch noch müssen. Das ist mir wirklich. Ja. Du, spielen wir irgendwann in München Umgebung? Aktuell nicht. Aktuell nicht, nein. Aktuell. Verbinden ich mit dem Ding. Ich bin ja, was weiß ich wo. Warte, ich muss mir erst wieder Du, einklicken. es kommt alle 3 Sekunden kommt was, weißt du, das ist ungefähr. Ja. So, der Aber es sind- Christoph Ackers ist schon bald 20 Minuten Satz da heute zum Spaß da oder wird auch was gespielt? Ja, jetzt spielen wir was. Nein, spielen wir auch was. Ja. Jetzt spielen wir was. Bevor ich mir endlich einmal ein Weckerl gönne. Schon langsam. Ja, die Megapimperten sagt, vor Jahren sind die Burm oft in der Trailer ja aufgetreten. Ja. Und im Ding auch, wie heißt das, wo wir da gespielt haben, wie heißt das, die Drelle und im Fraunhofer, der Fraunhofer, ja genau, haben wir auch gespielt. Genau, übernachteten bei mir im Wohnzimmer, na, das war Wahnsinn. Die Megapimperten ist ja eine Engländerin, Eigentlich. die vom Herzen Ursprünglich, eine ja. Wienerin ist, Ja. aber in München lebt. Und dazwischen in der Schweiz gelebt. In der jahrelang. Schweiz auch oft. Und in München ist also quasi die Wohnung und da haben wir gespielt im Fraunhofer und da haben wir, glaube ich, dort in einem Hotel gewohnt oder wo irgendwas. Beim Fraunhofer haben wir in einem Hotel Ja. gewohnt und wie wir in der Drehleier gewohnt haben, haben wir bei der Maggie geschlafen am Boden. Ja, Also du am Boden und ich Ich am Boden auf der Couch. Und Auf dann, der haben wir, Kleinen. und dann haben wir gekriegt einen Tee. Ja, einen Tee. Und ich bin jetzt nicht so ein Teetrinker, ja, Kräutertee, sowas trinke ich, aber so klassisch diese grüne Tee, schwarze Teegeschichten, Ja, hin das und war wieder echt mal. ein aber englischer. Ding. Und ja, die Maggie steht uns so einen englischen Tee, was ich mit Milchkandel, ne? Denken wir da, wer sauft der Hasswasser mit Milch? Sicher nicht. Und ich mache einen Schluck von dem Tee, von dem schwarzen Tee, ist der Der Klaus hat wirklich wie im Zeichentrickfilm so die Ringer lassen sich so. Ich hab noch nie so viel Milch gesoffen. Die Schweißperlen auf der Stirn. Aber Das war super. das war geil. Das war echt ein englischer Tee. Und Ja. das, wo ich da eine Tante gehabt habe in England, aber das war echt ein englischer Tee. Und den haben wir in München genossen. Das war der Maggie. Ja. Ja. So, jetzt müssen wir was spielen. Wir spielen was? Wir spielen was, Wir ja. spielen Zeit was. jetzt. Natürlich, die Gäste haben schon Vorrecht. Dürfen sie was wünschen. Die Daniela, als Dame dürfen sie sich was wünschen. Wünschst du was wir Wünschen wir uns, kennen? was wir kennen. Nicht? Was? Ja. Na? Fangen wir mit der Skyline an. Fangen wir mit der Skyline. Ja. Das ist, verstehst du, ganz Abend Zeit, sie will jetzt schon die Skyline. Aber bitte. Ja, es ist ja einfach ein Kurzlied. Ja. Und ich stehe einfach auf das. Aber es gehört ja auch als Wiener, gehört es auch so, dass man gleich sowieso sich aufregt. Das ist ganz, nicht? Also, wünschen Sie ja, was dürfen wir nicht denn spielen? Das haben wir aufgehabt, gell? Dann spielt sie, was ich Ja, heute so. kommen England auf Urlaub noch werden. Na geh, haben sie nichts anderes gesagt. Na wünschen Sie noch was Schönes. Na, ich hätte so gerne das Ringel gespielt. Na geh, das passt jetzt gar nicht. Was hätten Sie noch? Hätte Ihnen 7 keiner Lack gefallen? Ja, das ist auch gut. Na alles, dann Alles spielen wir auf besonderen Wunsch. Auf besonderen Wunsch spielen wir 7 Regatta. Das haben wir oft gehabt. Das war früher oft. Also wie man noch so Tisch zu Tisch Das ist ganz am Anfang, ja. Die haben sich irgendwas gewünscht und wir haben dann das gespielt, was wir wollen haben. Aber wir haben dann gesagt, einen besonderen Wunsch. Aber in diesem Fall natürlich nicht. Eine Eigenkomposition, wo man gern, ist die Gitarre da auflegen, da. Spüre. Also nicht im Sinne von Schmerz, sondern das Geschwullene, oder? Das Spörze da. Rutsch da. Muss ich sofort die Gitarre in Schräglage bringen. Jetzt schon. Warte, Patrick, erhebe den Finger. Nö, ich erhebe meinen Finger. Auf die Gemütlichkeit, sagt der Christoph Acker. Christoph Acker. 2,37 €. Zahlen Sie mir das nicht, dass er uns nur das Objektiv zur Verfügung stellt, sondern auch 2,37 € Mahlzeit. Er zahlt in der Hoffnung, dass er wieder zurückgeht. Weil das ist gut stehen mit uns. Dankeschön, Christoph. Skyline von Wien. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dich macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich.
Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Will ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem auch keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ein wunderbarer Wunsch. Herrlich. Danke. Bravo! Heute wieder eine Pavlatsch Sehr mit gut. Applaus. Mit Applaus, das Das ist schön. und die roten Achtel von einer haufenweise. Freunde, das ist ganz gut. Ein wunderbarer Wunsch, danke. 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 Das ist absoluter Weltschirm. Also das ist Gelungen, Klaus, auf gelungen. jeden Fall. Ja, danke. Danke, ja, ja, gefällt mir eher. Es ist eher, aber es ist, muss ich ehrlich sagen, wirklich ganz spannend, dass erst mit den Livestreams, ja, also quasi mit den Pavlatschen, hat sich das bei mir angefangen, dass meine eigenen Lieder, dass ich die eigentlich schätzen gelernt habe. Ich schreibe heute einmal immer. Der Ich Patrick war weiß immer eh, begeistert davon. ich schreibe hab's Lieder, auch gespielt, ich so, so aber so, laut dass das voll. wirklich- aber ich schreibe Es das Lied liegt und ja denke so mir, viel ja, da, was weißt denke und dann so, das ist überleibend, das ist super, das ist ja, gell, und dann liegt es in der Lot. Ich bringe das nicht, ich bringe es nicht aus, ich denke mir, ja, aber unterm Strich, Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Hat auch so eine Schublade Ich habe daheim. auch so schon blockiert. Na, ganz großartig. Was haben wir da? Wo bitten wir schon wieder mit den Kommentaren? Wieso rennt das nicht automatisch weiter? Na, oh ja, aber wenn ich dann einmal ankomme, irgendwo bis Ach woanders. so, drum. Zum ersten Mal ist der Acker objektiv. Das ist natürlich eine Weltaussage. Da war ich Ja, schon der ist davon. Leiser dreht habt's nicht, aber passt eh gut. Was war's, Flur dann? Hat's übersteuert oder irgendwas? Oder muss ich lauter dran oder was ist denn? Nein, weil wir vorher Wenn wir geredet geredet haben. haben vorher, Ach so. ne? Dass wir beim Achso, beim Lied, ja. Ja, wenn wir zu dritt, ich hab, dann tritt aber er ich hab schon nichts gesehen, dass ins Rode so, kommt. dann hat passt. Dann hat schon passt. Wann kommt er mittags auf den Tisch? So gar nicht schnell von der. Gar nicht, ich hab keinen. Aber wollt ihr einen Rum haben? Oder einen Cognac? Oder einen Schnaps? Wo weiter? Vielleicht nach der Jausen. Doch, da ja, so Ja, dann ja, genau. Ja, Servietten Wir haben brauchen gesagt, wir, gell? ja, meine Mama hat gesagt, die Servietten brauchen wir. Ich hole Meine mal Mama hat zu mir Servietten, gesagt, bitte leg Servietten. Komme ich dazu die Servietten jetzt? Ja, da ist es, da muss ich jetzt Challenge. da muss ich die, wie wir eine Küchenrolle kommen. Na, kommst du eh, locker, Patrick. Begnadete Körper. Ja, genau. Der Heller macht mit dir jetzt eine Show. International. So, da. Ausgezeichnet.
Alles schon da, alles schon da. Barbecue-Servietten, einmalig. Ja, was ich erwischt habe. Das ist natürlich, Aussuchen hätte ich es auch noch sollen jetzt. das ist natürlich ein Wahnsinn. Schoß von der Mama Raphael Illmeier. Machen wir heute ganz sicher noch. Ich muss natürlich sofort. Schaut, die Krise hat sogar Achteln eine für Daniela, dass sie sich das Lied gewünscht hat. Perfekt. Ja, super. Ja. Dankeschön. Ja. Warum haben die Schlögels keine roten Achteln rein, sagt der Matthias Maria. Oh ja, schon. Ist schon passiert sogar, du. Ja. Ja, ich wollte jetzt noch sagen, also wie gesagt, die Wegerl einmalig und ein Brot, aber ich glaube, zu dem werden wir gar nicht kommen, weil wir haben so viel Wegerl, ein Wahnsinn selber gemacht. Von Markus in Liebdau, von Patrick und von mir natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war original selber beim Fleischhauer einkaufen und habe einen Schinken organisiert. Aber von höchster Qualität, muss ich sagen. Ja. Harry ist in der Fonte Klausi aus aktuellem Anlass. Hau einen Mopedstall, ja, den muss ich heute spielen. Mit oder ohne? Die Christi sagt, ist der uralte Asbach schon leer? Die steht noch daheim wahrscheinlich, die Flaschen, ne? Der steht noch immer bei mir Ja. daheim. Wolltest du Ich, denn natürlich, ich würde es halt auch ein Jahr mitnehmen. Die steht beim Schreibtisch. Der wird besser Minuten. Naja, Na, ich für weiß dieses einmal Ich weiß nicht, ja. Moped so ist. Patrick, schau das an, das Glas komplett leer. Komplett Ich leer. habe das so komplett übersehen. Und der Ofen wird auch schon ausgegangen sein. Nein, das ist so heiß erinnern. Ja, schon, aber es geht ums Feuer ausgehen. Feuerwacht. Da muss man Briketts reinlegen, dann geht er nicht so schnell. Ein Schluckel. So, Du hast gesagt, du trinkst noch ein Glas, dann trinkst du einen Wein. 1 oder 2 habe ich gesagt. Ja, So. und dann ist schon genug. Darf ich gleich weiter gießen? Dann ist schon genug. Ja, ja. Ja, schon. Ja, jawohl. Ja, nein, Mopedstamm müssen wir machen. Ja, Ui, hoppala. für jene, die es mich nicht wissen, mir hat es, wann war denn das? Am Samstag. Am Samstag hat es einen Motorrad aufgestrahlt. Dankeschön. Bitteschön. Da haben wir gar nicht viel drüber reden, aber es war insofern erzählenswert, weil der Patrick und ich, wir haben gespielt am Samstag am Zwittag. Samstag Zwittag haben wir gespielt bei einem Parkfest in Wien. Ich habe ein Ticket mitgegeben, Gott sei Dank, nicht? Wir fahren. Also ich wollte Gott dann sei keine Dank, Motorrad durchfahren. Hat sich dann anders dagegen, weil es mich halt aufgestrahlt hat, eine wirkliche Brezen gerissen. Gleich zweimal. Das ist aber wieder eine eigene Geschichte. Ich gebe ein eigenes Video dazu, könnt ihr auf meiner Homepage, also auf meinem, wie heißt das, YouTube-Kanal, da steuert. Aber das Ding, also das will ich jetzt gar nicht ausbreiten, aber auf jeden Fall. Gott sei Dank nur, also Ölbogen ein bisschen, also nicht einmal ein Ölbogen, sondern rund um einen Ölbogen, nicht? So ein Bluterguss, also nichts mit dem Gelenk selber, alles in Ordnung. Ein paar Kratz auf der Maschine, ja, ein bisschen was verbogen, gut, das Gewand hin halt, nicht? Vom Scheiern und solche Sachen. Aber sonst alles leibend und dreckig. Nicht? Und so bin ich halt dann gefahren, weil das Motorrad ist noch funktioniert, bin ich gefahren nach Wien. Und dort war es schon irgendwie interessant, weil mich die Leute schon angeschaut haben. Nicht? Irgendwie, was ich jetzt da mache. Was macht jetzt der Motocross-Fahrer da? Und hat einer Der gesagt, hat so ausgeschaut, ja. ja, du aber dreckig fahren bist und die Hände haben mir bremselt, weil ich bin so eine Böschung runtergeflogen. Und da bin ich über die Brennnesseln rauf. Und jetzt hat das alles, Daniel hat sofort gesagt, das ist gesund, das ist gesund. Und ich habe gesagt, ja, das mag gesund sein, aber es ist so scharf. Ja, weil die Brennseln, das hat lang bis auf Nacht. Das Gesunde schmeckt meistens nicht gut und ist auch nicht angenehm meistens. Schnaps ist auch gesund mitunter und schmeckt gut. Also halt die Menge. Also auf jeden Fall, ja, und ich komme dort hin und dann habe ich gesagt, so, und jetzt da ist soweit, jetzt ziehe ich mal die Jacken aus, weil der Ölpunkt schon irgendwie, weiß nicht, tut mir schon weh ein bisschen. Schauen wir mal. Und dann war das halt so gespielt. Und weil das also ein Parkfest war dort so ein Samariterbund. Und da bin ich hin und habe gesagt, erst, schau, kann man da was machen? So, ja, so ein Eisbeidel haben wir da rauf. Und den muss man halten. Blöd ist, wenn er sagt, da kann man nichts mehr machen. Ja, das ist blöd, das ist blöd. Ganz blöd. Ui, Das ist blöd. ich bin ein bisschen gierig. Und jetzt hat er ein Eisbeidel auf und ich habe gesagt, nein, ich kann ihn nicht halten. Ich muss in 5 Minuten spielen auf der Bühne. Das müsst ihr zwar abbinden. Jetzt haben sie mir das so abgebunden mit seiner Faschen. Und da haben wir gespielt und natürlich, was hat der Patrick gesagt, hey, jetzt einmal, der Kollege ist endlich angekommen an der Bühne. Leicht lediert, aber fähig. Dann spielen wir gleich einen Mopedstart. Den müssen wir machen. Natürlich. Den müssen wir. Ja, fleißig, ein Top ist schon fast leer. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, Ja, warum die der, Gasen sind voll, nicht? warum, ja, aber der bringt 2 Doppel. Was will der mit? Das ist wirklich, der hat also keine Ahnung von Logistik. Muss ich wirklich sagen. Ja. Der Flur dann fragt noch, hat mich jetzt noch direkt gefragt, was die offizielle Bezeichnung von Kräuterhexe ist. Also der offizielle Titel heißt diplomierte Kräuterexpertin nach Ignaz Schliffny. Das ist der ganze Titel. Nach was? Leider nach Ignaz? Ignaz Schliffny. Das ist ein Kärntner Aha, gewesen, kenn ich nicht. der einen eigenen Verein gegründet hat, um dieses alte Wissen quasi wieder
unter die Leute zu bringen und hat sehr viele Informationen halt gesammelt und die bieten seit einigen Jahren quasi diese Ausbildung an, wo du über 400 Pflanzen lernst, bestimmst, für was ist, in lateinischen Namen dazu, die Verarbeitung dazu. Und das machst du halt 1,5 Jahre, wie in meinem Fall mit einem 40-Stunden-Job nebenbei. Ist ein wenig eine Challenge, aber Ja, es klar. geht. Aber das ist ja eine Leidenschaft von dir, ne? Das Auf habe ich jeden schon so Fall. mitgekriegt. Wenn ich mir denke, vor 3 Jahren habe ich noch nicht einmal gewusst, wie ein Spitzwegerich ausschaut. Vor 3 Jahren locker gewusst, wie er schmeckt. Das schaut Ja. spitz aus. Also, Ja, dann ja. breitwegerig auch. Aber es gibt übrigens auch einen Mittelwegerich. Mittelwegerig, ja. Gibt's auch, ja. Das ist ja. Das war wahrscheinlich aus politischer Korrektheit entstanden. Na, kann sein. Der Freie grüßt mit einem Servus. Und wir grüßen mit einem Servus zurück. Ja, du, das ist spannend. Über die Kreidel müssen wir dann noch ein bisschen sprechen. Wir haben ja einiges gekriegt. Unter anderem, die Daniela ist ein Wahnsinn. Ich habe ja seit langem im Tennisarm, ne, deswegen war ja das, wie ich mit dem Motorrad geflogen bin. Und da ist ja so eine Frau, also, und da kommt man und gesagt, das heißt, nein, haben sie da weh da. Und ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, weil ich habe mir eher ein paar Kilometer eingeworfen wegen dem Tennisarm, wegen dem Spielen. Daher spüre ich es eh nicht. Dampft die Daniela Kräuterliquid, fragt der Bernd Roh. Nein, das ist. Warte, was habe ich da jetzt gerade drinnen? Irgendwas, ich glaub, Wassermelone, Apfel, glaube ich, ist jetzt das, was gerade drin ist. Aber selber ein Kräuterliquid mache ich mir keins. Das ist mir dann doch ein wenig. Wieso? Naja, das ist nicht so easy, dass du das Liquid wirklich selber machst. Naja, es hat keiner gesagt, dass das leicht sein soll. Also. Ja, da hat es in Amerika schon viel erwischt. Ja, ja. Also die haben geglaubt, das ist super, wenn man das THC von Marihuana dazu Ach so, mischt. ja. Da hat es etliche aufgestellt. Da hat es ein paar Tode gegeben. Das mit Todes Also das ist, abgeben, ja, ja. ist nicht. Ja, dann machst du ein bisschen einfach, man muss dich nicht gleich umbringen. Ja, ja. Ja, du kannst es ein bisschen Ich so. kenne die Geschichte. Wir kommen kosten. Nicht so leicht. Ja, ja, Und was leider. wir schon alles selber gemacht daheim haben. Es ist, Das ist bei Das uns. ist aber schön, also oder? jeder Seife sowieso. Mittlerweile habe ich ja selbst gemacht die Rasierseife daheim. Wirklich? Ein Badöl, Aftershave-Balsam, alles selber gemacht. Das ist Bis hin zum perfekt. Waschmittel. Bis hin zum Waschmittel, alles. Und das ist nicht einmal was ich was, ein Aufwand, der. Waschmittel sind die Maroni, ne? Zum Also, man, diese Kastanien, Waschmittel, also geht Kastanien, auch. ja. Ja, aber das ist relativ aufwendig, weil du musst am Vortag ansetzen und denkst, das Ja. nein, aber ich mach's wirklich mit normalen Soda, Seife, Wasser Okay, so, und ja. halt, wenn du dann Duft willst, hast du halt nur irgendein ätherisches Öl mit rein, einmal aufkochen, umrühren, danke, das war's. Aus mehr besteht es im Prinzip nicht. Und da ist jetzt aber nichts irgendwie chemisches, irgendwas drin, sondern das nur, jetzt mache ich mittlerweile die Grundsorten auch selber, das heißt, ich weiß, was da drin ist und ich verwende nur biologische Öle, also eben von einem guter Freund von uns, der selber einen Biobauernhof hat, der halt auch die Öle in seinem Hofladen hat, da holen wir sich die auch einfach und ja, da weißt du, was drinnen ist. Und ich habe dann keine Probleme mit irgendwelchen Ausschlägen oder sonst irgendwas, weil irgendwelche synthetischen Duftstoffe drin sind. Weil das muss ja 3 Wochen lang im Kosten ja gut riechen. Das ist ja nur alles so Werbeschmäh. Ja, klar, ja, ja. Das hat es früher kann ja man auch nicht vorstellen. gegeben. Ja. Nein, aber ich weiß es ja, wie gesagt, du hast ja, also ich habe ja schon irrsinnig viel von dir gekriegt. Und, ich weiß gar nicht, was alles. Viel. Ja, Also die ich denke, Safen, das ist eh klar, ja, Safen meine ich. Ja, aber gut, der ganz wichtigstes Utensil medizinisch ist der Schwedenbitter, Ja. nach Maria Treben. Und dann natürlich der Nussschnaps, weil der Nussschnaps ist gesund und gut. Stimmt. Der Schwedenbitter ist ja wirklich wahnsinnig. Aber Aber Sehr grau, gesund. aber Sehr grauslich. gesund. Aber wirklich Schmeckt grau. wirklich Schmecken scheiße. wir davon. Also das ist Ja. das alles echt nicht, ja. Aber Pass er auf. hilft, er hilft. Spielen wir was dazu? Warte, wir müssen mal spielen. Ja. Wunschlieder wurden geäußert. Pass auf. Ja. Weh. Seife von Daniele Spitze, sagt Andreas Christener, den ich auch gleich begrüße. Du, jetzt habe ich das wird viel kommentiert, jetzt kriege ich da gar nicht durch. Auf jeden Fall war als Ferkerl habe ich gesehen, was war es denn, die Welt habe ich gesehen, ich glaube, weiß nicht, was war. Der Marco Genet sagt, Rasierseife von der Daniela würde mich wahnsinnig interessieren. Ja, es gibt ja von dir die Facebook-Seite Wikis Welt. Das stimmt, ja. Und es gäbe ja auch einen YouTube-Kanal mit 2 Videos. Ja, genau. Das ist, ja, da ist halt auch eher wie. Da willst du nicht mehr machen in die Richtung, weil also ich habe zum Beispiel allein schon von unseren Plauschereien
habe ich ja schon wahnsinnig viel dazu gelernt, von dir zum Beispiel. Und ich kann mir das schon vorstellen, was das jetzt da ein bisschen aufbereitest, jetzt damit das mehr Leute mitkriegen, dass das schon eine Welt war. Und dieses Wikis Welt, das finde ich schon super. Also, Eine eindeutige Aufforderung. ja, Ja, eigentlich schon. Ich Also weiß, eigentlich war es wird keine doch mehr Frage, sondern es heißt eigentlich, weißt du was, Tu was. tu was. Nicht deppert herumsitzen in die Pavlatschen von den anderen, ja, sondern der was hakeln, das war eigentlich gescheiter. Ich bin brutal, ich weiß. Du bist nicht brutal. Ich Nein. weiß. Nein, Du jetzt sagst immer kein- so gerade aus, wie es Nein, ist. Ja, ja, ja. genau Aber so das, ist. das sind echt spannende Sachen. Und, so wie der Marco Cinelli sagt jemand, was hat gesagt, das Rasiersaft, der mich interessiert, mich wiederum ist Bartöl, nicht? Weil mit der Rasiersaft fangen die wieder nichts an. Es sei denn, du hast Intim-Rasierseife, mit der fange ich aber auch nichts an, weil ich bin nicht deppert, ich gehe mit einem scharfen Messer da oben. Ja? Aber du weißt, was ich meine. Tust du wachsen oder was? Nein, Gott, nicht. Er lässt es wachsen. Einmal! Ich lass sag's. Jawohl, ich hab das. Das ist richtig. Alexander Küpferling, grüß euch, servus. Servus. Pass auf, wo war das? Irgendwo war. Ja, genau. Sandros Musikautomaten, was war's denn die Welt? Vom Fiebrich. Ja, die spielen wir gleich. Die spielen wir jetzt einmal gleich. Für Ackerlied war noch gewünscht. Daumen hoch ist gefordert. Harry Schnellfonte. Bravo. So, Ja, was war's denn die Welt? Mit dem fangen wir an. Ich bin F wie Vater. Effi Vater. Viele Lieder von Wien und vom Wein singen Menschen ob groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Wähler immer bei Fassel schwingt und den ganzen Tag gegen nur stinkt. Und dass er aufmacht in sein Bett, nur schlaft bei einem schrammen Quartett. Ja, das hat wer erzählt, ja bläse nur gelacht und hab wer drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt, was ein Werner Herz füllt, wann die Geigen ganz leise an Straßenwald zerspült, wann ein uralter Werner von Eisenbach singt und die Stimme von dem Vater ganz zitrig erklingt. Ja, was war's denn die Welt von einem Weinderl in Wien, denn das Weinderl durchsteht in kein Bedecke drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, wer das doch wer versteht. Kommt ein Ausländer einmal nach Wien, vor der erstens zum Hering hin, ins Museum am Vormittag drauf, und dann geht er am Stephansturm nach, und am Nachmittag zum 5 Uhr Tee, ja, da trinkt er einen Wiener Kaffee. Und am Abend dann speist er voll Klick. Nur ein Gulasch bei Wiener Musik. Ja, das hat wer erzählt und ich hab leise nur gelacht und hab ihn drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's in die Welt, was ein Werner Herz füllt, wann die Gegend ganz leise an Straßenwald zerspült, wann ein uralter Werner vom Eisenbach singt und die Stimme von dem Vater ganz zitrig erklingt. Ja, was war's denn die
gehört von einem Wendel in Wien. In das Wendel, da steht kein Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Werner versteht. Franz Paul Friedrich, ja. Jawohl. Dankeschön, mit Applaus. Das ist Schön. toll. Das ist so schön, da will man verbeigen. Ja, gell, eigentlich schon. Ja, Das ist auch Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wir müssen auch wurscht, fällt mir ein, das hat mir die Mama heute schon gesagt. Meine Mama hat gesagt, spielt einmal wieder das Frauenkäfer. Jo, Das welches? ist Frauenkäfer. Das Frauenkäfer, das ist Maria Brunn, glaube ich. Ja, sicher das kommt. Wie gefällt dir? Es gibt ja so verschiedene Gattungen. Das hätte mich zum Beispiel auch interessiert, dass man mal, was zum Beispiel waren jetzt so Lieder, was man oft in der Pavlatschen spielen, wo sonst, das brauche ich am wenigsten, sagen wir es so. Das ist nämlich auch mal interessant. Ja, Ne? absolut. Weil sonst absolut rennt man immer nur, was gefällt euch nicht. Naja, es hat alles was. Ich meine, es ist halt das Frauenkäfer zum Beispiel schon sehr süßes, liebliches, geht halt in die Richtung. Aber es ist so vielfältig. Also ich finde auch die lustigen sind natürlich super, also auch Telefonbuchpolka und so Geschichten, Ja. die was auch gar nicht sind. Natürlich, eigentlich sind die schönsten, die was ein bisschen einen Bezug auf die alte Zeit haben. Also Fiakerlied und so Geschichten ja. und so. Das ist so, das gefällt mir sehr gut zum Beispiel. Also das ist am ehesten nur meins. Also eher so jetzt die Klassiker oder? Genau, eher okay, Klassiker. Okay, ja. Interessant. Ja, Mir sind sie aber auch sehr Herkunft aus melancholischen. Stein und so. Und Ding. Aber es hat alles seinen Reiz. Es hat alles was. Es ist eine schwierige Frage, aber Das Einzige, wo ich ganz ehrlich sagen muss, mit dem ich weniger kann, sind die Gemäldersachen. okay, ja, das ist auch Das interessant. ist mir ein bisschen zu schlageresk, wenn man mal so sagen. Aber das ist, Ja, das ist das Einzige, wo ich sage, da bin ich nicht ganz dabei. Alles andere finde Wobei das ich... Großmutterkind zum Beispiel gar nicht schlagermäßig ist. Nein, Zum Beispiel. das ist wieder die Ausnahme, was die Regel bestätigt, aber... Ja. aber das ist schon, also so wie du das sagst, das haben schon, also das passt zu dem, was ich schon auch mitkriege, Absolut, ja. auch was bei mir ist. Also ich sage ja auch nicht, also eigentlich ähnliche Dinge, wo ich sage, ja, das geht mir schon zu viel in eine Schlagerrichtung oder das ist jetzt sehr siehst, so wie du sagst, das passt, wenn es passt, ja, weil auch die größten Schlager, sogar ich mag ja keine Schlagermusik und keine volkstümliche Musik, aber wenn es selbst da, wenn es gerade passt, du stehst gerade beieinander, sicherlich, es ist die Anzahl der Promille im Blut sind oft nicht unentscheidend, ja, Das stimmt. aber selbst dann passt. Das heißt ja auch nicht, dass das prinzipiell schlechte Musik ist. Es Nein, sind das ist eher witzige Texte und sehr einfache Melodien, aber es gibt Stimmungen und Zeiten, da passt sowas wie die Faust aufs Auge. Ja. Und dann kann auch die Stimmung, also die Musik, einfach gewisse Gefühle hervorrufen. Und das geht es bei der Musik für mich, dass irgendwas hervorruft. Und natürlich, wenn ich bei einem Abriss-Ski bin, dann kann ich auch mit sowas. Ganz einfach, weil dann ist eine Gaudi mit ein paar hundert Leuten in der Schirmbar. Ja, klar, da brauche ich nichts Hochwertiges, da brauche ich keinen Jazz auflegen. Und dann ist auch einmal ein DJ Ötzi okay, den muss ich mir sonst so daheim nie anhören. Genau. Aber Oder so wie du hast ja auch gesagt, zum Beispiel, weil du hast ja die CDs von uns, du hast ja gesagt, ja, ich habe die CDs, aber es ist eine Live-Musik für mich. Also ich kann mir das nicht, Das stimmt, oder ja. es ist nicht so, und das sehe ich ganz genauso. Also das ist, wenn ich Wiener Lieder hoch, dann eigentlich nur zum Analysieren oder zum Lernen. Am ehesten vielleicht noch Schrammelmusik, dass das einmal rennt, aber da bin ich auch ganz bei dir. Das stimmt, ja. Der Christoph Ratau Völlig. sagt es richtig, die Mischung Völlig, ja. macht's. Ne? ja, und was bei euch ist ja, da geht es ja dann nicht nur um das Wienerlied, sondern auch um das Drumherum. Es seid ja Entertainer. Da geht es ja um die das Geschichte, gehört da dazu. geht es ja auch um das Wie und Was. Und das ist das, was da dann auf der CD angeht. In erster Linie. Das Ja, glaube na ich. klar. Ja, auf der Absolut. CD ist natürlich perfekt Absolut. gespielt, aber natürlich, Das wenn ist es der zusammenkommt, Das war schon dann ist es perfekt. ein massiver Unterschied, wenn sie, wir haben euch jetzt beim Taschel schon gesehen und dann halt vor ein paar Wochen im Botschenau auf der Bühne, das war einfach komplett zwei verschiedene Sachen. Und da kommt auch gar nicht das Feeling um, was natürlich bei einem Taschler ungeschlagbar ist. Weil Ja, das klar. ist in diesem kleinen Garten
ein Wildschweinsbraten dazu, ein extrem guter Wein, super Leid. Und wenn wir das erste Mal waren, als du dann die alten Männer siehst, die dann die Tränen runterrennen, weil sie in der Altslied spielt, weil das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Ja, also dieses Feeling, das bringst du auf einer CD nicht runter. Und es Unmöglich. gibt auch Unmöglich. einige Bands, Ist nicht- bei denen geht das so ist. Ja. Gerne. Unmöglich. Wir haben einmal den Versuch gestartet vor vielen Jahren, als noch CD überhaupt relevant war. Ja. Und da wollten wir eine Live-CD machen. Also eine gute Live-CD. Und der Aufwand war halt einfach enorm gewesen. Weil du musst dir vorstellen, du musst für eine gute Live-CD, klar, jetzt, man glaubt, man lässt einfach ein Konzert mitschneiden. Das geht Ja, so die nicht. spielt Nein, nicht. das ist- Du musst das gleiche Konzert dreimal spielen. Ja, also zum Beispiel, du hast, ich sage jetzt irgendwas Montag, Dienstag, Mittwoch oder halt eher Donnerstag, Freitag, Samstag, irgendwo ein Konzert. Ne? Dort ist alles aufgebaut für alle 3 Tage. Dort bleibt das Bleibt auch. da so? Werden 3 Konzerte aufgenommen und dann wird quasi zusammengeschnitten. Ne? So macht man das im Endeffekt. Ne? Und es war wahnsinnig aufwendig gewesen und da haben wir gedacht, am Ende des Tages kriegst du trotzdem nicht alles was du eigentlich Was live eigentlich- hast. Es Du ist wirst ja das nicht, nicht schaffen, weil es passt ja dann auch die Ja. Ansage nicht dazu und so. Das ist ja dann ist irrsinnig einfach- schwierig. Ja, und da ist es wirklich so, dass ich manchmal dich zitiere, wenn mit jemandem so reden, sage ich, du, ich habe einen Freund von mir gesagt, der sagt, das ist eine Live-Musik. Das ist eine Live-Musik, die lebt von live. Ja. Also insofern kann ich ich meine, es ist natürlich ein Wahnsinn, wenn ich da jetzt gerade lese, zum Beispiel, dass der Bernahos Motto mit Skischuhen auf einem Skihüttentisch und DJ Ötzi getanzt. Das kann ich aber sehr gut verstehen. Nein, ich nicht. Weil wie kommt man auf einen Skihüttentisch auf mit Skischuhen und kann dann noch tanzen? Also, alle Achtung. Genug Brunnen geht Naja, das alles. aufkommt man noch. Auf kommt man noch leicht Naja. wie oben, ja. Da oben geht es eventuell auch, Aber aber du echt. kommst sowieso nur aus einem Weg, indem dass der Tisch dann zusammenbricht, weil Ja, die ja, nicht ja. aufstehen. Ja, das war mein Weg. Ne? Ja, das ist Plan A ist der Tisch bricht zusammen, Plan B ist der Tisch bricht nicht zusammen, dann fliege ich runter. Das ist, wie der Patrick muss. Jetzt, denk mal, siehst du das heute früher als ich? Das bei dir kommt das Nein, früher. ich schau halt. Bei mir immer ein bisschen später das Ganze. Ein Superchat-Kamera, wir müssen sofort trinken. Matthias, Wir müssen sofort. Mariaka, 11,60 €, danke dir. Mahlzeit. Dankeschön. Danke, Matthias. Mahlzeit auf der Welt. Dann schimpft wieder der Franz mit mir, weil ich mit der rechten Hand noch, aber mit der linken halte ich die Gitarre. Da bin ich entschuldigt. Das mit der Linken ist da ein bisschen ungut. Harry Elefonte, DJ Ötzi ist nie okay. Kann ich noch so besoffen sein? Harry Elefonte, du warst davon noch nicht wirklich besoffen scheinbar. Das geht alles. Man muss halt nur schauen, ne? Das geht. So, was haben wir? Ich bin schon wieder weiter hinten nach. Alt Otterkring war Renatus Mauerbach. Nachdem ich in Otterkring schon alles aufgewachsen bin. Ja. Alt Otterkring war, das spielen wir. Aber zuerst machen wir noch für die Mama. Das Frauenkiefer, ja. Machen wir das Frauenkiefer. Weil die schauen auch wieder. Ja. Es ist halt so, was auch ein großes Problem ist, glaube ich, ist, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, was ist Schlager, Hauswelt, Schlager mag ich nicht, ich bin kein Schlager-Fan, aber ich muss wirklich sagen, es ist halt so, es verschwimmen oft Grenzen. Und wenn es jetzt so eine eindeutige Geschichte, so richtig diese ganz klassische, ganz schlecht arrangierte Schlagermusik hast, wo du weißt aus dem Computer und da kommt dieses stark veränderte Stimmchen dazu, also ganz, das mag ich gar nicht. Nur das Problem ist, also im Genre Schlager, in jedem anderen Genre ja auch, hast du dann auch Lieder drinnen, die eigentlich auch woanders passen könnten, aber die halt in so einem Grenzbereich sind. Ja. Und das ist halt die Schwierigkeit mit Genres. Nicht? Das ist zum Beispiel für mich ein klassisches Beispiel in Österreich, ist der Peter Cornelius. Das sind in Wirklichkeit starke Lieder. Das sind großartig. Aber ein Reif für die Insel und so ist er so fährt schon sehr in die Schlagerrichtung rein, Ja. obwohl es man muss dann am Text erst und so ist das eine super Geschichte, aber halt sehr schlageresk produziert. Ja. Das ist also eine Geschichte. Auf der anderen Seite in Wirklichkeit, Musik muss man aussprechen und gefallen Ja, oder ja. nicht gefallen. Und da muss ich halt sagen, okay, es ist ein Schlager, es gefällt mir aber trotzdem. Ja. Und ja, Es ist halt, ich kann mich nicht, der Hubert von Gohl sein.
hat er gemacht so eine Wirtshaustour, nicht? Und da war, das war so eine Dokumentation, ich glaube auf Servus TV, da wo das war. Der hat eine Wirtshaustour gemacht, also mit seiner Band. Und das hat mir nicht so gut gefallen, wie sie so geredet haben, weil natürlich, die sind so durchs Land gezogen und natürlich haben sich die Leute gewünscht, das Hirtermadl. Und mir das eigentlich nicht so taugt, wie er so, oder sich die Band ein bisschen so über das lustig gemacht hat. Nicht? Und so gesagt, ja, das Hirtermadl, ja, das ist ja was die. Weil natürlich, das ist jetzt ein kommerzielles, so nennen wir es nicht Schlager, sondern es ist halt ein sehr kommerzialisiertes Lied, aber es war der Hit, der aus in Hubert von Geusern möglich gemacht hat, das was er heute macht. Und mir das nicht so taugt, dass das eigentlich so gespielt haben, weil man gedacht hat, den Hit hast du alles zu verdanken. Ja, den hast du alles macht das respektieren. Ja. Und da fällt mir mal der Uli Bär, mit dem wir ja oft spielen, mit dem Bluesschrammeln, jetzt dann auch wieder beim Selic im September noch. Im Oktober. Im Selic, ja. Schaut rein bei uns auf die Beim Homepage. Selic und im Spittelberg-Theater, ja. Schaut rein auf die, warte, ich blende kurz ein. Ja. Die Ding schaut rein bei uns auf der Homepage wieder mit den Blues-Schammeln, wo man Blues und Wienerlied und Pop und Rock, vor allem Rock, Blues und Wienerlied vermischen, unter anderem eben mit Uli Bär. Steht am Spittelberg und am Selic in Stadtlau. Da spielen wir wieder, da findest du alle Infos. Und der Uli Bär, wir haben da gespielt und der sagt, du, der Durst. Ne? Kennt man, der Durst bringt bei also die älteren Semester wissen das. Das war so, ja genau, ist da. Das ist genau das. Ja. Und der hat gesagt, das war sein Hit, ne? Also dem hat er viel zu verdanken. Und er sagt es dann oft, dass er gefragt wird, ja, kann sich das Lied überhaupt noch hören oder spielen? Und so sagt er, na freilich. Weil ich habe dem Lied alles zu verdanken, was mir überhaupt da rein. Das war mein Türöffner. Das war mein Hit. Das ist ja mit Opus das Gleiche. Wir haben auch einmal Servus TV, das ja. Dings. Aber er hat gesagt, ja, Satz ist nicht leid, das ist live zum Spielen. Sagt er, ich lebe von heute nur bis da. Ich lebe heute noch von den Tantiemen, von Live is Live. Na sicher. Ja. Wir haben die vor einem Monat gesehen in Wels. Und wenn die spielen, dann ist das einfach das. Und Ja, das man kann hat auch mittlerweile was. natürlich Die sehr sind nämlich auch Musiker. Also die sind was wirklich mir ja nicht so, jetzt meistens kennt man ja das Live is Live, ja. Aber die sind eigentlich massiv rockig. Also das hat mich mehr überrascht. vor allem die alte Musik. Ja. Da haben sie ins Psychedelische hingegangen, da haben sie irrsinnig starke Richtungen bedient und haben irrsinnig super Lieder. Also das, die kennen schon was. Das Aber na, absolut. Ich glaube also von nichts so es gibt so viele One-Hit-Wonder, aber es steckt in der Regel immer jemand dahinter, der auch was kann. Also das wenn man ein Ding auf den Durst jetzt reduziert, ist natürlich auch traurig, wenn man uns da anschaut, was der seitdem alles 840 gestellt hat und gemacht hat und auch Austria 3 und das, wo er da überall dabei war. Und also es ist einfach ein Spitzenmusiker. absolut. Erstens das, ein ganz leibender Haverer, absolut super Kollege und Spitzenmusiker, wie du sagst. Und weil jetzt der Türker Floridsdorf das auch sagt, mit Cornelius, habe ich das Bursch auf der Insel in der ersten Reihe gesehen, mit dem Papa. Peter Cornelius ja eigentlich international bekannt ist als Gitarrist. Genau. Ja. Das wissen ja auch dann viele nicht. 7 Seconds, Vielen ein Studios internationaler gewesen. Pop-Hit, das Richtig. Gitarrensolo gespielt und so. Also das, Richtig, das kann schon was. Ja, und das ist halt, wie gesagt, das verschwimmt oft. Aber eben so wie dieser Unterschied, dass ich immer gedacht, ich war ein bisschen enttäuscht vom Hubert von Geusern. Enttäuscht, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe gedacht, das finde ich schon. Die Sonntag, die Heidelfrau, die kennt man ja. Das ist Der Hubert von Geusern hat aber er ist ein ganz eigener Typ. Erstens, er ist ein Geuserer. Das sind sowieso, ich bin selber aus dem Salzkammer, ich bin ein Montner, ich weiß, wie es da geht. Und das fange ich in der Ibsee an. Und jetzt dort ist Geusern. Und das sind schon Bergleute, also das sind schon ganz eigene. Und also ich habe ihn gesehen auf der Burg Klamm und da hat er auch gesagt, er hat das am Anfang nicht verstanden, dass die Leute seine Lieder mitsingen. Er hat das nicht getaugt. Mittlerweile versteht er es und dass die Leute da so mitgehen. Aber er hat gesagt, am Anfang war er mit denen nicht einmal einverstanden, dass die Leute seine Lieder mitsingen, weil das waren ja seine Lieder. Also der hat eine ganz eigene Sichtweise auf seine Musik und auf sein, auf sein Wirken. Ja, absolut. Nein, und er hat auch viel gemacht, also muss man auch sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man diese Genregrenzen erstens sehr verschwimmen und zweitens, dass man, glaube ich, wirklich das nicht so streng betrachten soll und das machen leider viel. Dass es sehr streng betrachtet wird.
Und auch bei uns selber, weil du sowieso sagst, jetzt einmal bei die Heiselfrau, das ist schon was, das ist nichts Wienerisches in dem Sinn. nicht. Auch vom Text her natürlich. Ne? Was sonst? Es Also ist das nicht, aber oder wenn es dann hörst, weiß ich nicht, gleich neben der Kirche ist eigentlich ein Jazz, ist eine reine Jazznummer. Eigentlich ja. Und trotzdem passt es rein, weil es halt passt, weil das halt da ist. Aber jetzt spielen wir, jetzt endlich. Warum, Klaus? Der Hubert von Gläsern kann ja spielen, was er will. Ja, schon. Nein, es ist um das, was er gesagt hat. Mir geht es um das, dass er sozusagen seinen Hit oder die Leute, eigentlich die Leute, die sich die Hirtermadel gewünscht haben oder gern hören würden. Ne? So ein bisschen für so depperte, Dass- einfach. dass er die- für die. Ja. Macht man nicht. Das- Tut man nicht. Zumal ihm ohne Hirtermadel war er nicht da, wo er ist. Das ist so halt, ist das meine Genau ich so damit. ist es. Aber er kann machen, was er will, sowieso. so ist es. Das ist mir ohnehin. Eigentlich wurscht. Eigentlich wurscht, ja, aber es ist halt, ja, das hat mir nicht gefallen. Das wäre so, wenn man wirklich jetzt sagt, pass auf, aus irgendeinem Grund, haus mir die Heiselfrau, das wird auf einmal ein internationaler Hit, ich wüsste wirklich nicht warum, weil das ja keiner versteht, aber ist ja wurscht, sagen wir mal, es wird ein Hit. Da gibt es aber mehrere Lieder. Ja, das stimmt. Die richtigen Leute auf Ibiza, bist voll Ja, dabei. ja. Voll. Aber ich glaube, wir müssen dann, weiß ich nicht, in 20 Jahren, sofern wir noch spielen können, in 20 Jahren, und große Stars und mittlerweile Welthits und dann, weiß ich nicht, Grammys angerammt hätten oder sonst was. Und wir spielten, wo das nicht jemand sagt, die Heiselfrau, die sagen nicht, die spielen wir gern, auch wenn es mir dann schon Aber wurscht schon geht wurscht vielleicht. geht vom lauter Spielen. Aber ich würde jetzt gern spielen, weil ich sage, Das ist sicher. das war unser Durchbruch, das war das Lied, was uns alles ermöglicht hat. So denke ich jetzt darüber. Wer weiß, Denke ich auch so. Aber wer weiß, ob ich nicht dann vielleicht doch ein hochnäsiges Arschloch sein könnte. Wäre möglich. Das kann schon Wir sein. sagen dir das dann schon. Wir holen die da oben das raus. glaube ich. Wenn ich euch dann ja auch zuhören würde. Ja. Achso, aber natürlich keinen jetzt spielen wir Kontakt endlich mehr. das Das ist Frauenlied. Ja. Meine liebe Elisabeth ist auch dabei, habe ich gerade gesehen. Elisabeth, großartig. Gebratet, bevor wir spielen, geschenkt mir noch was. Dann zu Bier reingeofen werden. Ich habe nichts zu trinken. Schau, der Markus Ich habe gar kein sitzt da Instrument Ja, in der in der Hand. Insel, jetzt lese ich gerade vom Roland Speer, den größten Rapid-Fan, den ich persönlich kenne und habe gerade einen grünen Doppler davor als Filter. Das passt doch erst. Du haben wir noch weiter. Peter ist ein großartiger Musiker, war sehr begeistert. Ja, absolut. Na, der Cornelius Peter ist ein Wahnsinn. Und wie gesagt, ist ja eigentlich auch Siehst du, Renate Urgier zum Beispiel schon. Urgier, Nicht? zu Recht. Oh, so geht's nicht. Mein Schatzel ist eine Heiselfrau. Ja, dann spielen wir auch. Das Spiel müssen wir spielen. Das wissen wir Frankiefer als erstes. Frankiefer jetzt mal Frank. Das war ja C oder F. Aber Oder? nein, das ist ja das andere. Wir spielen ja das. Ja, wir spielen das Frankiefer. F. Prost, ne? Es gehen zwei Schulbuben auf der Straße und singen Frauen, Käfer fliehen. Da sagt der eine zu dem anderen, du, das Käfer müssen wir kriegen. Plötzlich hat's der eine gefangen, sein Finger grabet's rum. Da sagt der andere, du, das Käfer, da schickt man noch Mariabrunn. Frauenkäfer, flieg nach Mariabrunn und bring uns ein schönes Wetter und ein schönes Sonn. Frauenkäfer, flieg nach Mariabrunn und bring uns ein schönes Wetter und ein schönes Sonn. Drunter Grabe seiner Hütte, da steht ein junger Mann und weit könnte ich sie noch einmal sehen, die so gut mit mir gemeint. Plötzlich fliegt der Frauenkäfer übers Grab dahin und mit Tränen in den Augen, da schaut der Mann zum Käfer hin. Frauenkäfer, flieg in den Himmel auf und wicke mir dort meine Liebe
guten Öden wieder auf. Frauenkäfer, fliegen in Himmel auf und winken mir dort meine lieben guten Öden wieder auf. Dankeschön. Der Live-Applaus. Ich hab Also mein, Obwohl, leicht schlageresk, aber immer das gerade so gedacht, das ist ja nicht logisch, weil ja die alte Volksmusik, das ist ein relativ neues Lied natürlich, das Frauenkäfer Ja, und Na, wobei der Ursprung von dem Lied ist eigentlich ganz alt. Ja, Dieses ja. Frauenkäfer fliegt nach Der Marienborn, Ursprung. ganz, ganz alt. Das schon, aber jetzt so dieses Lied an sich. Aber ich denke mir halt so, die Volksmusik, also die echte oder authentische Ja. Volksmusik, ist ja auch Volksmusik. Nicht? Und die Schlager, die haben sich das ja nur, die haben sich das ja quasi, oder das ist ja mehr oder weniger eine imitierte Volksmusik. Nicht? So stimmt, ja. und daher verschwimmen da oft an die Grenzen, das ist klar. Absolut. Ja. Was haben wir noch als Schmunzlied gehabt? Das Fiakerlied war auch noch. Ja, war noch irgendwas war da. Aber die Heiselfrau war natürlich nicht, die darf man nicht vergessen. Ja, Renate vergisst die nicht. Für das sage ich schon. Das ist Rosenkeller, Susanne Bund. Da ein Röschenkeller war. Der Rösenkeller. Der fragt mich, was, wie immer. Ja, Man wirft mir was zu was und ich frage weiß ich schon, Computer, was nicht? Was frage ich Computer? Kann nur das sein. Na, pass auf, jetzt machen wir, was machen wir jetzt da? Das Fiakerlied. Bin Weil es war ja von Fiakerlied dir auch. Quasi, auch von dir, ja, also genau. nicht ein Wunsch, sondern das sind diese Was Arten wieder, die die eigentlich viel Lieder, die taugen. super sind. Da müssen wir nochmal mit dir reden, ich weiß wieder nicht, was da. Also überleg dir schon mal, was du dann sagen wirst. Falls du wieder scheich bist. Schüchtern. Die ist gar nicht mehr jetzt eigentlich, gell? Nein, gar nicht. Finde ich gut. Ah, schön. Es ist halt eine ungewohnte Situation, wenn man das halt nicht gewinnt ist, weil du weißt trotzdem, es schauen Leute zu, weil wir sitzen ja normal auch daheim auf der Couch, ja, und schauen zu und Die du zwei sitzt halt Deppen dann da machen. und irgendwie ist es aber trotzdem auch gut, weil es steht halt nur die Kamera halt da. Ja. Ja, und na klar, nicht? Weil da kannst du jetzt nicht so deppert reden, wie wenn du das chatten tust. wieder Acker oder was. Ja, ja, ich kriege immer wieder, das schreibst du jetzt nicht. Weil wir dann zensiert. Wird Das zensiert. gab von der Acker da sitzen, die Nein, der Christoph, glaube ich auch. Christoph darf man nicht unterschätzen. Nein, ich glaube, es ist fast ein Aufruf. Der Hetz ist bald mit die Hagers verscherzt. Aber nur ganz knapp. Die sind eh schlagfertig, alle Mauern. Na servus. Gut, aber ich glaube, das ist fast ein bisschen ein Aufruf, dass wir sicher mal ein paar Platschen machen müssen, wo wir in Acker da sitzen. Das müssen wir, glaube ich, mal machen. Das Was müssen sind wir die mal. Linsen wieder anholt? Ja, genau. Ja, Ja, Nein, da brauche ich es ja wieder, weil da sind wir zu dritt. und der Acker ist ja auch nicht unbedingt. Nicht? Also, Ist ja auch kein. braucht auch ein bisschen am Platz. Ist auch kein Röntgenbild, ne? Sagen wir mal so, ja. Das ist so. Ist auch kein Bannerbuket, der Acker. Aber es ist halt, das Straßenmobil ist auch dabei. Jawohl, grüß dich Gott. Weit geht, Mäuser darf am Mittwoch die Medizin absetzen. Bravo, Ja, die muss weit geht, Grüße an deine Nymphensittiche. der spezielle Hunger Mann- wird nicht weniger, ich sag's euch. Du, aber die Renate hat mir sofort natürlich korrigiert. Alt-Ottergring war noch gewünscht. Das ist richtig, das müssen wir bringen. Ja. Und Fangen wir mit dem Fiaker wieder an. Fiakerlied fangen wir an. Dann Alt-Ottergring war, hängen wir gleich drauf. Und dann schauen wir, was sie tut. Und dann, es ist ja so, dass ja der Markus auch seine Gitarre mitgenommen hat, weil wir gesagt haben, erst durch zu, nur da sitzen, schauen, uns in Liptauer weggefressen und das ist mehr auf. du bist die Marketenderin, haben wir gesagt, aber, Ja. aber dann sind wir draufgekommen, wir haben sie falsch platziert. Ja, Also, sie du kommst nicht aus zum Schnaps. Aber ist ja wurscht, da stehen wir drüber. Es fällt das Fassel. Das Fassel Das ist fällt. keine Bernardiner. Nein, nicht um ein Holz. Naja, Nicht um ein Holz. Das war noch was. war mein Etikett. Das, na servus, da geht's zu. Ja. Also gut, jetzt einmal das Fiakerlied. Von Gustav Pick. Gustav Fick. Ja, ich fier zwei Haberotten, mein Segel steht am Grab. Ach so wie die zwei Trotten, wird's nicht bald gesehen haben. Ein Peitschen, nein, das gibt's nicht. Ui, Jesus, du nicht schlagen.
Das Höchste war ein Schnäuzer, sonst zerreißen sie mir den Wohn. Formel an zum Lusthaus Forest in 12 Minuten hin. Da springt der Kanzel im Galopp, da geht's nur Trupp, Trupp, Trupp. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotzen hab, dass ich ein Fiaker bin. Ein Kutscher kann ja jeder werden, aber fahren, das können sie nur im Weg. Mein Stolz ist, ich bin heute ein Rechtswehr Kind, ein Fiaker, wie man nicht oder findet. Mein Blut ist so luftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin heute ein Rechtswehr Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt. 40 Jahre stehe ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeigel waren alle fest beieinander. Und kommt's einmal zum Anfahren und wäre ich dann begraben, ja, dann spannt's mir meine Roppen ein und fährt's mich über Graben. Dann lass es so laufen, fährt's mich im Trab hinaus. Ich bild mir's aus, nur nicht im Schritt. Nehmt sie mir nicht ein wenig Kretzungen mit. Das ist ein Muss, das Umziehen ins allerletzte Haus. Und Leute, die so ins noch merken, ein Fiaker fährt's hinaus. Und auf mein Grabstein da soll ich stehen, damit's die Leute deutlich sehen. Sein Stolz war, er war heute ein Rechtswehr Kind, ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Sein Blut war so luftig, so leicht wie der Wind. Ja, er war heute ein Rechtswehr Kind. Dankeschön. Ein Traum, das hat der Paul Hörbiger so unglaublich gut dargeboten. Marco Cinelli, ja, das stimmt. Das war, ich glaube, das hat auch jeder kennt damals. Also Paul Hörbiger, ja. Was machen wir als nächstes? Haben wir jetzt gesagt, das war Alter Unterkring war, da alter muss ich mitsingen, kann ich Unterkring nichts war. sagen. Schau, die sind übrigens sehr gut, die Mondstritzel. Was ist denn das? Ist es für einen Tag? Ist ein Das ist Rockentag oder ein Mischtag oder ein Dienstag? Ganz was Spezielles. Nein, es ist ein Entschuldigung, das muss ich. Weizen mit ein bisschen an Roggen. Aber es ist ein Spezialrezept von meinem Bruder und mir im Endeffekt. Weil mein Bruder ist auch Bäckermeister. Da schau ja. Da schon, ja. Das Witzige an dem Tag ist, das Originalrezept, mein Bruder hat gelernt in einer Firma und wie ich fertig war mit meiner Lehre, habe ich dann in derselben Firma angefangen. Und nach ein paar Jahren haben wir dann miteinander quasi die Boxstromleitung übergehabt. Ach so, lustig. Und die Wickel haben wir gemacht für die Firma, wo mein Vater gearbeitet hat. Das war ein Kaffeehaus. Das hat witzigerweise Café Fiaker geheißen. Jawohl. Jawohl. Das ist der Originaltag von den Fiaker-Wickeln. Ja, das Den haben wir damals für das Restaurant entwickelt. Super. Und die Firma gibt es jetzt nicht mehr. Also weder das Fiaker noch die Bäckerei. Aber mein Bruder hat das Rezept noch gehabt und wir machen das sind jetzt unsere Grillwickel quasi. Das ist ein Weizentag mit ein bisschen an Roggen und Und ein bisschen was. Das ist ein sehr bisschen. Das ist sehr leid. Ich bin Also, da. eine super Geschichte dahinter, muss ich echt sagen. Eine super Geschichte. Das taugt mir. Ich freue mich, haben wir dann eine. Aber Christoph Acker, bei welchem Lied ruft man am besten 50, 60, 50, 60? Ja, das machen wir heute auch noch. Aber jetzt wir müssen noch kurz durcharbeiten, noch die Wunschlieder. Ja. Wie gesagt, werden wir mich schon mal dann erstens über das Weckerl stürzen, zweitens über Liebdauer und, wenn wir heute schon haben, natürlich, wirst du einfach dann du was spielen. Ne? Du musst einfach du mir eine Nummer spielen. immer machen. Können wir ein bisschen was essen? Genau, so macht gemütlich es einmal essen. Pause. Können wir mal was essen, du frisst nicht die ganze Zeit. Das ist schon Wahnsinn. Ich habe jetzt Ich das komme zweite nicht zu. Weckerl angefangen gerade. Das zweite Weg, ich komme gar nicht zu, weil ich krieg, wenn ich einen Klick habe, kriege ich von dir einen Sturm eingeschenkt. Du fall mir nicht in den Rücken, ja. Das ist ein Wahnsinn. Na gut. Ja, ich bin im Anschlag. Bertha, gell?
Otter Grimwald vor circa 50 Jahren. Eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kircherl war klein und der Brunnen ausstand. Der Wein, der ist kommen von Wasser. Schon als Bierscherl war ich bei der Zehner Marie, hab Festul und Post und manches Trepfen verarscht. Und die Stimmung sich kaum ums den Tisch zusammengeschoben. Den alten Ottergring ist mein Paradies. Neulich habe ich in ein Album Bündel gesehen von 90er Jahren. Drüber stand ein kleines Sprücherl, alt Ottergring, wie es früher war. Da erfasst mich eine Wehmut, schön als damals gewesen sein. Und mir fallen dabei die Worte von meinem lieben Vater ein. Alt Ottergring war vor 150 Jahren eine Ortschaft mit ganz kleinen Gassen. Das Kircherl war klein, der Brunnen ausstand, der Vater, der Wein, der ist kaum von Wasser. Schon als Bierscherl war ich bei der Zehner Marie, hab Fest und Bosch und manches Madel verarscht. Hat die Stimmung sich kaum ums den Tisch zusammengeschoben. Den alt Ottergring ist mein Paradies. Richard Czapek, ja. Richard Czapek. Dankeschön, Dankeschön. Die Achtung, Achtung von Verein, Heidi, ja. was ist Schon wieder schaut der Klaus sehr klein aus. Ja, aber es ist ja so, Maggie, ich bin erstens, Punkt, ich bin klein. Jetzt einmal, stell mir auf. Nein, das kann man nicht. Und man sieht sie, aber ich hab nicht einmal einen kleineren Sessel. Da bin ich natürlich am weitesten hinten, das ist ja auch noch da. Dann ist genau vor mir das dicke Mikrofon. Nicht, im Vergleich sieht man dann nicht. Und dann habe ich ja irrsinnig abgenommen auch. Nicht? Das stimmt aber, ja. Das stimmt natürlich, aber. Stimmt, ja. Aber ich verliere, ich gehe da hinten unter, gell? Ein bisschen gehe da hinten Ein unter. bisschen, ja. Aber das ist so, ich bin gerne im Hintergrund. Aber willst du noch so Polster haben, oder was? Also, nein, ich brauche ein Telefonbuch, aber seit Gibt's auch nicht mehr, gell? dem Herold gibt es den nicht mehr. Das stimmt nicht. Ich habe ins zugeschickt mit der Post bekommen, aus Mistelbach und Gibt's nach wie vor noch, ja. Das ist ja so ein Bierchen. Du geh hör auf. Bierchen? Okay, Ich ja, hab gewusst, so dass viel. das noch gibt. So viel, so ein dickes Bierchen Ja, ist das ne? noch. Boom. Nein, aber immerhin. Und du glaubst, da sitzen die Hecher. Ja, was du jetzt von Mistelbach und Gensendorf zusammen tust, nicht? Irgendwann so toller Brunnen dazu, Ja. keine Eiburg, nicht? Dann hast du das. Na, früher, ja. Was das hat dann Sinn, also als Kind, weil wenn ich mit war als Kind beim Wirten, ne, mit den Eltern, da war es ja nicht so, dass da jetzt, sagen wir mal, ein Kindersitz da war. Da ist immer der Sessel und dann sind die Telefonbücher geholt worden und dann bist du auf die Telefonbücher gesetzt worden. Das war so. Ja, kann mich erinnern. Und dann hat es irgendwann die Herold-CD gegeben, das war für den Arsch. Nicht? Weil das hat nicht wirklich gekommen. Ne? Vor allem, sie waren nachher im. Aber Ja, nein, wo das ist das stimmt, auch das nicht? stimmt, Da, Patrick, jetzt wollen wir für die Wildcat, respektive fürs Meisler, machen wir natürlich den Klassiker, was wir immer für unsere Nymphensittiche spielen. Nämlich natürlich das Vogel am Baum. Aber da muss ich vorher noch einen Schluck nehmen. Wir dürfen den Der Franz Bratl. nicht vergessen. Ja. aber- Was sagt man mal nachher? Ja, ist gut, dass du da Ach so, denkst. ich glaube, Ne? das ist schon finster. Ich glaube auch, das wird Feier wird schon ausgegangen sein, weil Das ist eh so heiß. weil es ist ja Sag nicht passt warm, eh, aber- da- Ich schau einmal. Ich bin da gerade dran denkt. Ich danke dir schön, dass wenigstens einer irgendwie. Geht das lange nicht aus. heißt das. Super. So lange das. Luft, eine. Die Kugel offensichtlich richtig gescheit an. Nein, die sind von oben überblieben. Drum, ich muss fast durch. Ja. Das Fiakerlied. Das kennt jetzt nämlich genau nicht ausgehen. Am Bauch abgenommen, am Ellbogen zugenommen. Franz Bratl, ja. Ja, die Übung war schon richtig. Aber ja, ist ja wurscht. Aber es kriegt eine schöne Farbe. Das hält mit Tattoo mit dann.
Man sieht es da nicht, aber es wird. Ein echter Wiener geht nicht runter, also bis ein falscher 50er. ja, kann man noch spielen. Das Fiakerlied habe ich in Salzburg bei der Hochzeit von einem Freund gesungen, mit großer Betonung auf Fahren, das kann ich jetzt nur entwehren. Ein Traum ist super angekommen, danach das Krüppellied. Ist nicht auf runter, ihr Bull. Ja, Christoph Radauer kennt das. Der Klaus kommt nicht an den Schinken und den Speck dran. Danke, Christoph Radauer, einer kriegt das mit, dass ich da eigentlich wirklich den absolut schlechtesten Platz habe in der ganzen Runde. Weil ich stehe nicht da. Ich kann, wenn ich einen Klick habe, schenkt mir der Patrick was ein. Dann, gut, Markus ist freundlich, gibt mir sicher einen Wecker her oder sonst. Aber es ist da, ich bin da in einer absoluten Abhängigkeitssituation, muss man echt sagen. Telefonbücher hat alle der Otto Wanz zerrissen, ja. Das war legendär. Legendär, ja. Otto Wanz war das. Legendär war das, ja. Mit der Nase Bock bis die 0,06 cm Größe. Ja, ich kenne die Bock anzeigen, aber die sind noch feucht vom Waschen gestern. So. Verstehe ich immer Telefonbuch Polka, Hubert Hinkofer. Bis dahin das mal schon viel Wünsche. Das Krüppellied ist überhaupt der Wahnsinn. Es sollte jetzt einmal spielen. Ja, es ist ja so, Franz Brandwein, ganz ehrlich, Ja. wir spielen es manchmal auf Wunsch so. Wir könnten es, aber ich glaube, ich jetzt ganz blöd gesagt, wir trauen uns das nicht, da jetzt so live spielen, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass es Video löschen, also Video sperren. Das ist tatsächlich, muss ich wirklich sagen, und das ist ganz interessant, wenn wir angefangen haben zu spielen, war das Krüppellied nicht fast sagen in unserem Repertoire. Das hat man gespielt. Das hat man gespielt einfach. Die Leute haben mitgesungen, das hat man gespielt. Und jetzt ist es so, wenn sich das einer wünscht, denken wir oft, ja, schauen wir mal, wie die Gesellschaft ist. Also so beim Heirigen, dann kannst du das einer wünschen, spielen wir es eigentlich nicht. Mittlerweile, ja. Das ist, weil da bin ich Hosenscheißer. Bin dafür, sagt Alexander Küpferling. Ja. Aber wie gesagt, das lassen wir lieber aus, weil sonst wird. Das war dann blöd, wenn das Video gesperrt wird wegen sowas. Das war schade, ne? Um den Rest. Ja, das war wirklich schade. Und es ist halt leider so. Das ist diese politische Korrektheit, diese quasi Zensur nimmt überhand. Es ist leider so. Aber was soll man machen? Leben wir damit, wir denken sich uns einander. Ja. Jetzt spielen wir was? Das Vogel am Baum. Oder was? Der Rüssenkeller fällt noch. Ja, das können wir Heißluftballon auch fällt machen. noch. Was willst du erst machen? Den Rösekeller machen wir später. Na gut, ja. Was willst Dann du machen wir jetzt das Vogel am Band, dann haben wir es hinter uns. Eine schöne Nummer nämlich. Fürs Meißlein. Ich sitz auf der Wiesn, ein Großholm im Meer, die Box hat zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir und Nasen herum, ein Fink frisst ein Flieg, aber ich pfeife nicht drum. An Arbeit, ich geh nicht einmal mehr in Traum, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Und kommt der schönste Erdl am Waldweg daher, ja, da spring ich verfreit, ja, was brauch ich schon mehr? Zwei Egeln schauen fest in die Beinen hinein, wir sagen, sie nicht die Tönige sein, aber noch ein paar Puzzle, sag ich, geh ich heim, ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. Jetzt kommt das Gezwitschere, bitte. Vor mir, sag, lass ich doch gar nicht, gehör noch zu mir. Dann mach ich noch einmal die Augen fest zu, sieh wieder vor mir die schöne Natur, den draußen im Grün. Da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Mit dir meine Nachschlag, Herr Professor.
Yes, gut ist gegangen. Ich danke für das. Ich danke Das ist immer für eine Zitterpartie mit den richtigen Knöpfen erwischt, weißt du, aber Ja. darum sag ich immer, bringen wir es hinter uns. So, weißt du. ich muss jetzt mal weggestellen, weil ich merke das jetzt da, jetzt habe ich wirklich 2 Wochen, glaube ich, keine Nasentropfen benötigt, aber zieht die Nasen zu. Was mir wurscht war, aber beim Singen ist das wirklich störend. Da bleib ich stehen, soll ich das Bleib stehen? bringen? Nein, ich hol mir's. Dankeschön. Bitte. Sehr lieb, aber da geht es schon, dass ich dann einen Schluck Wasser habe, weil mein Ich werde dir einen Schluck Wasser trinke so langsam einschenken. in Sturm. Ich wollte mich rauslassen, darum stehe ich. Ja, dann lass mich zuerst trinken, bis ich aussehen. Es eilt etwas. Nein, es eilt nicht, aber ich hätte mich gerne niedersetzen. Ja, darf sich gleich hinsetzen. Dann mach Du nichts. musst ja die Leute unterhalten mit rauch- unseren Gästen. Ich rauche mir dabei eine an, weißt du? Gott sei Dank spielt ihr das Grüppellied nicht, Renate aus Marbach. Ja. Nein, es ist, wie gesagt, es ist tatsächlich. Bitte aufstehen. Das sieht schon. Naja, Sitz ist schon. Da bin ich schon da. Raucht sich quasi. Pass auf, ich werde sagen, nein, wir haben jetzt dann, jetzt, tu die geistig schon mal einstellen. Tu die geistig einstellen, weil ich Geistig merke das, wir müssen uns unsere Gäste zu Wort kommen lassen. Sollen wir dann einmal mit der Daniela ein bisschen plaudern, kurz einmal? Der Savos sagt, weißt du, unser schüchternes, unser Mauerblümchen. Der sitzt so ganz hinten auch so. Ja. Aber ich finde das so lustig, ja? Das taugt mir aber irgendwie schon. Und so da sitzt, ganz ruhig, ganz brav. Ja, Schaut. wie kann man mich zum Schweigen bringen? Ja. Man stellt eine Kamera auf. Ja, nicht schlecht, es gefällt mir. Nicht so viel Wasser, ein bisschen Ansatz gleich. Danke, ja. Angst um die Plomben oder was? Oder wahrscheinlich. So, der Schluck, dann, haben wir und dann musst du die Führung übernehmen, gell? Weil ich muss jetzt da einen Stock hacken. Gestärkt bist du. Und dann hauen wir so ein Weckerleine. Schau mal, kommt da durch? Ja, sicher, na sicher. Das war jetzt ein Na sicher, Klassiker. sicher. Ich finde das wieder großartig. Na, ist was passiert? Nein, nichts ist passiert. Ich habe aber schon gesehen, einen großen Absturz, das ist da drauf oder so. Hör auf jetzt, hör auf. Ich kann mich erinnern, wie die. Da ist er angekommen. So. Geh bitte nicht. Muss es aber nochmal einstarten, genau. Geht schon, haben wir schon. Ist schon wieder da. Wir sind schon wieder da. Normalerweise, da stehst du sich auch, wenn er die Stirn aufgeht. Ach, das haben wir jetzt nicht gehört, gell? Aber das haben wir schon gehabt. So zweimal bei der Wir Sendung. wissen das. Einmal, wenn er da reingeht, bei der Tier. Die hat mich halt auch schon erwischt, das ist ja Der gefährlich. Teppich ist jetzt nämlich noch gefährlicher, als was ohne Teppich war eigentlich. Nicht? Da war es höchstens ein bisschen nass oder was, aber der Teppich rutscht noch viel besser, das Ganze. Das ist nicht wirklich gut. Das kann nämlich überhaupt nichts. Das schüttelt- geht um, ja, das schüttelt- Ach so, der. Wir geben ihm noch eine Chance. Nein, es passiert nichts. Es passiert nichts. Dann warten wir auf seiner gehen. Nein, beim einigen ist er nicht so schnell. Vielleicht, wenn es nicht aussieht, braucht es ein bisschen flotter, das Ganze. So trinken wir mal wieder was. Wir trinken viel zu wenig heute, kommt mir vor. Mahlzeit, mein Lieber. Ja. Geht schon. Aber es war eh schon überzeitig, dass ihr kommt. Einmal zu einer Pavlatschen. Nein, wir haben sie wirklich gefeiert für die Einladung. Ja, voll. Und es ist einmal sehr interessant, da dabei zu sein. Dass man das einmal, also wenn man es immer nur vom Fernseher sieht, man hat zwar eine Vorstellung, wie kann das sein, und so, wenn man live dabei ist, ist es ganz was Eigenes. Das ist wirklich, Sag Daniela, was machst du eigentlich beruflich sonst? Also man greift daher. Wie viel Zeit hast du? Nein, ursprünglich gelernt habe ich EDV-Technikerin. Hab dann lange im Verkauf gearbeitet, hab dann die EDV-Kauffrau noch nachgemacht, die Lehrabschlussprüfung. Und bin jetzt bei einem großen Mobilfunkunternehmen, also bei einem Businesspartner, im Innendienst, also die ganzen Verträge, zum Teil habe ich jetzt da immer die Reparaturen gemacht, ich habe jetzt da Position gewechselt quasi in der Firma oder halt wenn ich irgendwie ein technisches Problem habe, Handys ausliefern, wann welche lieferbar waren. Aber so quasi, naja, das Mädchen für alles ist übertrieben gesagt, aber Also du wir sind ein machst so- kleines, feines Team und da muss natürlich trotzdem jeder zusammenhelfen. Und ja, Aber das schön. ja, voll. Macht mir viel nach wie vor viel Spaß. Ich mache es seit jetzt
12 Jahre mache ich das jetzt, die ganze Geschichte. Du spar mein Lieb da ein bisschen, Herr. Ich glaube nur da. Ja, und aber jetzt quasi als Ausgleich habe ich dann halt das mit den Kreil irgendwie dann entdeckt. Das klingt viel interessanter eigentlich. Ja, wie gesagt, das Bitte hat nehmen ganz Sie Stimme. einfach angefangen, also mit der, wie ja, du weißt ja, Häkeln und Stricken auch. Ja, Es gibt halt ja. quasi eine Häkel- und Strickgruppe, wo wir sich alle 14 Tage am Freitag treffen. Wir nennen das aber liebevoll unsere Selbsthilfegruppe. Und da sind halt auch sehr viele Damen, weil wir bestehen nur aus Damen, dabei, die sehr viel selber machen, halt natürlich auch. Und so hat das dann angefangen. Und von dort habe ich mit einer Freundin zum Vortrag mitgenommen, Großmutters Hausmittel. Und die diesen Vortrag gehalten hat, die Sigrid Hagen, von der das Rezept übrigens ist der Waldrand-Wildlinge aus ihrem Kochbuch, hat er diesen Vortrag gehalten und hat dann halt am Schluss von diesem Vortrag quasi Flyer ausgeteilt, sie startet so eine Ausbildung. Und da habe ich eigentlich gewusst, das will ich eigentlich irgendwie machen, weil es gibt es ja von verschiedenen, es gibt die Kräuterpädagogen und dann gibt es das vom oberösterreichischen LFI, glaube ich, heißt das auch, von den Bauern aus. Und du tust dir am wohlsten. Und- Landwirtschaftsförderungsinstitut, glaube ich. Ah, sehr geschickt, ne? Schön. Und Elefant. was mir aber sehr taugt hat, weil sie eben das Passen, also wirklich für Berufstätige gemacht hat. Ja, und so bin ich halt in das reingerutscht und das ist halt nur der Anfang. Weil dann kommst du in das rein und das rein und dann habe ich gesagt, ja, das müsste dir auch selber gehen. Und mittlerweile ist es schon so, wenn man jetzt irgendwie was, ja, geht das nicht selber auch? Kann man das nicht irgendwie selber machen? Also das fängt eben an bis eben, weiß ich nicht, unsere ganzen Wettex und teilweise Decken, das ist halt auch alles gehackelt und Ich ja. finde das super. Ich finde das echt leibend. Halt, es Entschuldige, ich muss dich unterbrechen. Warte, das kommt Wichtig. von der Wildcat ein Superchat, bis ich das wieder lesen kann. Ja, Prost, ihr vier, jawohl. Halt, ich muss sofort nachschenken, sehe ich gerade früher. Dann kann ich erst was prosten. sehen wir jetzt im Panikgerät? Zuerst den Finger, dann nachschenken, aber nur weil sein Glas auffällt. Weil ich habe gesagt, er trinkt nur maximal 2 Glasen Danke. vom Sturm. Nein, das ist eh schon genug für mich jetzt. Ja, jetzt hast du gesagt beim ersten. Magst du auch noch was, ein bisschen an Sud haben? Genau, ich trinke ein Wasser, auch, ist kein Thema. Jetzt sind wir bereit. Wildgeld, Wildgeld. danke vielmals. Auf die Welt geht. Auf die Wildgeld, jetzt einmal. Mahlzeit. Mahlzeit, ja. Und was halt Sehr gut, das das ist wirklich gut. Spannende Ja. ist, dass so viele Sachen, die was du halt fertig zum Kaufen kriegst, eigentlich mit total einfachen Mitteln und schnell auch vor allem zum selber machen sind. Ja. Stimmt, Also, ist völlig richtig, ja. Das ist typische, den Gemüsewürfel, was du halt zum Kaufen kriegst, ins Pulver. Wir machen das einmal im Jahr, stellen wir sie halt hier und machen halt so ein Glas wo halt alles durch den Kennwort durchrennt und triggert. Und dann kommst du das ganze Jahr aus und da ist wirklich Ja, ja. außer Gemüse, Salz und ein paar Gewürze ist da nicht über sie was drinnen. Das kenne ich Da nicht. sind keine Ja. Geschmacksverstärker Nein, drinnen. unnötig, völlig Und, alles. unnötig. Und das hat halt dann auch viel angefangen dann mit einem Buch, das wir gelesen haben, das Chemie im Essen. Also wenn du das liest, da stößt du die Haare auf, was Weil so viele unnötige Sachen drinnen Voll. sind, die man nicht braucht einfach, ne? Das ist das. Ja. Das ist Ja. Aber ich muss sagen, ich habe ja von dir auch zum Beispiel das Insekten, also quasi das Atan, ja. das selber gemachte, oder auch für nach dem Biss oder nach dem Stich. Also allein schon die Sachen, das taugt mir. Aber natürlich, so wie du sagst, diese ganzen Hausmittel, ich finde das schon spannend. ich finde Ja, spannend, ja. es ist, was halt leider halt das ist, es gibt kein Miteinander. Es ist jetzt wurscht, ob das jetzt bei den Kreilen ist oder bei irgendwas, das kannst du überall sagen. Das sollte ja auch die Phytopharma, wie es ja so schön heißt, ja, also die sind die Kräuterkunde, weil es ja was anderes wie die Homöopathie. Absolut. Leider schmeißen sie sehr Ja. viel in einen Topf Ja, sie zusammen. sagen immer, die hören irgendwas von Kräutern und das ist alles Homöopathie. So Ja, ja, Nein, genau. nein, homöopathisch ist ein Ganz was Teil anderes. davon, Ganz was was anderes. Genau. Aber das hat mit mir anderen zu tun. Ja. Und das miteinander führt. Weil sehr viele Sachen wie eine normale Grippe oder ein Schnupfen, und so, da brauche ich mir nichts Chemisches aus der Apotheke holen. Nein, wir haben so Aber viele wenn ich Sachen, so natürlich wie Möglichkeiten. nach einem Motorradunfall
wenn der Arm irgendwie so da steht, wie er nicht gehört, bist du auch mal Valium-froh. Ja? Also, Ja, klar, ja. Genau, das ist so ist einfach es. diese Schulmedizin und die Kräuter, das geht leider sehr, sehr selten Hand in Das Hand. ist schade, ja. Weil es von beiden Seiten, die Kreidler sagen alle, die Chemie, das brauchen wir alles nicht und hin und her. Und dann die Schulmedizin verteufelt das aber auch. Ja. Weil es gibt ja diesen super Spruch, ein Schnupfen dauert mit Medikamente 7 Tage und ohne eine Woche. Genau, ja. Ganz genau so Das ist ist so, genau so ist es. Ja, absolut. Na, und ich finde Die das Symptome kannst du lindern, die kannst du so oder so vor lindern. allem ist ja und das, was finde uns die ich- Natur ja schenkt, was da ist. Ja. Vor einigen Jahrhunderten war das ganz normal, weil einer in einem Bergbauerndorf irgendwo oder einer auf der Alm, die haben sich erst gedacht, der kann nicht leisten können. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Das ist nicht 20. Jahrhundert schon. Also Ja. das war- Aber ich glaube, heute kommt noch was dazu. Und so ein Mund voll. Das macht nichts. Das Und der Gedanke ist eingeschossen, der will artikuliert werden. Das kommt ja heute dazu, dass man, glaube ich, das auch nicht unterschätzen darf, welche Möglichkeiten einem dadurch gegeben ist, wenn man das selber macht. Eben allein durch das selber machen. Weißt du, was ich meine? Also das- beschäftigst dich damit Ja. damit einmal, ja. Ich meine jetzt gar nicht mal sowas wie mit Kindern, aber das kommt ja auch noch dazu. Was du auch in der Gemeinschaft, wenn du zum Beispiel sagst, so wie du sagst, wir stellen uns einmal im Jahr hin, kochen da das ein mit der Suppe oder machen das da und lassen das trittern und das Ganze. Das ist ein Großprojekt, so wie man halt, früher jetzt ich als Kind, wenn ich halt mitgeholfen habe, mehr oder weniger da beim Weihnachtsbäckerei machen oder sowas. Ne? Und wenn du jetzt sagst, du hast zum Beispiel so, komm, heute machen wir, weiß ich nicht, heute machen wir Waschmittel oder heute machen wir das, heute machen wir das, das sind ja auch Projekte, die jetzt halt abseits von der Couch, vom Fernsehprogramm, von der ja, absolut. also dieses selber machen, das ist ja so wie Musizieren im Endeffekt. Ja. Du machst Selber was, Musik machen, du stellst ja. was Das ist einfach eine sinnvolle Beschäftigung. Genau, Und, dieser Aspekt ist beschäftigt sich Nein, damit, und lernt was. es gibt dann auch eine gewisse Befriedigung und wenn natürlich dann Leute, denen du das dann natürlich schenkst, ja, eine Freude auch damit noch haben. Es gibt halt leider einige Leute, die mit dem halt gar nichts anfangen können, ja, ist auch okay. Aber halt natürlich fühlst du dich dann selber dann auch natürlich bestätigt, weil ich muss trotzdem so ein Surf zum Beispiel machen, das ist ja nicht was, also Surf ist dann schon eher höhere Kunst vom selber machen, Ja, also gerade das mit ist der klar. Lage und so weiter. Naja, bei einer, wenn ich eine mache, ja, dann da stehst du mal über 2 Stunden, weil du musst das auswiegen und du musst das zusammenplanen und genau in den richtigen, vorher ausrechnen, das Rezept, was ganz wichtig ist. Das ist halt, ja, Und das passiert aber sowas nicht sowas wie zum Beispiel mir, wo die Leute dann sagen, ich bin gleich groß wie der Doppler. Nicht? Also das wird der Snoop Dogg. Kommen schon wieder gute Kommentare, die gefallen mir schon wieder. Kinder selber machen, was sonst Matthias machen. Ihr gewusst, ich werde nicht ernst genommen. Ihr gewusst, ich werde nicht ernst genommen. So, pass auf, jetzt aber glaube ich ist es soweit. Markus greift zur Gitarre, Sind wir so weit. spiel uns ein Lied. Was spielst du uns? Was sollen wir denn spielen? Was du Was willst? spielst du? Nein, spiel Was was. spielst Spielen wir das kannst du nicht machen. Das ist eine ganz alte Scheibe von Wolfgang Ambros. Und ja, kein direktes Wiener Lied, aber passt Ja. zum Thema. du? Aus der Pop-Ding. Heute ausnahmsweise nicht, weil wir haben nicht irgendwas, mir ist das nicht zugetan. Stimmt, geboren, nicht? Krause, lieber Kollege, willst du vielleicht ein bisschen Schinken oder was? Nein? Das habe ich nicht gehört von dir. Aber da, willst du einen Teller haben? ich glaube, es war fast gescheiter, ja. Ich bring dir Teller. Warte, ich hol dir einen Teller. Geh away daherst, das kannst du nicht machen. Es gibt ja auch noch andere Leute. Ich hab das schon gesagt, ich mach nicht mit bei so Sachen. Mit sowas kannst du einfahren, also sei gescheit. Was glaubst, was passiert, wenn die einer anspannt? Da wirst du ganz schön deppert schauen. Die Leute, wenn sowas sehen, dann doch gleich durch am Stand. Was nicht sofort aufhörst, werd's die noch hauen.
Jawohl! Dankeschön. Du, da kommen weitaus mehr Achtel rein. Als bei uns von mir was spielt. Klingt gar nicht so daneben. Markus ist da nicht ganz einmalig. Ein Flurdanmann, Leihwand Markus, schreibst du selber Lieder? Ja, jein. Also eigentlich schon. Ich habe viel die Schubladen, Lieder umgetextet zum Beispiel. Also Okay. ist der eine klassische Melodie von dem und dann einen eigenen Text dazu. Oder einfach englische Texte, die gut passen, übersetzt dann ins Deutsche. Ich Und da ist das, was mir daran so gefällt, ist, wie gut zum Beispiel das Englische zum Dialekt passt. Da gibt es Lieder, die kannst du fast 1:1 übersetzen, das ist richtig stark. Aber nicht ins Hochdeutsche, ne? Nein, nicht ins Hochdeutsche, Dialekt, das muss Dialekt sein. Das ist bei manchen Sachen passt das so gut, aber es ist bei mir ein reines Hobby. Also ich tritt nicht auf oder so, außer Geburtstagsfeiern spiele ich halt einmal mit Freunden und so. Ich bin der klassische Lagerfeuer-Gitarrist, habe mir das alles selber gelernt und so. Super. Und macht das zum Spaß. Aber das ist ja eigentlich genau das, wo man denkt, das wird viel zu wenig kultiviert, dieses selber Musik machen. Selber wieder. Weißt eben, so, Muss ich halt, machen. dieser Lagerfeuer, ja, das Ja, ist und ich habe auch Bekannte in Steyr, da machen wir ab und zu miteinander was, ich singe und ich Super, spiele ja. und so Das gleich miteinander. nächsten Doppler Also haben. das ist... ja, Patrick Hult, Doppel, ich wollte nichts sagen, weil ich wollte nicht so unhöflich sein, ich mag es da quasi mehr oder weniger das thematisch anstehen, aber für den Markus Cola. du, aber Haufen, ja, Huer Cola. Nicht schlecht, lang nicht mehr gehört, sagt der Alexander Kipferling. Jawohl. Snoop Dogg Doggy Style bringt es auf den Punkt, viel Leibwand. Also, Dankeschön. absolut Leibwand. Absolut Leibwand. Und weil du sagst, ja, das musst du noch was machen. Spiel uns eins von deinen Fludern. Hast du was? Oder einen Text, was du umdichtet hast? Hast du sowas da? Irgendwas? Das habe ich nicht, weil mir das thematisch nicht passt. Ich Aber verstehe. hab zum Beispiel das Lied Fairy Tale Gone Bad. Ja? Da habe ich einen deutschen Text geschrieben, der heißt, die Geschichte mit uns geht nicht gut aus zum Beispiel. Okay. Das ist Aber natürlich spannend, perfekt. weil Aber das ja. es passt einfach von der Musik her so da gar nicht her, weil ich dann trotzdem aus dem Rocksektor komme Ja. und Rock- und Metal-Geschichten. Ja. Und ja, das Einzige, was wir noch da kennen, ist unser, was wir vorher gesagt haben, das In Extremo. Ja, das machen wir. Das machen wir gemeinsam. Wir haben nur geredet davon, aber wir machen das. Machen wir das gleich, oder? Da ist ein eigener Text auch dabei. Na bitte. Das passt eigentlich nicht so schlecht. Gell? Ja, und weißt du, wenn ich zum Beispiel sage, mit Dialekt, das war ja zum Beispiel Ostbank-Kurte, hat ja auch davon gelebt, nicht? Das genau. von Das Hits, ist die auf da habe Deutsch ich übersetzt das sind. Arbeit zum Beispiel habe ich drin. Das ist eins von den schönsten. Oder der Steine 07 sagt, das bei den Murphy Gang hat das aufgemacht. Englisch ins Bayerisch. Ja. Genau, das passt super. Ja. eigentlich. Ja, geht schon, was machen wir? Was ist das? Wie macht man das? Was haben wir da? Einmal Text. Text. Text? Was denn? Sternagel voll! Das hast du umgeschrieben, oder So was? viel zum Thema. Da habe ich euch eine Strophen geschrieben. Die erste Strophe ist original, dann der Refrain, dann kommt der Strophe Ja, für euch. Stellen wir da nicht drauf. Nein, für die habe ich nur einen Refrain. Also für die zählt da nur der Refrain. Ich muss Sternhagel voll mitsingen. Genau, das darf mitsingen, aber das passt zu dir. So mitspielen auch? Noch nicht, aber es kann noch werden. Naja, Mann, die Sternhagel voll. Das weiß ich schon, was er gemeint hat. Deswegen bin ich ja gerade perplex. So mitspielen auch? Ich spiele mit auch gleich. Ne? Allein spielt zu wenig mit. Ich spiele mit auch. Siehst du das? Oder soll ich das Glas Das woanders ist hinstellen? wurscht. Bring mal, schau rein. Geh durch. Was machst du? Was willst du? Was hast du? Ja, Ja, schau nur, Vers was du zwei, hast. hast du- Ja, das passt eh. Das ist eh die normale Strophen, die ich auch spiele. Vers 2 steht da. Es geht eher auf irische Richtung. Sagen wir mal so. Die Irren. Na, irre die nicht. Na geht schon, reiß mal an. Ich lasse mir vorspielen, dass ich mir ungefähr Ahnung habe vom Lied. Aber Sternhagel voll gefällt mir schon. Der Titel ist vielversprechend. Gell? Ja? Wenn am Abend die Tour, am Abend um 10 die Tour hält mich der Durst mit eiserner Hand. Wenn mich die Musik ins Wirtshaus zieht,
Durst ist schlimmer als Heimweh. Was kostet die Welt? Sternhagel voll, 2 Promille über Soll. Auf Schaukelschwung durchs Leben, auf Wolke 7 schweben. Sternhagel voll, heute nur morgen voll. Auf Schaukelschwung durchs Leben, was kann es Schöneres geben? Die 16er Bur lodern und sehen zu ihrer Bablatschen, es wurde uns recht gefreut mit Wein und Musik, das muss man schon sagen, lasst sie das Leben ganz gut ertragen. Das Wiener Lied wird zelebriert, der Klausi zupft, der Patrick zirpt, die Barbara kisst, die freuen sich ja, hat sie nicht die Achtel, ein Hoch auf die 2. Sternhagel voll, 2 Promille über Soll. Auf Schaukelschwung durchs Leben, auf Wolke 7 schweben. Sternhagel voll, heute nur morgen voll. Auf Schaukelschwung durchs Leben, was kann es Schönes geben? Jawohl! Jawohl! Aber die irische Musik ist immer schön. Weil man originaler Lied was Sternhagel voll. Das war großartig. Promille über Soll. Warum Der hast Text du ist gerade dazu jetzt einen Text über die 16er geschrieben? Na, komisch, gell? Ich weiß nicht wieso. Das ist sehr Aber auf leibend. sowas kommen. Was sehr leibend. Die musst du aber hinter die Text. Ich meine, da muss ich- Ja, die brauchen wir. Text. Na, aber leibend. Na, groß. Schau, aber ich meine, Die Leute sind von einem begeistert. Schaut ganz Jubel, gut aus. Weltklasse, sagt der Fritzl Startguss. Bravo, Alexander Küpferling. Christoph Acker sagt Jubel. Wie geil, sagt der Bernachus Motto. Da sagt die Achteln. Achteln, Wahnsinn. Geiler Jam-Session. Jawohl. Die Anpassnummer war vor, die Melodie von Langsam wächst man zusammen, gell? Nein, das war eine eigene Nein, Nummer. das ist eine eigene Nummer. Das ist was Eigenes für. Dirty Old Town auf Deutsch. Ja, so. Elisabeth Graf hat auch die Achtel und die Noten rein. Jawohl. Also, Ah, super, wenn es gefällt. ja, scheint. Also, ich glaube nicht, dass wir nur höflich waren, sondern Nein, also da, für das kommen zu viel. Also, Ja, nein, das gefällt. Das war, nein, hat mir auch gefallen. das war schön. Super. Super. Ich muss mir jetzt einmal einen Speck schneiden. Da Schneid einmal einen Speck. Schneid einmal einen Speck, Patrick. Was du es hast. Ist was. Der Liptau ist gar nicht schlecht, Patrick. Gar nicht schlecht. Aber gut. Da ist so Jetzt gut wie erwartet. Also, Leider habe ich keine Bremsen gekriegt. Ja, das ist natürlich. Bremsen, nicht? Das Aber merkt man. Das merkt man. wer ist der Bremsen? ein Bremsen, das ist ein dämischer Schafkass. Wie ist mir Ah, da? hab ich Ein noch nicht Frischkass, auch da. Okay. Aus dem Schaf gemacht. Ah, Schafkass. Oder Ziege, eigentlich aus der Ziege ursprünglich. Ja. Okay. Aber den kriegt man nicht so leicht. Ah, sehr gut. So, jetzt da. Was machen wir jetzt da? Text einfach genial. Elisabeth Graf. Fehlen nur die Löffel für Daniela. Also das war eigentlich eine Idee gewesen. Du mit der Löffel spielst. Glaubst du, das wollt's nicht? Daniela ist die Marketenderin. Wie gesagt, wir müssen nur schauen. Ich werde dann bei den Schnapsflaschen bringen, damit es dann entsprechend aussieht. Willst du Mein Schnaps eigener. schon? Willst du einen Schnaps? Immer. Na dein, ich krieg von dir immer so ein kleines Flaschel, das gibt, das kann ich nicht mit ein, gibt es einen selber daheim. Nein, noch nicht fertig. Der Heirat ist noch nicht fertig. Nein, der braucht noch. Dein ist noch nicht. Willst du einen Schnaps? Immer. Ich schon. Stampel Ja, ja, Stampel Bitte nehme ich mal. jetzt auch noch. Du Da auch? Speck, na ja, schon. Du hast ja schon mehr als 2 Achtel vom Sturm lasse ich raus, jetzt steckt dann auf Wein um jetzt. Nein, Sturm kann mehr als Schnaps, ne? Das geht schon. Ja, Ja, das ist in Ordnung. Deine Logik. Wir sind nicht höflich, wir sind ehrlich. Landtagsstürmer mag was ja wohl. Stärkt sich ein bisschen, sagt der Snoop Dogg ist der. Du, ich habe mich vorhin schon geschreckt, nicht, weil wie gesagt habe, die Wiki soll aufschauen.
Habe ich keinen Kommentar mehr gesehen. Aber jetzt habe ich gesehen, Mariehof ist noch aktiv. Also, die Wiki Ist ist noch immer nicht noch eingeladen. unterwegs. Du brauchst ja nur Zahnbogen. Ich meine, ja, so lange kannst du nicht aufbrauchen. Oder gehst du Gibt's Fuß? Bist du vergangen oder was? Ist ein Schnaps, was ich will. Ja, ein Schnaps. Bitte. Ja, Ui, da muss ich aufpassen, nicht, dass ich wieder. Nicht, dass ich über die Taste. genau, da muss er vorbeigehen. Nicht? Das, Ja, aber da, wo der Schnaps drinnen ist, ist das Licht jetzt. Na, vorher mit den Servietten, der Kollege hat es geschafft. Schau, ich hab die Servietten auch aufgesetzt. Challenge die zweite. Da glaubst Ja, du eh, nicht, wenn der Schnaps rein nicht auf. Aber was bringst du da an? Das ist nichts für dich. Das war scharf. Wieso, was willst denn du? Was den Likör? Na, sie ist eher auf Likörseite. Ich glaube, ich habe mehr Schnaps. Ich habe Schnaps, ich habe Schnaps. Nicht? Das ist einmal der Schnaps. Wir fangen mal mit Schnaps an. Ich schau gleich. Das ist der Schnaps da aus der Gegend, also aus der Gegend von einem Bauern von uns da unten. Okay. Der ist sehr brauchbar. Das ist ein Bier da. Ein Birnenbrand. Ich kenne ihn natürlich. Nein, klar. No, nein, nicht. Da sind eh Schätze unterwegs. Wenn so ein Bauer nur Schnaps brennen kann. Aber er hat ja einen anderen auch. Der ist mehr zum. Holunderblütenlikör aus der buckligen Welt. Das klingt gut. Das ist, schau dir gleich auf den Bauch, gar kein Stempel. Du willst gerade sagen, das ist erst Geht, mal die der Flaschen geht aus der her. Flaschen. Ich gesagt, der Rudolf Literflaschen- von Corbesso ist auch da spät, aber doch. Ja, die Servus. Ja, die Korbes ist auch bereits da. Bravo, Rudi! Warte, ich muss das erst aufkriegen. Ich mach das auch wieder, weil die Standel. Klassischer war Das es. ist das nächste Kastel. Da ist die Gedankenstoffe. Die haben wir's lustig. Alles verstellt, weil so viele Leute da sind. Ja, das hat halt nicht gewöhnt, gell? So viele Leute, 2 Leute. 2 Leute. 2 Leute zusätzlich, ja, was ist das Doppelte? Das ist das Doppelte, Sagen, ja, das ist genau. einfach das Doppelte. Irgendwo war Feil am Tisch, gell, vorher. Ja, okay, ja, na, da, lauter Fällen. Der andere. Ja, gib's der Gib's der Daniela. Frau. Lass der Die Daniela kennen machen. das immer. Lass der Daniela machen. Meine Mutter auch. Das ist. Freunde, es ist ja so, normalerweise, das ist immer so fangen wir gute Geschichten an, normal trinkt man keinen Schnaps. Aber, Nein. halt schon, nicht? Das zum ist Feiern immer des so, Tages, das kannst du immer sagen, trinken wir nur, wenn wir Gäste haben. So, Aber da müssen wir gerne noch einen Speckgroschen rein. Ein bisschen mit dem Schuh. illegaler Selbstgebrannt. Nein, Christoph Radau ist nicht illegal, glaube ich, aber selbstgebrannt. Es ist zumindest ein Etikett drauf, das spricht einmal für legal. Ja, nein, der ist legal, der ist legal. Die machen guten Schnaps, weil wir haben ja da so Obstwiesen, ne? Und wie gesagt, der Honig übrigens, den Honig, was ich da habe, der ist wirklich also von mir, das ist von meine, also unter anderem von meinen Blumen. Weil die stehen auch bei dem Bauern da drüben, wo der Schnaps her ist, dort stehen auch die Bienenstöcke. Okay. Und das ist auch der eigene Honig sozusagen. Gut, Patrick, mach du wieder den Mundschenk. Mach wieder den Na, Mundschenk. selbstverständlich, ich bin Mund voll. Pass auf, Patrick. Genau. Hast du schon offen oder brauchst du einen Glasschneider, ein Hört sich Flex gut oder an. irgendwas? Das Das war die das erste Geräusch Flaschen, war die ich nicht super. aufbringe. Habt ihr das Geräusch gehört? Das Ja, war ja. wirklich genau. Perfekt. Das hat der Plopper. Mundscheiner. Jawohl. Mondscheiner, ja. Gibt es auch ihren Phoenix drin. Mondschein um Mondschein. Ausgezeichnet hast du das gemacht. Ausgezeichnet. Das ist ein großes Stamperl, da wo das meiste drinnen ist, das gebe ich natürlich dem Markus, ist ganz klar. Weil der hat jetzt was geleistet. Absolut, ja. Der hat jetzt was geleistet. Und ich hoffe, der schmeckt ja der Likör. Kann man noch mal den hier ab. Ich weiß es nicht. Likör kann man normal nie was falsch machen. Ich verstehe. Holen. Nun denn, meine Herrschaften, jetzt können wir Sehr zusammenstechen. zum Wohle. Jetzt ist ja kein Sturm. Prost. Prost. Also schön, dass ihr dabei seid. Ich glaube, Das ist noch muss was man das sehr eigentlich. gefällig. Das ist gut eingeschenkt, haben wir. Das schauen wir uns Auf euch auch zum Wohle. Legal, illegal, scheißegal. Franz Brandwein auf den Punkt. Ist der Mittags schon ausgetrunken? Nein, das schafft keiner. Den mag keiner. Das ist Snoop Dogg Dogg ist ein alter, ohne Schmäh, der Doppler schaut aus wie ein 20 Liter Bottle. Nein, das ist nur der, Das ist Perspektive, nennt man das. genau. Der Jawohl. Schnaps ist wirklich gut. Ist gut, gell? Das ist aber ein So Likör, fruchtig. Wahnsinn. Ist ein Birnenschnaps da und das sind Stark. alles da die Birnen. Richtig stark. Du hast das Geht dann, nix. War über stark. die Birnen, was ich drüber fahre, weiß ich mein Auto, das, also die nicht mehr, sondern die von die Baum halt. So, Patrick, was haben wir noch offen? Wir haben einige Lieder offen. Ja, ich weiß, einige. Du pass auf, wir machen jetzt ein Medley, was mir einfällt, ist mir wurscht.
Ich mache ein Medley und du machst die entspannt, weil du hast schon noch was im Rap. Nein, klar, ist der ganze Mappen mit da wieder noch was drin Ja, sein. schauen wir mal, vielleicht bringen wir noch was zusammen miteinander. Auf jeden schauen Fall. wir. Nein, das haben wir schon gesagt. Ja, unbedingt. Prost, Mahlzeit, alle beieinander. Jawohl, ist jetzt ein Wahnsinn. Leider ist jetzt ein Wahnsinn. Und ja, wir fangen an, pass auf. Ach Gott, nein. Moment, Läusl. Ich glaube, der Landesstrom hat schon ein Läusl. Oder war irgendwas, was wir vergessen haben? Ja, den Rüschengriller war noch, die Heidelfrau war noch. Wir fangen mit der Heißelfrau an. Den Mund voll. Ja. Du singst das ja nicht. Ein Refrain schon. Ja, bis dorthin schon wieder Eine Hunger. Quetschentaschen? Gar nicht auf die Deckelschrotmühle umstellen. Nur so Ja, wenn ich euch nicht Einwurf. tun wir es auf der anderen. Was Wie ist jetzt schafft, wie Ach so, schafft ja. ihr das sonst ohne uns? Also, Ja. Du siehst ja, Ganz auch beide, weißt du? wir sind aufgeschmissen. Wir leben im Prinzip nur vom Wohlwollen unserer Fans. Das ist eigentlich das für uns Wichtigste. Weil sonst natürlich ein Untergang. So, ja, ich bin bereit. Ja. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort waren. Künstler und Hacker, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein. Ja, bei der Zinse hört man gerne. Schon geht. Mein Schatzel ist eine Heißelfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Mit Sing, oh mit Sing, aus Stadtlau. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof natürlich kommen. Duftende Hacke und Co. sie hat's gern. Fröhlich tut sie die Häsel putzen, weil wir sie ja schließlich benutzen. Dafür hat ihr was ins Kerbel rein. Ja, bei der Zinse geht man gerne. Auf geht's, die Hände in die Höhe. Das nimmst du nicht ernst, gell? Das ist mein Schatzel ist eine Heißelfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Mit Sing, aus Stadtlau. Am Friedhof in Stadtlau, die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Mit Sing, aus Stadtlau. Jawohl, so schaut's aus. Dankeschön. Danke schön. Da muss ich die Lautstärken zurück. Wieso drehst du zurück? Ich mach schon wieder einen Weg. Matthias Mariacher, hoch die Hände, Montagsende. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, Da liegt ein ganz kleines Dörfli. mit kleinen Häusern darin und neben der Kirche ums Eck. Da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen nur da die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der rohen Zeit.
drum nimmt man mich fast immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hammer und für Glückling drin. In der Busche schaut der Schlammrande von Wien. Aber geht's noch? Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hammer und für Glückling drin. In der Busche schaut der Schlammrande von Wien. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich und Musikanten spielen dort an. Die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Danke vielmals. Dankeschön, dass ich die Ohren von Danke. Die Tinten auf Papier, der Christoph Acker. Auch wenn es jetzt nicht ganz so passt. Ja, dann machen wir. Nächste Woche hoffentlich. Was ist da? Landtagsstürmer, was ist nächste Woche? Was ist nächste Woche? Nein, nicht von unserer Taschler. Ach so, Ja. ah ja, da kommst du ja auf Wehren, glaube ich. So eine leibende Nummer, ganz meins, Markus Prestonik. Danke dafür. Danke, Markus. Ja. Die Achtel, ja. Pass auf, dann trinken wir einen Schluck, dann machen wir noch die blaue Tinten. Liebeslied. Bring es jetzt an. Auch schon wieder länger nicht gespielt. Das ärgert mich direkt. Dann vergesse ich die Nummer nicht mehr. Wir fangen da an, du fängst da, glaube ich. Wenn ich kennt denn die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich fordert, auch recht tief, so schreiben die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief.
Darum schreibe ich dir heute ein Brief. So kommt dann, mein Lieb. So kommt dann, mein Lieb, zu mir. So kommt dann, mein Lieb, zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Schreibe ein Brief verloren. Wenn ich wisse, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief. So schreibst du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lied. So kommt dann dein Lied zu mir. So kommt dann dein Lied zu mir. Als blaue Tinten auf Papier. Auf Papier. Bis ich wegspiel. Ich danke euch vielmals. Danke. Da fahren Sie keine. Die Achteln. Ja, wunderbar. Jetzt seid ihr gut drauf. Muss man ehrlich Das sagen. macht ihr, oder? Du sagst, es ist der Marco Cinelli geschlafen. Das ist ja ein Wahnsinn. Das Morgen sind- früh mit Kollegen in Burgersdorf wandern. Was willst du in Burgersdorf wandern? In Burgersdorf kannst du am Wirten gehen. Du kannst die Hochramalm gehen. Das schaut mir an, wie Dings, ich hab dort gewohnt. Ja, aber du wolltest doch nicht wandern. Oh Was war... Gibt es in Gablitz, Burgersdorf gibt's viel Wanderwege. Irenental. Zur Mirli kann man hinwandern. Ja, die Wirten kommen, die Wirten. Ja, da musst du aber schon 2-3 Stunden gehen vorher, ne? Das ist Kannst du ja Wirtenrohrs machen. ja, Ja, eben. wandern gehen. Aber wir. schon- Irgendwann haben wir immer gesagt, Tour der Hütte. Und man kann fast an jedem Hitten kann man ehrlich gesagt auch mit dem Auto fahren. Das geht. Sogar auf Ja. die Hochramalm kann man mit Tour der dem Hütte, Ja. Mensch, das geht nur mit den Ski. Du, aber der Alexander Küpferling hat sich auch über die Häuser für gut Servus, hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Gute Nacht. Marco Cinelli eben, ja, also schlaf dich aus. Schlaf dich aus, damit du morgen beim Wandern durch Burgersdorf, also nicht durch Burgersdorf, das war meine Wanderstrecke, weißt du? So durch Burgersdorf. Einmal einkehren. Na, das ist das spielst du gleich Misches. Das spielst du gleich Misches. Da gibt's nichts. Einen Wiener kennt man gleich, wenn er Servus sagt. Franz Brandwein. Roy randaliert. Spiel für den Markus ein Glas mit einem Hängel. Grüße, ja. Will mir mehr Ein Glas Glas haben mit einem mit einem Stängel hätte. Genau, Patrick, sagt der Marco Cinelli. Also da gehen wir dorthin. Ah, okay. Scheinbar, ja. Du, na, wir werden das jetzt so machen. Der Patrick muss jetzt dann, wenn er ausgehabt hat, muss er Gibt es auch die Leopold Fiegel-Warte noch? Entschuldige, du dann zähl noch auf die Dazu musst du noch hingehen. hast du über einen Stempel geholt Nein, wozu? für die Schutzhitten. Was macht eigentlich Mut zur Farbe, Landtagsstromer? Ja, naja, das hat sich aufgehört quasi. Auf dem Habibi hat der Christopher da. Ja, Klaus, wir tragen heute unser fröhliches Schwarz, gell? Ja, Ja, Mut zur schön. Farbe. Ich falle heute ein wenig aus dem Rahmen. Du versuchst mal Rahmen. Ich habe mir das heute Die Hose ist blau heute. Das ist Ich habe
Seit der Brezen im Motorrad haben wir gedacht, jetzt ist nicht mehr gewandt, aber was dreckig werden kann. Ja, das wäre Wahnsinn. Was du da in Gatsch drauf siehst, auf dem Schwarz. Ja, aber da ist mir wurscht, weil schwarze Leibern habe ich nur, weißt du? Um das meine ich jetzt, ne? Müsst schon noch weiterspielen, das Beispiel ist noch nicht fertig. Nein, Florian, das wird eh noch weitergespielt. Oder müsst ihr es schon haben, oder was? Nein, gell? Du, nichts mehr Nein, vor. ja, nichts, gell? Es ist eh. Habt ihr Ausgang, nicht? Ich habe festgestellt, was ich schlafe, so, das ist heute eine Feier. Ja, die Also- feiern mit der Schwiegermutter, Ja, Geburtstag, Ja, und der 75er. Großmutter. Die haben mir gesagt, da ist keine Ruhe, da ist gescheiter, wir sind nicht dort. Also, Richtig. Na, die werden sich wundern, wenn sie jetzt heimkommt. Jawohl. Herr Doppler, Herr Doppler, Das aufs ist ein Dach. Steirer Klaus hat sehr wissend geblickt. Ja, die kennt mich schon. Ne? Vor mir mal. Das ist der Beste. Ich finde das noch immer ganz grandios. Wir haben schon ein dezentes Räuschel gemeinsam gehabt. Ja. Aber ich finde es wirklich super, dass der einzige wirkliche Sommelier, den wir haben in Botschenau, also eigentlich nicht der einzige wirkliche, sondern der einzige Sommelier, den wir in Botschenau haben, dass der mit Nachnamen Doppler heißt. Ich finde das einfach so passend. Zwar nur mit einem P, aber immer. Das ist ja wurscht, das ist wurscht. das ist einmal eine Ansage. Ja. Wenn die Schlögels heute nicht da wäre, Patrick doch ganz down von mir. Ja, genau. Ja, also pass auf, nein, und jetzt habe ich nämlich eine Idee gehabt, bevor wir im Habib, also wir müssen uns dann wieder. Ja, Mutzerfer, darf ich den Büdel noch mal sagen? Was der, Selbstverständlich. pass auf, weil das habe ich ja da, das muss ich noch haben. Die Daniela Schlögel. Oh, wer, wo finde ich Ja, das? also, was man aber für Beschäftigungsfelder hat, wenn man keine Kinder hat. Ja. Braucht man? Das war Leiber. Das ist. Ah, das hast du mit der Ding gemacht, weil das hängt neben dran. Ja, pass auf, Nein, das ist jetzt haben wir noch. mit der Elfe gemacht, das Bild. Das ist jetzt Aber ich noch. hänge gerade in Traun in einer Ausstellung, also nicht Ja. für ich, sondern für andere auch. Gestern eröffnet worden, glaube ich, ne? Vorige Woche am Mittwoch Letzte Woche. war Vernissage-Eröffnung bis 17. Oktober, also wenn wir nach Oberösterreich fahren will, nach Traun, kann man sich die anschauen. Von, ich glaube, 42 Bilder bin ich auf 10 nicht um. Ja, du bist Aber ja sonst bin ich überall auf die Gruppenbilder, also die Ausstellung heißt 10 plus, das heißt 10 Personen oder Also mehr sind an einem Ort und mit einem gewissen Thema und der Fotograf hat halt dann Fotos dann quasi gemacht davon, also wirklich querbeet von den Themen her, also Anfang super. von Schneewittchen mit der bösen Schwiegermutter da drüben zum Das ist Beispiel. genial. Das ist genial. Großartig. Die Freude gehabt, ein paar von diesen Bildern Ja. anschauen zu dürfen. Und eins war wirklich mein absolutes Highlight. Was hast du? Du warst Ich war auf dem Schneewittchen, Du- warst du das 17-Jährige? Ja, genau. Ja, ich Du war warst das betrunkene Schneewittchen Schneewittchen im in der Sorg? Badewanne, im Sorg, Ja. wo die Zwerge meinen Puls Ja. fühlen, ob ich noch da bin. Genau. Aber mein absolutes Highlight war natürlich der Markus als Schwiegermutter. Schwiegermutter. Als beste Schwiegermutter. Das war für mich ein absolutes Highlight. Ich habe mir gedacht, das ist ein Wahnsinn, wie erotisch eine Frau mit Bart ausschauen kann. Zwei Dirndl, das aber aus. In dein Dirndl, das Ganze. Dirndl. Also absolut leibend. Da- Und ja, na jetzt sage ich das eine her, das ist noch aus dieser Serie Mut zur Farbe. Und zwar da, schau her, da haben wir es eine. Jawohl. Aus der berühmten Jawohl. Stadtkuss-Trophy. Aus der berühmten Stadtkuss-Trophy, da das es rauszubringen. Mut zur Farbe, und schaut sich da. Die Daniela da geschossen von der Elfriede Böttgen. Und ja, eine Welt, oder? Eine Welt und live angezogen natürlich, weil wir sind ja eine Kindersendung. Das ist mir neu. Ja, das ist klar, die ist das nicht, das ist mir schon klar. Seit wann ist der Kasperl für Kinder? Ja. Ich habe mich vor nichts so gefürchtet beim Kasperl. Kasperl, ich hab das wirklich. Ich habe immer Angst gehabt. Nicht vor dem Kasperl, sondern. Vom Tintifax. Ja, vom Tintifax. Nein. Furchtbar. Und ich, wenn du schnell angefasst hast, wenn du gewusst hast, das kommt Ich muss nicht, so, sieht kommt Gott nicht, der wenn Kind. ich Angst gemacht. Und der depperte Kasperl dreht sich nicht einmal um, alle Blättler. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Und alle Kinder schon komplett, schon die Kabel rausgekommen. Hinter dir, Kasperl! Hinter dir, Kasperl! Kasperl! Das Nein, das Bei war meinem nicht fertig. Lieblings- ein Trauma, Das Krokodil. ein Trauma. Das Krokodil Ja. war ja, das war mein Liebling. Buffet. Ja, Der Dagobert. der hat mir taugt. Der hat mir taugt. Da habe ich ja immer geglaubt, dass das eigentlich so ein Dinosaurier oder was ist. Habe ich nie gecheckt, dass das ein Also nie Krokodil das war. Krokodil Ich habe angesehen. immer geglaubt, das war so ein Drache. Ein Drache eigentlich. Drache eigentlich. Ja. Ja. Hat aber auch so ausgeschaut. Also schaut noch immer, den gibt es ja nach wie vor ein Dagobert. Ja. Ne? Ja, nein, das ist ja das ist ein Wahnsinn. Aber der Kasperl war immer furchtbar. Arminia Rotstein, großartige Ideen gehabt. Du, wie sind wir jetzt auf das gekommen? Wie sind wir jetzt auf den Kasperl gekommen? Von wegen Kasperl, ja. Wir sind von der Stadtkuss-Trophy. Der Stadtgustav, ja, aber wie sind wir aufs.
Na, du hast irgendwas gesagt. Na, du hast gesagt, der Kasperl ist ja auch nicht für. Ich hab Genau, du hast gesagt Kindersendung. Ah, ja, genau. Nein, ich hab Und ich hab gesagt, seit wann? Ich hab was Seriöses gesagt und ich hab's dann quasi den Ja, genau. Blödsinn Also, wir sind eingebaut. Pass auf, Pate greift zur Dinkelschrotmühle. Gut zu. Ein Befehl hat, Durch einen zu. Befehlston. Ja, sicher. Nein, jetzt geht's auch. Und jetzt da, Markus greift zur Gitarre. gut. Du musst jetzt den Patrick begleiten, weil ich. Wo sind wir denn? Da. Weil ich spiele Da. gelaufen. Aber pass auf, da setzen wir auf die Kredenz. Meine roten Socken weg. Weil wir eine war vorher ein Stück. BA, Ja, ja. BAGD. Ja, spiel einfach. Ja, einfach ist super. Warte Also mal. D-A7, also ist denn das auf Sept oder halt? Kommt da nicht zu, jetzt habe ich einen Krampf im Fuß, während ich mit der Viere beig. Es sind 2 Bladeln, naja, ist ja wurscht. Ui. Nein, das ist ein Schinken. Meine Großmutter gesagt hat. Da haben wir noch Servietten. Tut das bei den Löffeln nur gut, wenn du ein bisschen geschmierte Hände hast, das passt schon. Athletischer Aufstieg. So, Du Ja, warst zum aber schon. Zirkus. Vom Kasper zum Zirkus. das ist seit der Du warst schon, ein Aufstieg endet mäßig, heute stehst du botschert auf der Leiter. Schmerzpulver machen so viel möglich. So, ich bin im Anschlag. Immer Gas. Jawohl! 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 Jetzt haben wir schon wirklich eine Session gegeneinander. Jetzt tut er wirklich alles. Jetzt habe ich alles aufgeweckt. Aber. Mit der Lumpe gleich da stehe ich wieder. Wa? Das ist eh mein neuer Freund, Das Spoonman. Was hast du? der Lumpi. Sophie. Sind wir schon sehr Ja, herzlich ist begrüßt der Lumpi worden. da oder was? Nein, aber sie wird gleich kommen. Der Lumpi, der Nachbarhund ist das. Der Nachbar und der. Geh, Patrick, du hast so Ein gut Wasser! sein. Ja, gib mir mal Wasser. Gib mir Mal, Wasser. Wasser. Spoonman, sagt der Bernachus Motto. Jetzt damit auf den 20 Liter. Ja, also die, Danke dir. tatsächlich scheint die Perspektive irgendwie. Aber ich bin wirklich, ich verschwinde da hinten ein bisschen im Winkel. Ich komme mir fast so vor wie so das Mäuschen im Hintergrund. Das Mäuschen. Und das ist ja wirklich mein ganzes Leben. Das stille kleine Mäuschen im Hintergrund. Nein, still nicht, aber Na, hören tut man nicht. Verdeckt hinterm Doppler. Ich kann ihn nicht woanders hinstellen. Es ist So, Freunde, passt auf, jetzt muss ich mal eins machen. Weil jetzt müssen wir ernst werden. Warte, da muss ich das da dran, jetzt muss ich da Moment, weil, was ich jetzt einblende, ist eine ernsthafte Geschichte. Der virtuelle Hut. Ja, das muss man besprechen. Der virtuelle Hut, das hätte ich vielleicht machen sollen, wie noch fast 70 Leute da waren. Und nicht, und nicht jetzt, wo nur mehr 45 zuschauen. Aber ist ja wurscht. Es macht ich sehe nichts. mir untergegangen. Es hat gezeigt, das ist, Ja, das ist uns aber auch nicht aufgefallen. Also, ja, das ist aber ja. ja. Ist ja nicht so. Aber hat es eine, was im virtuellen Hut.
Habe ich schön gesagt jetzt, ne? Wunderbar hat er das gesagt. Schön. Was eine? Es ist ja so, wer sagt, für die Musik ist leibend, wir können garantieren, die Schlögels kriegen nichts davon. Wir haben ja die Bewirtung Ja, dafür. ja, Und ja, die Einladung, das ist nein. Ehre genug. Ja, und es war ja so, das Täubchen Gru, Franz M. Das kriegst du zurück. Das kriegst du zurück. Sein Insider-Schmäh, das kriegst du zurück. Nein, aber seid so gut, haut es ein in den virtuellen Hut. Entweder per PayPal oder per Überweisung oder per Superchat. Aber ja, wie gesagt, für die Musik. Stellt euch vor, wir gehen durch, wie beim Heirik oder irgendwo, oder wie auf der Skihütte, wenn wir heute schon ein paar Mal davon geredet haben, und sammeln an. Ja, wir sind der harte Kern, sagt der Snoop Dogg Doggy Style. Das ist ja leibend. Also, wenn 50 Leute der harte Kern sind, ist super. Ist gut, ja. Aber, ich sag so leben. Du musst schon aber hin, weil du auf Tour schaust. Oder hast du Ich sag nicht, wir sind schon 2,5 Stunden unterwegs. Das ist schon fleißig. Ja, Das passt schon. jetzt haben wir warm gespielt. Aber die Zeit vergeht wie im Flug. Das ist einfach unglaublich. Du. Aber wohin muss ich auch? Du hast leider recht. Das ist eine gute Idee. Das kannst du jederzeit. Ihr könnt jederzeit, weißt du, wir sind Open House. Was, 69 Zuschauer? Sagt der Franz War aber M. schon. Nein. Aktuell, sagt der Franz M. Aktuell 69. 40. Ich habe jetzt auch 49. Jetzt 41 da, ja. Franz M., wie kommst du auf 69? Oder bist du so hinten noch? bist du noch beim zweiten Lied? Oder ist es schon weiter? Der Christoph Ackermann hat mit dem Zonko war das ein super Quartett. Ja. Zankos Kapelle reloaded, ja. Das war aber schon davor. Dann so keine Lied. Aber es ging nicht so aus. Ja. Aber es ging nicht so aus. Mit dem Objektiv. Die ganze Scheiße. Sieht das schon wieder so heißt. Der Zank war da dazu blasen. Das war ja Das war was. So, den virtuellen Hut würde ich wieder ausblenden. Ihr wisst Bescheid, es war uns wirklich ein Bedürfnis, wenn es was reinhaut in den virtuellen Hut. Danke dafür, gell? Bitteschön. Ich danke dir schön. Markus hat sein Stehziel erreicht, sagt der Christoph. Herzlichen Dank. Ja, der andere Der wollte Nela, nicht. darf ich Ach, reinschenken? sowas gibt es bei mir gar nicht. Musst dann, also du nimmst eh selber, gell? Dein Likör. Ja, ja. So, Nee, du. jetzt machen wir was gemeinsam. Wir haben gesagt, wir machen ein Lied gemeinsam. Und natürlich haben wir das ganz großartig vorbereitet, gedanklich. Und sind dann tatsächlich eigentlich 5 Minuten vor Spiel, vor Pavlatschenbeginn, haben wir dann so, oder hat der Markus eingeworfen, den Gedanken, ob wir diese Idee, was wir da ausbaldobert haben, vielleicht nicht da einmal kurz durchprobieren sollten. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir angefeiert, warum man das 5 Minuten vor Beginn sagt und nicht schon vorher. Und er hat gesagt, ihr wart gar nicht auf die Idee gekommen. Und ich gesagt, ja, das stimmt schon. Ja. Aber das machen wir. Und ich würde sagen, warte, jetzt muss ich da schauen, was da steht. Was? Ja, jeder sich der andere zahlen. Jeder sich dann. Friedler Status. Es gab noch keine Werbung für mich. Was? Sind alle die Nummer 1. Also zum Raphael. Okay, ja, irgendwas. Auf jeden Fall. Ist es sogar heute schon Grundschulen, glaube ich. Das Lied. Wirklich? Was denn? Was redst du? Weit's mir ein, dann bin ich dabei. Den gibt es nichts mehr zum Trinken. Jetzt ja wohl, ich hab keine Ahnung, was es redst. Zum Schuss von der Mama. Ah, Schaust du okay, jetzt bin ich bei. Aber Das gefällt mir. Das ist- Das ist wieder ein Hit. Aber wir müssen auf den Party warten. Da steht mit der achso, da Busch hätten schon wir da. es sogar Da was steht gerade ausgemacht, hinten wer ein- was singt. Ein Gebüsch, ja. Also, zweite Strophe, okay. Vorsicht, Teppich. Weh. Jetzt haben wir noch geredet davon. Du eröffnest den Reim. Warte, tu dir nicht Steht auf. weh. Warte, tu dir nicht weh. Uns Tu hat dir er nicht gar weh. noch gewarnt davon. Tu dir nicht Bei weh. dir glaube ich, hat er das übersehen. Das war ja wirklich ein Untergang. Jetzt haben wir ja ein hartes Trio. Daniela, wir haben gesagt, du machst nichts, weil du gesagt hast, du magst nichts. Na, glaub, Und weil es dein Lieblingslied ist. Erstens ist es eigentlich mein Lieblingslied, aber mitsingen tue ich nicht, weil das will keiner hören. Es klingt so nach
Katzen töten. Also, das lasse ich den Profis. Du, wir sind am Land, das ist da. Aber du hast gesagt, dieses Lied war für dich nicht unwesentlich, ne? Das ist für dich ein wichtiges. Oder? Ja, es ist für mich ein ganz ein wichtiges Lied, weil es mich selber sehr an meine Mutter auch erinnert und auch an die Schwiegermutter, mit der ich nach dem Tod von meiner Mutter eine sehr enge Beziehung gehabt habe, die leider auch schon verstorben ist. Das ist jetzt leider sehr schnell hintereinander alles gegangen. Und ich glaube, ich habe sicher 10 Mal hintereinander gebraucht, dass ich es mir anhören habe können, ohne dass ich Rosenbär dabei. Beim ersten Mal Also hast du aber gesagt, du hast Zwiebel geschnitten. Nein, habe ich nicht. Ah, du hast nicht Zwiebel geschnitten? Das habe ich extra betont, bevor da irgendwelche Dings aufkommen. Ja. Aber das ist ja schön, weil ja Musik auch Emotionen wecken soll. Ne? Ja, das ist bei mir eigentlich der Hauptgrund, das, was für mich Musik ausmacht. Ich kann das nicht, Noten oder irgendwas, oder irgendwelche Takte oder irgendwas. Das ist, ich höre ein Lied und das muss in mir was auslösen. Und das ist wurscht, was das dann für Genre ist. Aber das ist was, das drückt irgendeinen Knopf im Hirn, weil es einfach genau das ausspricht, was halt das über eine Mutter einfach aussagt. Das ist fein. Darum werden wir es jetzt machen. In Gemeinschaft sozusagen. Auf dem Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Rahmen und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wand. Oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was du weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Radl. Ob eingeschossene Scheiben oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was du weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als keiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Möcht man das auch gern tun, man kommt zur Mamas Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche sagen auch noch so schwer,
durch. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, und man das keiner so gesehen. Am Schoß von der Mama, aber mit Refrain. Auf der Schoß von der Mama, wir wollen es wieder gut. Es gibt nichts mehr, was darin tut. Auf der Schoß von der Mama bist du morgen und beschützt, aber es keiner so gesehen. Am Schoß von der Mama. Jawohl, jawohl. Na bitte. Jawohl! Zu dritt bekommt das noch mehr Kraft, sagt der Markus Absolut Pristoni. Gänsehaut. Absolut. Absolut. Ja. Schaut da was an. Es- Christopher es da. haben- Was wieder beweist, Musik hat keine Schranken. Na, Ja, ist ein Ensemble, sagt die Maggie. Na geil. Sehr leibend, wunderschön. Angelika Henrich. Danke vielmals. danke dir. Fantastisch. Urleibend. Naja, es kommen lauter Superlative. Nicht so schlecht. Es ist nicht so, Hauptsache es hat gefallen. Das Ja. gefällt. Ja. Super. Super. ja. Also absolut leibend. Dankeschön. Also hast du ganz leibend gemacht und ich muss sagen, du hast super, das, danke. du hast das heute einmal kurz angespielt vorher. Und du hast mir gedacht, das war leibend, wenn ein Lied, was man selber geschrieben hat, ein anderer spielt. Ich finde das, ich mein, das, Ich finde das immer leibend. ja, ich höre so oft nicht. Ja, wenn man sonst nie was hört. Ja. Ja. Ich meine, es spielen einige, aber Ja. ich höre es Aber man hört sonst nicht. Wo Ja. soll ich es denn hören? Ne? Also mir spielt es keiner vor. Nein, mir auch nicht. Erst kennst du das und Erst spielen wir kennst mal. du das. Ja. Aber das war echt leibend. Und ich glaube, das ist gut angekommen. Ist gut angekommen. Klausiastisch. Hubert Aristoteles Jawohl. Appeldinger. Oberhammer, René Lemp. Christoph Acker, Jubel. Ja, Wahnsinn. Ja, ist das leibend. Danke vielmals. Ja, da haben wir uns einen Schluck verdient. Danke, danke, danke. Da haben wir uns jetzt einen Schluck verdient. Ja, klar. Mahlzeit, Mahlzeit. Mahlzeit, das muss ich wirklich sagen. Das muss ich wirklich sagen. Und der Raphael Edmer hat die Wasser, Hochland. Wasser noch mitgeben. Heuerwasser. Patrick, Heuerwasser. Weil ein Wasser, weißt du, das ist ja gesund. Wasser soll man trinken auch. Meinen letzten wirklichen Kontakt mit Wasser habe ich gehabt bei der Brezel mit dem Motorrad, wo ich im Bach drin gestanden bin. Aber jetzt weiß man, dass meine Motorradstiefel wasserdicht sind. Das muss man auch sagen. Passt auch. Aber nicht erdig. Härtetest. Ja, erddicht nicht. Aber na, das sind, ja, das war gut. Wolfgang Kudin hat eine. War echt schön. Ja, Wahnsinn. Wenn ich mal keine Haare mehr habe, fange ich auch zur Musik spielen an. Christoph Acker. Ja, Christoph, das machen wir das nächste Mal, wenn du kommst. Schermaschine ist ja daheim. Ja, genau. Das machen wir gleich. Das können wir machen. Christoph, die müssen da nicht ausgehen, da kann man nachhelfen. Das geht auch mit langen Haaren, kann man Musik machen. Ja, ja, ich kann mich noch erinnern. Schaut vielleicht so aus, ist aber kein Muss. Das ist kein Muss. Du, pass auf, wir machen jetzt noch was. Jetzt machen wir noch, weil wir die da heute sitzen, können wir natürlich ein bisschen mehr Ausflüge machen in den Austropop. Und da hätte ich vorgeschlagen, machen wir, wenn wir da heute geredet haben davon, was der vom spanischen Lied, weil ich gesagt habe, das spanische Lied nicht so still, nur klar, Haus auf der Harmonika drauf, das ist gescheit. Du hast gerade auf den Wein auch, gell? Oder so. Ja, im Kühlschrank. Ja, für meinen. Ja, wo Danke. wieder leben. Nicht? Dann dreht die noch Schau noch kurz im aus, Ofen. bevor es Spanisch wird. Und schau nach wegen Ja, einem gleich Holz. mit. Dann willst du ja mal da sitzen. Was willst du jetzt machen? Was willst du machen? Ich gehe Du auch willst aus. austreten. Geht's alle? Jetzt Ja. noch? Jetzt schleicht dich. Ja, sicher. Klaus, Klaus, du halt du die machst das schon. Du halt die Leute, genau. Halt die Leute. Ja, so, da heute Leute, schaut aber am Ofen. So schauen sind alle Wecker. Ich kann euch einen Witz erzählen, was ihr wollt. Oder, wurscht. Ich sag ganz allein, das ist ein Wahnsinn. Alle verschwinden in alle Richtungen, lassen mich allein sitzen. Der am weitesten hinten sitzt, dem keiner sieht. Ja, ich bin ja schon wieder bei Ja, dir. Gott sei Dank, auf die Ja, habe ich gewartet. nur ein Scheidel holt, ich wollte mir eigentlich einen Wein holen, ich bin schon wieder weg. Ja, eben, du musst da bitte rein. Aber holst du es noch gegen Wahlleiber? Ja. Was darf ich noch aufmachen für einen? Ja, was du willst. Nach der Motorrutger kannst du alles machen, sagt der Landtagsstromer. Vollkommen richtig. Die Motorrutger steht auch nächstes Jahr sicherlich Marwehof. Die Wiki von Marwehof wird das organisieren.
weiß er nicht, aber jetzt weiß er es. Und wieder recht eine leibende Geschichte. Und entre nous, also ruhig so 30, 40 Leute, wenn wir das beschränken und machen quasi den Anstoß und machen so ein kleines Wienerlied Biker-Festival. Ja. Ein Biker-Wienerlied-Festival. Das ist ja mal im Entstehen. Und das ist aber schon weit vorgegriffen, das wird sein, ich glaube im Juli nächstes Jahr. Oder August? Juni? Nein, Juni, ja irgendwo. Dann wird es sein. Klaus allein zu Hause, frisch verstanden. Es wird passieren, ja. Übrigens trinke ich jetzt einen Wein vom Zirnsack wieder. Auch aus dem Weinviertel. Bio-Weingut Zirnsack. Ein Riesling. Bravo. Habe ich einen guten. Ja. Klaus, hast du das Holz drinnen? Ja, habe ich erinnert. Habe ich eingerammt. Was in der Motorrutger passiert, bleibt in der Motorrutger. Das stimmt. Der Hubert Aristoteles Rappelding hat eine super Idee. Wäre ja interessant, wie lange die Leute live bleiben, wenn du jetzt auch gehst. Ja, das stimmt. Das hätte ich probieren müssen. Ich will bald gehen, weil ich muss mir da wieder ein Schmier auf. Weißt du, ich war heute in der Apotheke. Hirudin. Ja, wie heißt das dort? Das steht, ja. Ich hab schon gesehen, ja. So ein Käse, das haben wir da auf. Ja. Und das hilft ein bisschen. So. Aber es ist eigentlich Also ich bin jetzt Am meisten hilft das Bakemet, glaube ich. Der rutscht da. Der rutscht da? Ja, Vorsicht! Ja, weißt du, warum? weil da Weil haben wir heute, nämlich alle so. weil ich heute Besuch kriege, habe ich mir gedacht, ich tue nicht nur sagen, ich tue aufwaschen auch. Und das habe ich davor. Jetzt ist alles rutschig, jetzt ist alles glatt. Vorher habe ich so einen natürlichen Grip gehabt. Und dass er in Zukunft nicht so viel aufwaschen muss, hat er sich gleich einen Teppich hergelegt. Ne? Das ist intelligent. Ja, sicher. Warum glaubst du, haben wir im Wohnzimmer Du weißt, Tag ist dann wieso? Ich sterbe gerade 1000 Tode, aber das lenkt mich so schön ab. Wieso? Was ist? Yes. Der hat eine massive Sommergrippe. Also ja, du hast das vorher geschrieben. Aber Ja, pass auf, Leil, bitte, haut's eine für den Snoop Dogg Doggy Style, eine Orgie an roten Achteln. Rote Achteln ohne Ende, dass der Snoop Dogg Doggy Style unter der Bettdecken mit Thermofor, mit Tee oder ich weiß nicht, was du noch alles drunter hast und Luft kriegst und was, dass du schnell wieder gesund wirst. Ja, Haut's eine da heb bitte. ich doch mein Glas. Prost! Mahlzeit, ja. Ja, du, na klar, nicht, der alte Tschecher, der ist natürlich. Der fängt da nichts an mit Sießen, ne? Schon, aber mit der vielen Gern, die da drinnen ist. Du, Raphael Illmer, ich habe noch nicht nachgeschaut. Du hast ja überwiesen, glaube ich, ne? Weil er fragt, ob wir das Geld gekriegt haben. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Ich gebe zu, ich habe noch nicht nachgeschaut. Aber schau nicht. Aber ich will schon hingehauen haben. Landtagsstürmer Markus schreibt schon, weil ja der Matthias Mariacher gefragt hat, wann wird es was mit der Motorrutger? 19. Juni 2022. Juni, ja genau. 19. Juni, ja. Es ist das Wochenende, wir wissen es nicht, ob wir es wirklich auf diesen einen Tag machen oder ob wir es quasi so ein bisschen übers Wochenende oder ob wir noch schauen, wie wir das, oder mit einer Ausfahrt oder irgendwas. Das überlegen wir noch, aber der Termin grundsätzlich steht, das ist das Wochenende 19. Juni, ist jetzt auch dabei, ne? Selbstverständlich. 19. Juni, Wir müssen das auf jeden Wollt ihr es Fall. da aufspielen auch? der Fall. Um das geht's ja. Und ich meine, es ist eigentlich jetzt schon quasi, kann man schon sagen, ist eigentlich fix. Ich weiß auch, wer sonst noch ein bisschen Was, na, Naja, na, mir, da wird es interessant auf der Montag mit der Ja, Gitarre. ein Vogel geht's Na, mit na, der Gitarre. na, der Punkt, na, Gitarre können wir nicht checken. Aber was ist jetzt so, wir spielen und wir spielen ein bisschen was halt nicht und kriegen natürlich eine Gage. Wissen wir noch nicht von wem, aber wenn man das müssen wir Vielleicht ausmachen. jetzt doch ein Engagement. Ja. Und du spielst, weil es dir ja so viel Spaß macht. Das hören wir immer, gell? Ich macht das jetzt Spaß. Weißt du, wie oft wir das schon gehört haben? Gerade in der Anfangszeit. Gell? Geh, jetzt Das wisst ihr aber nicht, was das für Genuss ist, wenn man es wirklich noch viel Spaß macht. Wenn man nicht leben muss Ja. davon. Oh ja, das kann mich erinnern. Da, Das habe ich schon vergessen. das hat schon was. Wir Das machen macht Ja, aber jetzt auch Spaß. Oh, nein. Weil sonst Ja, kennt ja, ihr den sicher. Beruf nicht, ihr kennt das nicht machen. Spaß macht sicher. Nein, aber es stimmt schon, es gibt natürlich Phasen, vor allem wenn du viel spielst, also wenn du jetzt viel Ja. Konzerte hast oder so, dass natürlich daheim, da schaust du kein Instrument an. Also das interessiert mich Nüsse, zahlst dann zum Instrument zu greifen. Und manchmal habe ich das dann schon, so wie mit einer Austerpuppe oder was weiß ich was dann daheim, die hieß jetzt nimmst du die Gitarre wahrscheinlich oft nur, weil man denkt, gut, dieser Spinnweben drauf, die putze ich ab, jetzt habe ich die Gitarre schon in der Hand, dann spielst du gleich ein bisschen drauf und zack, schon so 2 Stunden um, weil ich einfach halt das ist ein Herz habe. Absolut, ja.
Aber das ist... Das geht aber mit dem Boss, so mit es dem hängt, Boss. hängt, ja, es Wenn du ist... das aufnimmst, dann sind 2-3 Stunden und denkst, na, es geht eigentlich eh noch. Wenn nach den 2 Stunden tut mir so die Hände weh, aber Oh, das ist immer auch. Musik ist die Zeitmaschine. Also das ist unglaublich. Absolut. Musik und Motorradfahren. Ja, Motorradfahren auch, ja. Das ist auch. Wie gesagt, jetzt bin ich ein bisschen eingeschränkt geistig, aber... Nein, das geht schon wieder. Ja, ich glaube auch. Aber jetzt, morgen fahren wir spielen. Morgen haben wir ein Engagement. weißt du, mit dem Motorrad morgen oder? Nein, ich muss in die Werkstatt, ich muss das ausschauen lassen. Das war ja... Es fällt ja da irgendwas. Der Bremshöben gehört ausbauen. Der Bremse geht um. Das machen wir morgen. Das machen wir morgen. Nein, Dann Holzpark, glaube ich nicht. dann Ding. Ja. Nein, am Mittwoch vor die Werkstatt wird das klären, wie das ist und so weiter und so fort. Und dann bin ich wieder. Ja, da baue ich neue Raffen, nicht? Weil irgendwie. Die liegen mir nicht mehr. Und ob das an die Raffen liegt, das Ja, war ja. Asphalt dort. Nein, es Die sind schon die Raffen. Raffen auch. Ist dir nichts gefallen mit denen noch? 10.000 Kilometer, ja. 1000 Kilometer, der Reifen. Der Normal ist- tausche es noch 6. Vielleicht auch nicht das falsch mitgerechnet. Naja, der war schon. Naja, solange die Reifen noch Das schaut- Profil haben, ist es aber schwierig. Christoph und ich haben ein Doppelzimmer. Landesstromer, ganz große Freude. Pass auf, der Straßenmobil, ich reserviere mich schon ein Platzl. Ja, Straßenmobil, pass auf, wie machen wir das? Eieiei. Marvihof, schaust du noch zu? Geht Ich das glaube nicht? jetzt nicht mehr. Warte. Geht das nicht Straßenmobil irgendwie? Aber geistig halt man, wir müssen uns das merken. Straßenmobil ist schon gespeichert bei mir. Wirklich? Ja. Der Flur dann, ich tät schon auch spielen bei der Motorrutger. Ja, dann na, also Ein das ist ja was super. All-Star-Konzert. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Flur dann, ja, ich gar danke nicht, dafür oder? alles. Na, das war aber schon leibend. Sicher. Ja, du, wir haben, ich sag's jetzt mal so, wir haben ja noch überhaupt gar keinen Plan. Wir haben einfach dann nochmal, also die Wiki hat dankenswerterweise gesagt, pass auf, da haben wir mal einen Termin reservieren. Fangen wir damit an und dann machen wir weiter. Termin ist reserviert, wir haben aber noch nicht weitergemacht. Aber Flur dann, Ein Das riesen ist eine super Hetz Idee. bis jetzt eigentlich immer. super Da. Idee. Nein. Wir haben nur gesagt, dass wir es wahrscheinlich, Du hast ein wenig Unterstützung brauchst bei der Planung. jawohl, ja, im Aber Prinzip, das machen wir, das stimmt auch. wir brauchen nicht Unterstützung, wir brauchen jemanden, der es plant. Nein, ich hab da wen, Der will dann noch meine bessere Hälfte. Also Mit einem die hat Likörchen. jetzt schon, was hast du, Konzertplan? Also Monat Nikita-Mann? Monat den Gittermann für 350 Euro oder was das waren. So wir auch organisiert. 350 Leute, das ist okay. Okay, nein, wir schauen, wir werden das wahrscheinlich mit 30, 40 beschränken. Das Ja. werden wir schaffen. Für den Das Anfang, ist kleiner wie unsere Hochzeit, das habe ich nebenbei beim Vorbeigehen gemacht. Du na, hörst das. geh mal, du gehst eh vorbei. Was Das jetzt ist ja nicht so heimfährst, kostet. du gehst eh vorbei beim Nein, Marvihof. aber glaub mir, also wenn ich was kann, dann ist so organisieren. Tut's ja wissen. Also im Prinzip bahnt sich da schon unser Management an. Taugt mir Ja, sehr. ja. Danke. Ja, Die Elisabeth dann auch noch einsparen. Ja. Ah, Ja, das, ja. das bringen wir schon. Wenn wir sich am Marvihof treffen, übermorgen können wir Eben. dann Ja, jetzt haben wir die Ja. erste Planungssitzung. dann machen wir das gleich. gehen wir gleich starten. Das wird schon was. Ja, Flurdan, genau, ist in Kontakt mit Marvihof. Nein, Flurdan, das ist ganz leibend, das nicht mehr viel taugen. Also von uns aus sehr gern. Sind wir voll dabei. Wir sind dabei. Also das werden wir noch checken. So, der Snoop Dogg Dog ist der. Haben wir jetzt die Achteln für den Snoop? Ja, sind schon gekommen. Die Achteln sind Sind schon gekommen. gekommen, ja, ja. Ich habe alle Zuschauer, 40,4 Grad Fieber. Alter, Alter! Gliederschmerzen bis zu den Knochen. Gut, das habe ich auch, aber das liegt nicht dafür. Abartige Kopfschmerzen. Oh, die habe ich nicht. Und ich habe seit einer Woche nichts mehr gegessen. Trotzdem alle 30 Minuten einen Topf. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes scheiße. Snoop Dogg Doggy Style. Was machen wir mit dir? Achteln hast du gekriegt. Auf die Trunken haben wir auch schon. Was können wir da spielen? Snoop Dogg Doggy Style. Hau einen Liederwunsch rein. Vielleicht kann dir da helfen. Aber halt was wir kennen. War leiwand. Weil wenn nicht, klingt's Arsch. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. So, wo sind wir da? Wo bin ich? Was? Wird schon ein Platz sein? Im Heu wird schon ein Platz sein, weil das letzte Mal ist schon reserviert, leider krank. Ja, Straßentanz, das machen wir sicher. Also, ich meine, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin.
Frauen machen die Pläne, Männer machen einfach. Ja, Christoph Acker, ist ganz klar. So, wenn ich schon jetzt trinke einen Schluck, du bist ja nicht bald angegessen, ne? Ja. Du bist nicht bald angegessen. Das ist so spät was essen. Stellt mir schon 2 Gläser in der Hand. Aber man sieht es nicht, weil das ist alles versteckt. Ich bin im Ich Hintergrund. habe extra den ganzen Tag nichts gegessen. Ne? Wenn ich mir heute den Helm aufsetzen würde, ich falle gar nicht auf. Ich bin da im Hintergrund irgendwo. Komm, wir machen jetzt aus der Bock. Wir machen jetzt was, weil man geht dann schon vom Spanischen und da hat gesagt, du hast was mit, das bringst du zusammen und wir spielen dazu. Jawohl. Einen Georg Danzer, oder? Jawohl. Patrick schickt weiß mir ich schon, einen was Doppler. kommt. Also er schickt mir einen, ich spüre mal nicht. Such oder? Mein Lieber. So, ich habe von dir ein Plektrum bekommen. Das ist dieses Bladel da, zum Gitarrespielen, weil meine Fingernägel sind. Außerdem, ich habe normal saubere Fingernägel, aber die sind noch immer vom Ding, die habe ich noch nicht sauber gekriegt. Ich hätte schon irgendwas, aber ich habe nichts, wo man so auskratzen kann. Okay. Jetzt muss ich warten, bis du es ausmachst. Ja, schlecht sich erwischt. Ja, es ist ein- Gibt auch Nagelbürsten. ja, ich habe aber keine. Hast du eine Zahnbürstel? Geht genauso. Nee, ja, ich habe meine Zahnbürstel. Du musst eine Reserve haben. Ich habe keine, ja, neue. Wenn man kein neues, da Zahnbürstel Nimm mir auspacken. das alte für den Fingernagel und dann das neue. Wieso sie das alte ist ja neu. Das alte ist ja nicht, ist auch gut. Das ist ja Wahnsinn. Also ich sehe das immer flexibel. Was? Ich wähle einen Delirium-Song in Spektrum Austropop. Das Snoop Dogg ist ein Elisabeth, das glaube ich ein passendes Film. Der war von Ludwig Hirsch und die Kamerun. Ja. Ich liege im Bett. Ja, na weh. So, na gut, ich bin im Anschlag. Mit deinem Plektrum bin ich bereit. Träumte vom weißen Pferd in weißen Pferden an einem Strand, lag mitten zwischen den Sternen, sah das Gesicht einer Wahrsagerin. Ich glaube an die Kartenspiele und an meinen Vorstadtkinderinstinkt. Wer sagt die Reden der Vorsitzende nach 17, der ich in der Schule war? Aber sag mir, woran meine Liebe, glauben wir noch?
Muss ich, aber es war anstrengend. Bist du nicht? Die Fudlerei geht rein, gell? Das Futter, ja, ich habe auch keine. Aber die Idee, Leute die was ich da sind spiele. schwer begeistert, Ja, also ja. was ich mitkriege. Schon, gell? Von Ein Acheln Wa- bis ein- Pferdal bis Ein Einhörner, Wahnsinn, alles ein dabei. Wahnsinn. Einhören aber noch. Und das um diese Uhrzeit, nicht? Das ist Ihr seid ein Wahnsinn. Matthias Mariacher, er unterscheidet nicht, das ist, weil er höflich ist. Wir sind ein Wahnsinn, du bist ein Wahnsinniger. Patrick hat Mut zur Farbe und bekommt einen roten Blutzer. Der kriegst der Wacker, jawohl. ein leichten Erstickungsanfall am Anfang. Ja, Das war der Mond. Das ist der Der Mond. Mond, ah, Ein gefährlich. Mondträger da hinten abbiegt. Nicht? ja, das ist Muss das wieder schauen, dass das los ist. Möglichst dezent da vor der Kamera. Ja, das ist eh nicht gelungen. Das ist eh nicht gelungen. Christopher, da ist der Hit für die Ein Schön, dass du dabei Mondkernl warst. Ein Mondkernl. Ein Mondkernl. Ja, aber nein, ist glaube ich. Es ist gut ausgegangen. Nicht? Also, Ja, nein, gibt's keine noch. Weiße Pferde sind die Blonden unter den Rössern, ja. Ja, ich verstehe. Franz Brandwein, oder? Ja. Natürlich. Applaus, da gesehen. Ja, nehmen wir mal einen Schluck. Nehmen wir einen Schluck einmal. Weil das ist einmal kein Fehler. Die Willst du einen Flaschen Schnaps? Willst du einen Schnaps? Willst du einen Schnaps? sehr zum Wohle. Ah, du hast den noch. Du hast da nachgeschenkt. Ja, ja. Du, das kleine Flasche habe ich mir gedacht, das ist für dich. Bei denen. Mit dem sollst du hetzen. Nein, aber ich habe erst auch so einen Mondfräser gegessen. Ne? Ich habe sonst nichts gegessen, ich komme nicht zu wie zu Du dem hast den Ganzen. anderen Spitz auch schon gegeben. Nicht? Du hast noch Gar nichts habe ich gehabt, noch gar nichts. Ein Mondspitzel. Flässerl. Ich habe schon einen Mondflässel gegessen und zwei von den wunderbaren. Ja, das habe ich noch gar nicht. Ist ja noch eins da? Ja, ja. Ja, ich brauche jetzt so eine Zeit. Alles Warte, ich lasse was einfallen. Weil ich bin jetzt beim Essen. Da ist ein bisschen was, brauchen wir uns nichts Ich einfallen nehme lassen. so, wie heißt es, der Waldrand? Waldrand, Wildlinge. Wildlinge, ja. Ja, Wildlinge, das Können erinnert wir mich da an was geben? Bitte, danke. Das erinnert mich an die Game of Thrones, ne? Wildlinge. Die Wildlinge. Die Wildlinge. Ja, wirklich. Wildlinge einfach. Das war die Wildlinge. Wildlinge! Das Das ist, ist Game of Thrones. ja, genau. Ja, ja. Und das Schöne ist, wenn Der er isst. isst, Ich habe noch Winter eine is gekocht, coming. ja. Winter is coming. Winter is coming. während er isst, kann ich eine rauchen dabei und ich unterhalte dabei die Leute. Ja, genau. Ja, genau. Wir haben Das sie gefällt mir so. eingespannt. Da Das holst ist du aber schön. die Leute. Weil wir sind jetzt, glaube ich, schon fast 3 Stunden, glaube ich. Ja, 3 Stunden. 3 Stunden Ziemlich gesagt. genau. So, Aber es 3 sind noch Stunden, 3, das 4 ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Was war das, Also, unter 20 oder wie war das? Aber es ist, solange der Fritzl nicht müde ist, hören wir nicht auf. Nein, geht natürlich gar Warten wir nicht. mal, das geht nicht Das so heißt, ich müde muss mir mit Likörtrinker zurückholen, weil der Christoph hat gerade gemeint, solange der nicht gegangen ist, hören wir nicht auf. Das heißt, wenn ich noch Zeit lasse, dann trinke ich. Aber, das ist schon gut. Ja. Man traut sich nicht ums Rezept fragen, weil das ist verdammt gut, ja. Das ist sehr gut. Das Vor allem ist Rezept es- ist vor allem schwierig. ist Das es ist eben je Das nach. ist ein bisschen ein Fett auch drinnen. Eindeutig. Im Endeffekt ist, ich habe ein Pesto draus gemacht. Ja, Mit ein bisschen Walnüsse, ein bisschen Öl, ein bisschen Parmesan drin. das ist fantastisch. Aber ja, es ist Das wirklich ist gut. Ursprung. Aber du wir- hast so ein Ursprungsrezept Schneckerl ist- gebaut, ne? Ja, Ist ja, wieder mit, Ruinen oder was? Und dann Ruinen und dann Blätter- Wurzeln. zusammengeholt und dann Zusammengeschnitten und genau. angeschnitten, ja. Das ursprüngliche Rezept ist mit einem Blattteig. Aber er macht halt dann normal unsere Pizzateig oder einen Wickelteig. Das ist sehr gut. Das ist das ist dasselbe Tag wie die Weckerl. Ja. Und das gibt ihm noch ein bisschen mehr. Alles, was bei uns hinterm Haus quasi wächst. Wie du schon gesagt hast, alles was die Kier steht lassen. Speint euch nicht im Ja, Zug von nein, Spitzwegerich, Schafgabe, Ich hab schon 2 gegessen. was wir essen. Shit. Fritzl Schlag hat schon gesagt, ich bin immer noch da. Jawohl. Ja, Der Fritzl ist Fritzl- mal klar. Weil ich weiß, der Fritzl geht der Schlaf von mir aufhören. Und wir hören aber erst auf und der Fritzl schlaft wieder. Ein Teufelskreis. Das ist ein Perpetuum mobile. Ah, Perpetuum Das ist das mobile, genau. berühmte Fritzlsche ist was für die Ewigkeit. 16. 16 Perpetuum mobile. Super. Mit dem kriegen wir einen Nobelpreis, Fritzl. Das machen wir. Das ist ein Wahnsinn. Du, aber pass auf. Die saufen mittags und ich fress Mexalen. Snoop Dogg Doggy Style. Ja, wir haben keinen Mittags. Nein, den haben wir. Warum geht es heute keine Zungenwurst? Christoph Acker, das ist ja erst auf die Frage. Da musst du den Fleischschocker fragen. Ich Nicht? kann dir sagen, ich würde es besuchen, aber Gut, aber aus. sie war aus. Sie war aus. Gibt's den Klausi endlich mit? Mal was, schiebt sie Teller rüber zu ihm, er ist ja abgeschnitten da hinten. Peter Raff jetzt wieder, der sieht es. Der sieht es. Ja, der hat Was da für ein ein hartes Mitleid mit Leben da dir. hinten noch. Ja, der Katze, der isst, der wirft Also, Jetzt, wunderbar. noch 3 Stunden, Alter. Noch 3 Stunden.
Nach 3 Stunden ist das zweite Weckerl. Das ist ein guter Schnitt. Ja. Gefällt mir aber. Ja. Ja. Gefällt mir sehr gut. Was machen wir jetzt da? Was machen wir jetzt da? Also nach dem Essen. Trinken. Wenn wir einen Schluck einmal zu uns nehmen. Nicht? Ich von der Wurzel Milchspeis schon, ich von der Wicke Milchspeis auch. Was? Warum Nein, nur- ich bin nicht der Milchspeis-Tiger. Ah ja, das weiß ich genau, das hast du gesagt. Was ist mit dir, Daniela? Milchspeis, ja, nein? Stress. Aber ich müsste ein Kabel brauchen vielleicht. Ich gehe aus der Schermasse. Ja, Schlagwoche, ne? Wir haben da nicht so viel Platz. Es schaut so am Video aus, noch, Du hast dass nicht wir da, dort bring viel der Platz Kabel hätten. Wir hätten dort auch viel Platz, aber dort kommt ja keiner hin. Da ist ja keiner. Da ist schon. Na, da kann ja keiner sitzen, da sind wir zu nah bei der Kamera. Das geht wieder nicht. Warte, bringt der Gobi auch. Der Patrick macht das. Ja, aufs Teller, wo der Speck drauf liegt, das ist also. Es gibt da Aroma. Weil nur so Genau. schmeckt's. Nutella und ein Speckbrot, das ist das Beste, was es gibt. Danke. Na, so ein Brot mit einem Nutella und einem Speck oben drauf. Weißt du? Muss man mengen. Na, Danke dir. du, aber dieses Weckerl ist sehr gut. Und es tut mir leid, Die gehen wieder zu. dass ich mich jetzt der Geisig so ausgeklinkt habe. Aber ich bin mit dem Weckerl beschäftigt. Das ist ja blöd. Das macht nichts. Ich- Aber Patrick, ich der liebt esse. da alles auch gut. Liebt alles sehr gut. Ja, sehr gut, ja. Bitte gerne, Ja, muss man auch sagen. Ja, Hervorragend. der hat auch mit gelobt. Der Patrick hat auch mit gelobt. Und ich freue mich, wenn es wieder einen Grund dazu gibt. Der ist ein Wahnsinn, nicht der Herr. Ja. Ja. Bin schon gespannt, wer die Seiten nächstes Mal aufzieht. Auf die Ja, du. Seite. Ich nicht. Und du machst so schnell als ich. Oder Ja. das Scheren beseitigt an der Gitarre. Ja, das ist ein wenig schwierig. Klaus, welche Brennweite hast du eingestellt? Bist nicht auf die 11 Meter gegangen, oder? Nein. Aber auf die 22 auch nicht. Nein, ich weiß nicht, wie viel es ist. Aber Ich habe ihn gefragt, jetzt der Acker. ja, der Acker. Der Acker. Aber Immer. 22 ist auch nicht. Beim Essen stirbt der Acker. Beim Essen stirbt er. Gerade Ja. jetzt muss er sterben. Aber es ist. Es sagt der Hetz, sagt der Michael Ungar, genau so ist es und so soll es auch sein. So ist es. Du, Daniela, wir haben von dir jetzt noch nicht geredet. Welches war dein Wiener Lied zum Beispiel, wo du sagst, das brauche ich Brauche ich eigentlich eigentlich nicht. nicht. Und warum? Das war interessant. Nein, eigentlich keins. Was ich jetzt sage. Ich habe gesagt, eben das, was in der so auch die Schlagerrichtung ist jetzt auch nicht so meins. Also Aber das sonst hängt von aber der ganz- Stimmung oder was, ne? Ja, oder auch nach dem Alkoholpegel halt. Also doch. Der Aber feine Geschichte. ich sage es einmal so, ich bin sehr froh, dass es in meiner Jugendzeit noch kein Facebook und Co. gegeben hat oder Smartphones. Das kann sagen, sehr viel nicht irgendwie aufzeichnet. Das können die Leute bezeugen, die dabei waren. Aber, Ja. aber sonst ganz ein spezielles, ich wisse dir nicht einmal eins, dass da irgendwas gab, was mir jetzt nicht gefällt. Also was du sagst, ist das dein Stück? Ja. Ja, nein, nur dass ich weiß. Da ist es meiner Rede. Entschuldige. Nein, aber das heißt, Aber muss ja sagen, ich habe selber als Musiker auch selber so Lieder, die ich nicht so mag. ich war einige, aber es ist halt so, wie du auch sagst, oder wie du auch schon gesagt hast, es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, wenn ich das her, stehe auf und renn, weil Nein, ich das kann es nicht hören. Nein, das ist das ja auch will nicht. Nein. Und das ist auch, also, ich habe ja eine Zeit lang eine Band gehabt, da, so hobbymäßig und so, und da haben wir aber auch, da haben wir das Credo gehabt, wenn eines Lied nicht gefällt, wird es nicht gespielt. Also wir haben nur gecovert, Ja, da Und? kommen wir, da haben wir nichts zum Spielen. da könnt ihr, Blöd. nein, aber da könnt, natürlich, es gibt immer Lieder, die was da voll taugen, wo Ja. jeder drauf anfährt und wo du denkst, okay, das taugt aber einen anderen voll und so bist zwar nicht so dabei, aber das spielst du dann trotzdem. Weil du spielst ja, auch, gerade wenn du dann live spielst und vor live spielst, spielst du ja nicht nur für die. Richtig. Wenn ich daheim anhucke, Ja. sage ich, okay, das taugt mir nicht, das spiele ich nicht. Aber wenn ich vor dem Publikum spiele, spiele ich ja für das Publikum. Ja.
Dann spiele ich das genauso. Das gehört einfach dazu. Das ist ganz normal. Und vor allem, es hat sich ja manchmal bei mir geändert im Laufe der Jahre. Das ist Von das Lieder, Nächste. die Man ich gibt mag da ich Lieder, nicht die mehr. brauchen Und Zeit. Die, Die muss man ein nicht, paar Mal weil ich die will spielen. ich jetzt aber. Denen muss man eine ne? Chance Das geben ist- und dann werden sie. Also das ist das Nächste. Ja? Das Ja. ist auch das, was Musik immer wieder kann. Das stimmt. Also ich habe zum Beispiel das berühmte Lied, die Hausherrnsöndel, nicht? Mein Vater war ein Hausherr. Auf das ich irrsinnig stehe einfach. Er steht drauf, ich mag's, kann ich nicht sagen, sondern es ist nicht mein Lied. Es ist einfach, ich will es nicht spielen, ich will es nicht singen, es ist alles Ding. Nur, so wie du gesagt hast, jetzt sagt einer, geh, spiel's mir. Mein Vater war Hausherr. Ja, spielen wir und wir spielen das und die haben auch Freude, da taugt's mir auch. Sehr klar, dann ist es auch wieder super. Ja. Bei Aber mir ist das daheim, zum ich Beispiel, sag jetzt mal, wenn ja. ich mit meinem Dackel von Grinzing Heimwerkswackel, also ich hätte das nie spielen lassen. Jeder hat so Sachen. Das ist was, das ist Ja, also, das ist- weiß nicht, das ist- für mich. das- Nein, allein daheim will ich es auch nicht spielen. Nein, das- Aber wenn das irgendwie jetzt einer hören, ja, oder was ist so der narische Kastanienbaum? Kastanienbaum, ja. Ich setze mich nicht daheim hier und spiele einen kanadischen Kastanienbaum, Mhm. wobei ja der Refrain eigentlich eher erschienen Ja, ist. absolut. Aber es absolut, ist halt, absolut. es sind nicht die Strophen, das ist wirklich, das ist einfach poetisch gesehen ein Untergang. Gugru! Ja, fast. Ich nicht mehr achteln. Aber wenn das halt einer will, nicht? Und sagt, ja, spielst mir das, und dann spiele ich, aber dann spiele ich es auch gern. Also dann spiele ich es nicht als aus Du hast ja dann auch du eine Freude, weil der auch Freude Genau, ganz Das genau. ist das Spiel. Ich fange nicht gern an zum Spielen, aber wenn ich dann spiele, Mhm. geht's eh. Sehr gut. Also ohne, Ja, genau. ohne Bauchweh oder Genau was. so Ich ist freue das. mich eh. Na, wie gesagt, weil auch eben jetzt mein Vater war Hause, ja. Ich würde mir es nicht wünschen, ich würde jetzt nicht spielen selber jetzt daheim, ich würde jetzt nicht, wenn das Hausnummer war jetzt auf einer Playlist oder auf einer CD, die weiterdrucken, weil das ist, Ja, für mich es- ist einfach. Das gibt's, ja. Aber nur mein Freund, der will das immer. Und wenn wir den singen, dann wissen wir schon, das spielen wir. Nicht? Und dann spielen Ja, wir. sehr klar. Und da habe ich, und das stört mich gar nicht. Also da habe ich keine negative Assoziation dazu. Gar nicht. Also das ist ganz, ganz interessant. Ich habe eine Abneigung für die Blunz und die Leberwurst. Rudolf Korbis. Ja, die haben mich auch nicht, darum spielen wir es eigentlich auch nicht. Ja, nein, wir Wir haben's spielen- schon gespielt, Ja, aber- wir spielen es eigentlich nicht, weil es eigentlich ein Duett ist für Mann und Frau. Das ist der Hauptteil, Eigentlich. stimmt, ja. Sonst die Nummer ist nämlich gar nicht schlecht. Das ist schon. Ist aber wahrscheinlich so ähnlich wie bei uns die Pfeffer, Schokolade und die vielen anderen neuen Sorten. Was? Achso, da jetzt mit. Du bist mit Friedler Startguss gerade in einer Diskussion über Bananenbrot und was. Ja, du. Ich meine, redst drüber. Für das ist der Chat da. Wichtig ist, dass ihr euch wohlfühlt. Was sind da bei Flaschen so für eine Diskussionsthemen gibt? Ja, Markus ist Bristoni spannend. schreibt aber an, zu manchen Nummern muss man getrieben werden. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, Man muss viel nochmal eine Chance geben. Und eine Ja, ja. zweite und eine dritte. Ja, und irgendwann, ja. wenn es passt. Und ich meine, ging deppert, aber genauso geht's mir, oder ist mir gegangen, mit meinen eigenen Nummern. Ne? Das ist ja genau die Geschichte. Eingenommen ist ganz, ganz schwierig. Also, weil Na, wir wieder haben die es immer große gespielt, wir haben es immer Erfahrung und gespielt, so, der aber Klaus, wir haben ja, auch das ist im wichtig. Set Spielen, da nochmal spielen, eine eigene spielen, Nummer von mir spielen. dabei gehabt. Das selber spielen vor Publikum, Ja. irrsinnig schwierig. Das ist irrsinnig Also schwierig. ich Das finde ist auch. einfach, ja, Und ich bin selber wahnsinnig kritisch und ich denke mir, nein, ich weiß nicht. man hat immer, man traut dem Publikum, ich glaube, man traut dem Publikum zu wenig zu. Das stimmt. Das stimmt Man schon. hat selber, Stimmt, ja. legt man Herzblut rein und man hat sich was denkt dabei und ein Gefühl dabei und so. Und man traut dem Publikum nicht zu, dass das umkommt und dass das genauso fühlt. Absolut. Das ist aber, glaube ich, ein Fehler. Man muss dem Publikum zumindest die Chance geben und dann hat Da ist jedes schon was, Lied da ist schon auch was die Wahres Chance. drauf. Ja, ja. Ich Aber glaub- das ist eine Selbstüberwindung. Das ist Ja. irrsinnig schwierig. Ja. natürlich. Also im Prinzip, wenn wir jetzt ganz deppert sind, weil über das haben wir noch gar nicht geredet, dass wir ja ein großes Hobby teilen, nämlich Motorradfahren. Aber eigentlich ist es jetzt die eigene Musik, die eigenen Lieder sozusagen publik zu machen, oder öffentlich zu spielen, ist vergleichbar mit einem Schräglagentraining. Ja? Das ist wie mit neuen Raffen. Ja? Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Ja, das stimmt. Vertrauen in sich selber und da muss einfach das Vertrauen in sich selber und in dem, was man geschafft hat und
das einmal überwinden, man selber sagt, okay, zu dem stehe ich und das ist gut und ich gebe dem Publikum eine Chance, dass das genauso sieht. Ja. Und so weit muss man kommen. Das ist aber gar nicht so leicht, das sagt sich zwar leicht, aber da man selber da Gefühle und Dinge damit verbindet, ist das eine ganz eine horchliche Geschichte. Absolut, ja. Also das ist eigentlich wunderbar gesagt. Das ist wunderbar gesagt. Und ja, du, 3 Stunden irgendwas. Ja, wir spielen aber noch weiter. Wir machen schon noch weiter, ne? Seid ihr dabei schon, ne? Ja, verstehe ich gesagt. Wir haben immer noch keinen Wir Stress. haben keinen Stress. Habt ihr einen Stress? Habt ihr einen Stress? Es ist, nein, wir machen schon noch weiter. Ist ja nichts. Für uns 3 Stunden, das ist normalerweise, da wird die Gitarre gerade gestimmt. Ja? Das ist ja noch nicht einmal halber der XXX. Ja, lächerlich. Aber, also wie wir damals, der Rekord ist ja bei 8,5 Stunden. Und das denke ich mir schon oft, wenn wir die Pavlagen gemacht haben, Alter, wie haben wir das gemacht? Wie haben wir das überlebt? Das ist ein Wahnsinn. Nur bis zum Schluss, das weiß ich noch, das wäre ich wissen, wenn ich am Sterbebett liege. 19 Zuschauer bis zum Schluss. Und alle 19 Zuschauer haben im Chat geschrieben, dass damit das lesen müssen. Was meinen? Die Schrift war dann auch schon wie die Sprache. Alle waren schon, nennen wir es müde. Schon mehr Hieroglyphen müssen sein. Aber ja, das ist trotzdem. Der Matthias Mariacher verabschiedet sich. Schönen Abend noch, schönen Abend noch. Matthias dir. Vierte. Matthias Ja. Vierte. Das Gleichgewicht wird unendlich oft gewünscht. Ja, das ist auch Ja, einer was meiner machen. Lieblingsschätze. Aber ich selber auch Gleichgewicht gern. ist super. Ich liebe dieses Lied. Ah, die habe ich auch. Das ist textlich so ein Punkt, also das kann man nicht besser machen. Na gut, Patrick, du singst es, ne? Die erste mache ich, die zweite du. Ja, dann machst du beide. Ah, klar, man muss ich weiß nicht. Ich geh gemütlich heim, da steckt mir während da. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was am Sofa auf der Gasse sucht. Hat der Lackel bläht, was suchen's auf der Rede? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders geht es nicht, nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt gehör ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's auch jede Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute glauben, ich lern gehen, weil ich auf die Vier umrutsch, wie Baby die Krawatten lutscht. Kommt ein alter Mann und schreit so laut er kann, jetzt ziehen die Leute die 100 Menschen an. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt gehör ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haust auf jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Doppler Wein. Bravo, Patrick! Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Jeder Mensch hat auf der Welt, wie man sagt, sein Steckenpferd. Und das meine ist daheim, wo die Wemperl wachsen dann. Ja, gell? 50, 60, 50, 60. Überall ein grüner Buschenwind, wo man alte Wehrlieder singt. So aus der Untermut ist jeden Neffe groß, so haben wir aus unserer lieben Wernerstraß. Wo der schwarze Quader sitzt am Foss, wo das pure Gold trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, da wo man alles vergisst, was
mehr zu reden ist. 50, 60, 50, 60, hopp, hopp, hopp. Mit der Spur hab ich kein Frei. Sichtbar. Ewig schon was um den Sand, ob beim Fernsehen schlaf ich ein, denn für mich gibt's nur einen Wein. Wo vom Haus ein grüner Busch winkt, wo alle Wehrlieder singt, so aus da unten Lot es jedne voll grad. So habe ganz aus unserer lieben Werde steht. Wo der schwarze Quader sitzt am Pfosten, wo man Glas auf so wie schon machen muss. Dort wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, wo selten immer mehr zu reden ist. Jawohl! Die Sterbestrophe haben wir auslassen. Die haben wir auslassen. Herrlich. 50, 60, 50, 60. Ja, Wahnsinn. Das hat überhaupt keine Bewandtnis, es waren einfach die Stammgäste, der hat das immer gemacht. Ich weiß nicht, bei dem Lied. Das ist der beim Taschel, oder? Nein, nicht beim Tag. Aber Nein, beim das war Taschel viel hat das früher. auch schon mal einer gemacht. Ja, Der war auch weil es mittlerweile Das sind irgendwie so- Nachahmer. Ja, es war Der war mit einmal beim Taschler. Ja, aber nein, das war aber nicht Das so. haben die Nein, anderen, aber, das war nein, nicht. da wollte ich nicht, aber die anderen haben das gehört. Ja, Okay. Die machen das jetzt auch noch. Ah, die machen das jetzt noch, okay, weil wir haben es das erste Mal beim Taschel gehört. Also, 50, 60, 50, 60. Hopp, hopp, hopp. Und ich habe keine Ahnung, was das ich weiß, was das heißt, aber es ist Das wurde einfach irgendwann einmal gemacht, ja. Aber ja, Markus Pistolik sagt, die XXL wird mir auch noch lange in Erinnerung bleiben. Fludern, XXL, ich war dabei 8,5 Stunden lang. Fludern, ja. Du warst tapfer. Ja, das war schon witzig. Die Also haben wir auch 8,5 nicht Stunden. ganz geschafft, Nein, ja. ganz haben wir es nicht. Wir Nein. haben es auf zweimal. Ich weiß noch, Wir haben am nächsten arbeiten müssen, ja. wie das dann irgendeiner so gepostet hat, irgendwo, ne, die 16, die haben 8,5 Stunden gemacht, eine Sendung. Und der Onkel Ramirez von der Brennraumgemeinde, nicht von dem Motorrad, der hat dann irgendwann reingeschrieben, willkommen, jetzt sehen Sie mal, wie das ist, so ein Arbeitstag. Ne? Das ist gemein. Der hat gesagt, ich habe noch nie 8,5 Stunden gearbeitet. Das ist Nicht, gemein. der gehört zu denen, die glauben, die Musiker dann nur spielen. Ne? Die haben sonst nichts zu tun den ganzen Tag. Das ist Ja, aber das war schon, nein, aber es war schon mächtig. Also, und der Andreas Christen, da kann mich auch noch erinnern, wie er gesagt hat, er hat dann nach 4 Stunden Antrag, wo schon diese Wurst den Rest schaut, dass sie am nächsten Tag auch in der Früh von Urlaub. Du musst den Urlaub nehmen, ja. Hat Urlaub gehabt. Ah, Er hat Urlaub gehabt. Hat gesagt, und da tut er gemütlich Frühstück und da schaut er sich den Rest an. Und dann trat er auf. gerade auch, weil er schon früher aufgestanden ist, sehr zeitig aufgestanden ist. Die sind noch immer. Ja, das ist mir aber eh. Das ist mir aber Nach 3 Stunden Schlaf wieder aufgestanden. Das geht's nicht. Ja, ist Ja. gut, ja. Aber ich muss jetzt ehrlich, Entschuldige, was wolltest du sagen dazu? Das ist mir auch so gegangen. Ich bin irgendwann einmal am Montag geworden, weiß ich nicht, um 6 in der Früh. Wie lange haben sie noch schon? Die sind noch da? Nein, um 6 Uhr waren wir nicht da. Ja, oder irgendwas relativ zeitig in der Früh mit dem Montag geworden. Naja, bei der 8,5 Stunden. Die Ja, 8,5 Stunden um 6 Stunde, Uhr nicht. Nein, wir haben da um 7 Uhr schon angefangen damals. Ah ja, da Und haben wir um 3, 4 war es oder so. Ja, in der Früh, nicht? Oder so. Das war das, wie du aufgestanden bist, denn da. Das war Ja, eine, das Ja, kann genau, sein. du bist du Du bist warst in die drei- Arbeit drei- Ich gefahren. bin um 4 Uhr aufgestanden, Drei- in die Arbeit und sie hat geschaut und es war noch da. So Ja, ist so es. war's, ja. Bei 3, 4 war dann finito. Aber ich weiß nicht, mein Munkel hat das auch mal gehabt, die hat sich dann gesagt, pass auf, ey, ich glaube, das war diese XXL, die hat sich dann niedergelegt und am Handy ist halt die Bablatschen weitergerannt und dann hat sie ein bisschen geschaut und dann ist sie aber eingeschlafen und dann hat sie gesagt, na, und dann ist sie irgendwann aufgewacht und hat geschaut, warte, das Handy, das muss ich jetzt auch dran und schaut nach und hat gesagt, wir sind aber noch immer live. Und da war ich schon 3 in der Früh. Jawohl. Straßenans, sagt er, ich war dabei. Das braucht ein T-Shirt. Ja, also wenn sie es Thomas ein T-Shirt verdient hat, dann hätte sie das auch. Ja, oder kommen wir aus mit 19 T-Shirts. Ja, das ist mehr natürlich- Leute waren nicht. Ne? Mehr Leute waren nicht dabei. Und Ne? ich weiß immer mehr die Größen von allen. Ne? Ich war dabei. Nein, das war schon mächtig. Aber das stellen wir schon auch anstrengend vor. Ich meine, das ist witzig, wenn man mal dabei ist, die Interaktion mit den Leuten, das ist irrsinnig leibend. Ja. Das ist richtig lässig. Aber ich stelle mir es auch anstrengend vor,
Man muss permanent performen. Du bist immer da, ne? Das Du ist bist immer klar. da. Du hast nicht 5 Minuten oder du kannst du mal aufs Klo gehen, dann ist der andere da. Aber Aber- in Wirklichkeit musst du 8 Stunden durchperformen. Ja, ja. Und das ist mein Hart. Das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Es ist halt so natürlich, das Feld, nachdem, es ist auch kräfteraubend natürlich, das merkt man schon beim Spielen zum Beispiel, wo wir sind, das erste spielen wir 27 Jahre zusammen. Zweitens sind wir natürlich in dem Beruf ja drinnen noch auch, das heißt, wir haben ja ein gerüttelt Maß an Talent mitbekommen vom Herrgott für diese Sache. Ne? Und trotzdem ist es natürlich schon einfach energieraubend, sagen wir es mal so. Oder raubend, ist ein falsches Wort, es kostet einfach Energie. Ja, ja, Klar. sicher. Und das ist natürlich schon, aber ich muss jetzt auch dazu sagen, bei dieser XXL-Pavlatschen, die man die letzten 4 Stunden fallen nicht unbedingt Natürlich. über Irgendwann hochqualitative kommt der Punkt, Unterhaltung, ja. wo man Nein, sagen nicht muss, es geht einfach um nichts. Also, Und dann fährst du einfach, weil du einfach getrunken hast, auch schon was, das ist gerade ein Gaudi, jetzt dann geht es von selber. Aber es ist. der Gerhard Spöck, war das die Pavlatsch im Dezember? Nein, die ist länger Ja, her. die ist länger her, Die ist ja. Die länger waren her. von hier. Die war von da. Auf jeden Fall. Ja, ja. Das haben wir Ja, dort da war das gesessen nicht noch. noch irgendeine Weihnachtsgeschichte. Ich glaube aber schon, dass das Sicher war das War die das Wann Jedes war Jahr diese zu berühmte Weihnachten? Ja, XXL? sicher. Nein, Der das Peter ist Raff ist schon wieder länger vor- her. Nein, ist länger her. Peter Raff Das ist nicht ein wieder halbes Jahr, vor- ist ein Dreivierteljahr her. Das ist länger her. Du, Das im war Prinzip, vor 2 Nein, da haben wir keine Pavlatschen noch Da hast du gemacht. keine Flaschen Da hat es zwar einen Livestream gegeben, aber die Pavlatschen gibt es ja erst seit dem ersten Lockdown. aber ich glaube schon, dass es Richtung Weihnachten war. Ich glaube auch, aber auf der anderen Seite, wie seid ihr auf das gekommen? Das muss ja ein Anlass geben. Ja, Nein, weil ich glaub, der es war Tag war Weihnachten. Weihnachten immer die. Ich glaube, es war XL Weihnachten. Ich glaube, es war die Brennanten. Weihnachtsbräu. Das ist Sicher. Das ist Ich bin nicht am Weihnachten. Das Es muss um Weihnachten- Weihnachten gewesen sein. Ich glaube, dass da Weihnachten unter Anführungszeichen Also, der also es Anlass war halt nach war. Weihnachten Warte, da. schauen wir ja, aber- nach jetzt da. Das haben wir ja gleich. Ja, genau, kann ich schauen. Ja, Das genau. haben wir ja gleich. Der Wein ist aus, das ist ein Graus, Franz Brandwein, dann schau, dass du einen Neichen kriegst. Leute Nachbarn raus. Apropos, kriegst du einen Nein? Was kann hast. Weil, war eine Sternstunde für mich, Fritzl. Darf ich noch mal da- Dankeschön, der Patrick, siehst du? Ja, der ist Es ist beschäftigt. schon, was Ja, haben ich wir bin jetzt gerade da? beschäftigt. Siehst du, 3,5 Stunden nicht einmal noch, Ja, aber der wird Patrick ist schon draußen. Nein, ich schaue gerade nach, wann diese Pavlatschen waren. Eigentlich hätten wir in Korb eine gute Frage sollen. Der Fluder sagt, ich habe zufällig am Folgetag Oh frei ja, gehabt. das war 2020. Ja. Ja. Das war jetzt Und Weihnachten. wann? Warte. In die Zwischenfeiertag muss das da irgendwo gewinnen. Oder nein, oder war das nicht schon im neuen Jahr? Also so Am dazu- 28.12.2020. Ah, zu Silvester, vor Silvester. Ja, genau, da habt ihr ja ein Geburtstagsgeschenkchen Auf damals mein dann gesungen, Geburtstag, ja, ich war am sicher. 29. Weil ich kann mich nicht erinnern, was ich nach 8,5 Okay. Stunden begangen Ja, 8 Stunden 20. Ja. Aber der Fluder hat gesagt, aber ich kann mich noch erinnern, weil wir dann Zurecht, gesagt haben, ja. jetzt ist gleich mit. Naja, na gut, hören wir auf. Na gut, aber in einer Dreiviertelstunde ist Mitternacht. Ne, fährt man noch Mitternacht. Dann haben wir gesagt, Mitternacht, dann warten wir eins. Da wollten wir eins auch noch ja, an. aber ist das ja- wir hören jetzt dann auf, weil es ist immer so Wenn ich relativ. von der Arbeit heimkomme, dann ist es halb 11. Dann schalte ich mich ein. Dann heißt, wir hören dann gleich auf. Dann weiß ich, muss man nur 3/4 Stunden vorher gehen wir nicht ins Bett. Der Fluder sagt, ich habe zufällig am Folgetag frei gehabt. Meine Frau hat gefragt, ob das sein müssen hat. Habe ich ehrlicherweise gesagt, nein. Ja, Ja, das ist eine gute Frau Aussage. Fluder. Ja, und der Rudi Korbi sagt richtig, wer sich daran erinnert, war nicht dabei. Komplett richtig. Ich brauche XXL für das XXL-Shirt. Und der Fritzl Stadt gefällt mir wirklich, war eine Sternstunde für mich. Aber ich kann mich erinnern, wie das war, weil wirklich alle Kommentare, die da gekommen sind, du hast echt gemerkt, die Tastatur ist an jedem schon wirklich mehr Feind Ein als Gegner Freund schon gewesen. fast. Das war was da geschrieben worden ist. Und also im Prinzip haben wir gelernt, dass man auch über die Tastatur lallen kann. Ja, das war Wahnsinn. Ja. Das war Das war dann Wahnsinn. auch zum Nachschauen ein bisschen anstrengend. Also, Das glaub ich wenn man dabei ist, ist Das das ist ganz so. Ich habe es ja nachher als Auszugsweise Ich habe angeschaut. dann den Rest noch nachgeschaut. Ich habe mir so- da alles löschen sollen. Bis 5 Stunden war alles leibend noch. Ja. 6. Stunde auch noch. Aber die letzten 2,5 Stunden. Die letzten 2 Stunden waren anstrengend. Es war schon. Ich habe mir da gedacht, Alter, da habe ich irgendwas gesagt und ich habe so einer gesagt im Computer, Alter, red. Ja. Ja, furchtbar. Und wenn man sich selber besoffen sieht, ist es kein Spaß. Das ist kein Spaß.
Der Flüder sagte, ich Trottel hab jetzt mal was getrunken. Ja. Naja, das war schon. Und das hat man wirklich gemerkt. Das hat man wirklich gemerkt, dass echt die 19 Zuschauer, die da waren, keine Athleten sind, sondern auch Checker da. Das war, Da habe ich selber so Flaschen, glaube ich, getrunken, die ersten 2-3 Stunden. nein, ist ja egal. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da getrunken haben. Das haben wir gar nicht rekapituliert. Weil wir uns Zig einfach Flaschen, dann ist der Wein nicht mehr eingekühlt gewesen, dann haben wir Gin Tonic getrunken. Weiter. Genau, das habt ihr dann auf Gin Tonic umgestellt. Ja, nicht Ja, 1, 2, sondern ja, 3, 4, nein. 5, wo Ja. das noch war. Nicht? Aber Wahnsinn. Josef Tatro ist auch dabei, jawohl. Gibt es ein gutes Nachtlied von Herrn Hubert Aristoteles Rappeldiener? Mach mal ein gutes Nachtlied. Also, gute Nachtlied in dem Sinn gibt es nicht, wir können da ein Lied spielen. Aber zur guten Nacht quasi. Was Beim geht Wein? man machen? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ich fange an. eigentlich ein Jazz-Standard, eigentlich, aber von Sepp Fellner. Ferienwunsch. Ah, für die Wunsch, nicht Sepp Fellner, ja. Einer der anderen Großen, ja. Und dass ihr mal das war's, statt ihr. Das, weil du da in Sturm und ich bin schon beim Wein. Da muss ich echt sagen, bin ich stolz auf dich. Beim Wein darfst nicht fad sein, bei einem Lied musst du stark sein, sonst lass nur die halbe frei. Beim Plaudern musst du lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutsch, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst du stark sein. Noch geht's an, weil sonst fliegst du davon. Beim Wein darfst nicht fad sein und bei einem Lied musst du stark sein, sonst lässt du die halbe frei. Beim Plaudern musst du lieb sein und beim Kussen ein Dieb sein. Tust das nicht, tust das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst du stark sein. Noch ist an, sonst fliegst du davon. Ferienwunsch, ja. Ich danke vielmals. Ich danke vielmals. Großartig. Die alten Wiener Liedkomponisten, das waren lauter Jatze eigentlich. Das war aber unglaublich. Klingt Also richtig gut. die sind ja auch viel aus der damals, also Tanzmusik damals gekommen, wie das geheißen hat. Ne? Also unglaubliche Leute dabei. Wahnsinn.
Markus Bristol nicht so. Das geistert mir immer wieder bei mir im Hirn herum. Ja. Aber echt eine geile Nummer, gefällt mir selber auch. Ja, ein Moped-Star, ja, scheiße. Ist noch sowas von völlig. Aber der Klaus will, glaube ich, was? Sind 2 Stunden am Helm nicht herzeigen. Den habe ich gestern putzt. Das wird jetzt ein Stepper-Job. Den habe ich gereinigt, ich habe sogar ein Spinlock raus. Und habe sogar ein Spinlock gereinigt. Okay, Was? Also, ich meine, bist du aber motiviert. Ja, was? Ja. Nein, was denn? Ja, komplett. Ich habe sogar in Helmpolster gereinigt. Weil man dachte, aber fällt eh schon. Und wenn du schon dabei bist? Ja. Das Leben ist ein Hutschen. Fritzl Status, auch wenn mir der Schlaf fehlt, die Zeit mit den 16er Buben würde ich nicht missen. Fritzl Status, das gefällt uns Fritz, total. danke. Und das Da tut trinke ich uns, gleich einen Schluck. und das tut uns wirklich, wie weiß ich, leid, dass mit dir eigentlich nicht nur ein bisschen an Schlaf kosten, sondern wahrscheinlich auch Lebenszeit. Es ist wirklich bei dem, was du schon mit uns mitgemacht hast, da geht schon mehr drauf als ein paar Stunden Schlaf. Ich Das habe mal ist wirklich- Chick jetzt, aber das ist nicht. Der Fritzl ist ein Hardcore-Fan. Ja. Der Flur dann was? Legendär finde ich auch die Pavlatschen, die Klaus alleine gemacht hat bis 2:30. Ja, da war Du hast eine, hast du mal allein gemacht, so lange. Weil, ja, weil allein ja mehr So gemacht, lang, ja, aber ja. auch nicht, ja, das stimmt, das ist auch so Ich habe lang. nur 4 gemacht insgesamt allein. Ja. Aber das schon auch viel, das ja. stimmt, ja. Ich habe auch nicht, die eine, aber habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber ja, es ist natürlich auch. Ist auch legendär. Naja, unter den Fans halt, ne? Natürlich, es ist, ja. Jetzt pass auf, spielst du was, spielst du was, spielst du allein. Allein selber Ja, spielen. sicher, dass wir auch mal Ja, eine Ruhe haben, sicher. ein bisschen eine. Wir müssen uns da immer kümmern ums Business. Ich trage eine Zigarette. Das ist selbstverständlich. Ich trage eine Ja, Zigarette. gar nicht Gut, die braucht, sagen das Gott ist sei Dank gut, soll das ich. ist gut. Na was denn? Ja, was denn? Was reißt denn an? Reiß was an. Dann schauen wir, wenn ich den ersten Ton erwische, kann ich spielen. Ja, sonst nimmst du Okay. den zweiten. Das ist halt nicht so. Was hören wir? Was haben wir da? SDS. Ein Klassiker. Jawohl. Ich glaube, ich weiß schon, was kommt. Aber Glaubst du, weißt das? Okay. Was du glaubst. Schauen wir, ob es wer kennt. Es ist kein ganz bekannter Scheiß, ja. aber für mich, also was textlich und vom Gefühl her, eins von einer stärksten. Also, Ja. ich glaub, die Nacht kann ich nicht so schnell vergessen. Ich pass kurz nicht auf, das Auto fängt sich an zum Drehen. Da verfluchsam das Tempo, mit dem wir durch das Leben pressen. Probierst noch zum Bremsen und klammerst irgendwo. Nur bitte nicht, jetzt ging was Spitzes, Scharfes grau. In die paar Sekunden hab ich begriffen auf einen Schlag. Wurscht wie das ausgeht, da kann ich jetzt nur mehr machen. Jeder Tag zählt, jeder Tag. Wenn plötzlich so klar ist, wer das Leben an einem Tag hängt. Keine coole Reaktionen, ein völlig anderes Gesicht. So manches Problem, das ich nicht löse und vor mir herdrängt. Das, obwohl es mich nicht umbringt, immer ein bisschen
es ist nur normal, dass ich manchmal genauer frag. Das sag ich euch jetzt, aber ich glaub, das war ein Zeichen. Jeder Tag zählt, jeder Tag. Ich schätze mal ein zweites Mal und das sind ich schon nicht lang. Ich will vom Leben alles kriegen, was ich kann. Keine kalte Nacht, kein Sonnentag, will ich versammeln auf der Welt. Ich will mich wie atmen, jeder Tag zählt. Ich schätze mal nicht kein zweites Mal und das sind ich schon nicht lang. Ich will vom Leben alles kriegen, was ich kann. Keine kalte Nacht, kein Sonnentag, will ich versammeln auf der Welt. Ich will mich wie atmen, jeder Tag zählt. Na, aber das war einmalig. Bitte sehr. Das war einmalig. Einfach eine Bildnummer, das ist, Eine Weltnummer, Aber- absolut. gefällt mir wirklich gut. Und du hast es leibend gespielt, muss ich auch sagen. Dankeschön. Und ich meine, das sagt nicht nur ich, möchte ich jetzt festhalten, sondern das sagt eigentlich da die komplette Community. Genauso Ja, ist super. es. Gemeinde. Genauso ist Herzlichen es. Dank. Der Voll Florian gut hat so. vorher schon gemeint, du bist beim Daheim-Festival einmal eingeladen. Ja, genau. Ja, die wollte ich Genau, wollte ich ja. gerade eigentlich vorschlagen. Aber absolut leibend. Also, nein, da kommt schon zu Recht vollkommene. Mit der Franz Brandwein hat sich schon Whisky eine, weil der Wein ausgegangen ist. Aber man weiß. Anständig. Man hat ja was daheim. Nein, er weiß jetzt helfen. Weißt? Der Nein. Franz Brandwein, er weiß jetzt helfen. Und ich weiß auch, zur Not habe ich jetzt da noch einen Asbach uralt auch zu Hause. Ja, Ja, alles ausgeht. zu Hause hast du ja nicht, da ist er nicht. Aber ja, du, aber das ist wirklich eine Weltnummer. Und wie du sagst, leider eine der Unbekannteren. Es gibt ja ein paar so, Ist die so vom wie. Gerd oder ist die vom Dimischl? Ich weiß gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob die vom Steinbeck ist, die ist glaube ich vom Dimischl. Das kann schon sein. Kann schon sein. Leibende Nummer. Der Gerhard Spörk sagt, habe ich gar nicht kennt. Ja, wirklich. Es ist ein Schade drum. Es ist aber bei vielen Künstlern oft so, dass das so Weltnummern, auch jetzt, weil wir früher geredet haben, Horst Gmeller, der hat ja auch Nummern, die nicht so bekannt sind, aber die ja wirklich ein Traum sind. Es ist bei sehr viel. Es ist auch Ambros zum Beispiel. Ja, Klassiker, ja, also ja. man kennt halt die Hits und so. Ja. Aber die depressiven Nummern, was der auf seine Alben umhat, Absolut. ja, das ist großartig. Das ist großartig. Und er hat damals einen Zeitgeist auch da, muss man auch sagen. Absolut. Es war ein Zeitgeist und damit, aber nicht, das meine ich jetzt gar nicht, wie soll ich sagen, das meine ich jetzt nicht wirtschaftlich, wie sagt man da, nicht Na sag, du meinst es nicht negativ. nein, ich meine es jetzt nicht wirtschaftlich ein Trend, Nein, die damit, Zeit hat sondern genau den, passt zu den Nummern. den Nerv der Zeit. Ja. Nicht den Trend, nicht den wirtschaftlichen Ja, ja. Trend oder das, Ja. sondern ja, das getroffen. Und das war halt da auch. Und SDS ja auch Zeig mir den Himmel, ne, zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch so eine Nummer, Ganz die stark. nicht so bekannt über die Welt. Und das war halt gerade das mit dem Auto. Und ich kann mich erinnern, ich bin damals gefahren, ich war auf einer Hochzeit in Kärnten. Und in der Früh kriege ich einen Anruf, dass mein Neffe mit meinem Auto, also was ich ihm geschenkt habe, quasi, also mein altes Auto quasi, ne, mit dem tödlich verunglückt ist. Ne. Und da war dann auch ein paar Tage, und da weiß ich, bin heimgefahren, also heimgefahren nicht, ja. Und dann war ich ein paar Tage später, habe ich das Lied gehört, ich habe es kennt, das Lied, aber ich habe es nie so genau, ich habe das nie, und mit der ersten Strophe habe ich gedacht, Alter, ein Wahnsinn. Und jetzt sagen wir es ehrlich, mein kleiner Biker-Crash war jetzt zum Glück ja nicht sonderlich schlimm. Ich sag dem Sing auch so auf, weil das in Wirklichkeit passt durch das Leben. Absolut. Wir haben das einfach auf den Punkt getroffen. Ja, es ist so. Ja, es ist wirklich, jetzt, so wie es da fährst, gemütlich durch die Landschaft, da fahren wir, denkst du, ja, rutscht das Motorrad weg, da war jetzt nichts, es war nichts Tragisches, und zack, und im Prinzip, es ist jetzt nichts passiert in meinem Fall, aber es kann ja anders auch ausgehen, oder es kann ja anders, und dann sagst du, Mist, aber das hast du ganz leibend gebracht, ganz leibend, Ja, danke. wirklich wahr, da können wir nur in Ehrfurcht
Das Tragische ist ja, Buschnot. dieses Auto war ja das, mit dem wir meine erste Harmonika Ja, aufgenommen stimmt. haben. Stimmt. Das stimmt. Die Ja, berühmte das ist- Geschichte, wo wir ihnen das Eis ankratzen haben müssen. Und Ja, so. aber man muss auch ehrlich sagen, das ist Das ein ist Erinnern gut, ja. dran, Der man Blaue. muss das Leben genießen. In Ja, jedem so ist Moment. es. Genau so ist es. Das kann man nicht anschauen. oft nur hören, weil Ja. es ist so wichtig. Es ist so wichtig, weil man es so oft vergisst. Das ist eben das Traurige. Ja. Man lebt da hier und es sind sein Tod und bla bla bla. Aber man muss sich das schon bewusst machen, wie kurz in Wirklichkeit das Leben ist und man soll das genießen. Ja, Und genau. das ist Nein, ganz wichtig. Und die Gegenwart, was die Gegenwart? Ich habe das jetzt Ja. mein Neffe, ich weiß nicht, ob er jetzt zuschaut, aber da ist er schon wieder Vater geworden. Schon einen zweiten geschoben. Ah, der ist schon da? Ja, der Das weiß ich noch gar nicht. war ja Überzeitler. Ja. War Überzeitler. Nein, ist schon da, alles Leihwand. Und da war da so ein anderer Burm auch, nicht? Und da haben wir uns so gesehen. Und da haben wir, was der, wenn wir das Baby schauen, ne? Und jetzt hat es aber natürlich für einen älteren Burm, also der ist ja auch nicht alt, ne? 2 Jahre, überhaupt. Ja. Na, 2 Jahre ist er noch gar nicht, glaube ich. Nicht ganz klar. Weiß ja, aber ist ja wurscht, das ist ja klein schon. Und ich habe mir auch ein bisschen geschaut, dass er nicht eifersüchtig wird. Nicht? Weil alle kommen dann das neue Baby schauen. Nicht? Und der Bruder, ja, geh auf Zeit. Nicht? Vorher war er der Star. Nicht? Und da haben wir mit denen auch ein bisschen ein Geschenk gekriegt und hat so gebaut. Und der hat halt so dahin gelebt. Nicht? Also so sein Ding. Nicht? Das war die Gegenwart. Und da war das und da war das wichtig. Und da haben wir so gedacht, das stimmt oft. Du hast jetzt da, wenn du zum Beispiel jetzt so ausschaust, wenn Leute mit Kindern unterwegs sind, das Kind bleibt stehen, nicht, schaut sich was an, boah, Leibwand, nicht, irgendwas, was auch immer. Und die Eltern sagen, du komm, geh weiter, nicht? Geh weiter, wir wollen noch in Broder gehen, nicht? Weil dass wir dort was haben. Und da denke ich mir, ja schau, der Job ist eigentlich jetzt schon voll zufrieden, aber er wird eigentlich trainiert darauf, dass wir erst wohin gehen, wo es Leibwand wird. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Geh weiter, komm, ja, super, geh weiter zau an, wir wollen noch in Broder gehen, ne? dass wir zurechtkommen zum Kasperl oder was auch immer. Ja, ja. Und dabei war der eigentlich eh schon zufrieden. Das ist was glaube ich, sehr viele Erwachsene von Kindern lernen können. Mit kleinen Sachen, sie über kleine Sachen freuen, mit wenig zufrieden sein. Na und- Es braucht Ja. nicht über das überdimensionale, super drüber irgendwas. Es können ganz kleine Sachen sein. Wenn man die Fähigkeit behält, dass ich mich über sowas freue, Ja, dann schaffe ich es, dass ich glücklich bin im Leben. ja. Ich meine, es ist natürlich leichter gesagt als getan, aber Ja, ich glaube, dass das kein schon Thema. ein bisschen so ein Streben wirkliche sein sollte. Aufgabe, Ne? dass Dass, das- dass die Gegenwart das Leibende ist und nicht Ja, die ja, Zukunft. Eben, die Zukunft, Die kommt Vergangenheit ist vorbei, da kann nichts mehr machen. Vergangenheit ist vorbei, ich muss im Hier und Jetzt leben. Hier. Schau, was macht mich Jetzt, jetzt ja. glücklich, was passt mir jetzt und auch lernen, Nein sagen können. Einfach Sachen, Ja. das macht mich unglücklich, das brauche ich in Wirklichkeit nicht. Da renne ich nicht irgendeinen Trend oder was nach, da sage ich einfach, nein, das brauche ich nicht. Punkt. Und bin ohne das glücklicher. Und wie? Ja, Aber ja. das ist ja. ein Prozess, der lang dauert. Mir war das auch im Endeffekt, wenn ich das jetzt rückblickend, als Kinder haben wir nicht weiß Gott was gehabt, was der nur mein Vater gearbeitet, Haus gebaut, Kredit zurückgezahlt, es war halt nie viel Geld da. Und es ist nie was angegangen. Mit dem Ding. Aber natürlich war ich der in der Schule unter Anführungszeichen mit dem Hoferregel, wo alle anderen das mal irgendein Markenzeug gegessen haben. Das hat es halt bei uns nie gegeben. Dann fangst du selber an zu arbeiten, ja, was du selber geht, natürlich. Dann musst du das einmal ausleben. Dann kaufst du eine Stereoanlage, das war halt zu der Zeit, was die Botzen-Stereoanlage und das und das und das. Und dann der Weg aber dahin, dass ich sage, eigentlich brauche ich das nicht, das macht mich nicht wirklich glücklich, sondern ich steige lieber zurück und schaue, dass ich lieber zum Beispiel weniger arbeite, verdiene zwar nicht so viel Geld damit, komme aber mit dem Geld super aus und bin genauso Ja, glücklich. Und das ist dann das Ja. Ziel, was eher zum Anstreben ist. Und das ist das, wo ich sage, wo mein Weg zum Beispiel einfach hingeht und wo ich sage, ja, das macht mich glücklicher, auf Sachen verzichten und glücklich sein und Ja. nicht Ich immer weiß mehr nicht, ob's- verdienen müssen für irgendeinen Schwachsinn. Ich Ja. weiß gar nicht, ob es ein Verzicht ist. Auf so, sondern sich bewusst machen, dass gar kein Verzicht Im ist. Endeffekt Wenn ist ich kein weiß gar Verzicht. nicht. Ne? Im Endeffekt ist kein Ja. Verzicht. Und wir haben ja das auch gehabt, der Patrick und ich, vor 16, 17 Jahren Ja, ja. sind wir Berufsmusiker Ja, ja. geworden. Seit 27 Jahren spielen wir zusammen. Wir haben beide selbstständig, wir haben beide eine Firma gehabt und alles eigentlich
war alles im Aufbau, hat gut funktioniert und hin und her. Und nebenbei haben wir halt gespielt. Aber das ist immer mehr geworden. Das ist immer mehr geworden. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht mehr. Das geht sich zeitlich nicht aus, was machen wir? Was machen wir? Und dann haben wir beide gesagt, ehrlich gesagt, das Herzblut hängt schon an der Musik. Das war finanziell was ein mörderischer Rückschritt. Weil man natürlich, es war wirklich, wenn man ein gutes Geschäft gehabt hat. Aber wir haben gesagt, pass auf, im Großen und Ganzen wird es ausgehen. Und wenn wir jetzt 100% unserer Zeit, unserer Arbeitszeit einbringen in die können, Musik einbringen, ja, dann wird es schon funktionieren. Und so war es dann auch. Aber im Endeffekt war uns dass auf einmal weniger Geld vorhanden war, dann, das war uns eigentlich wurscht. Ja. Nein, gejammert habe ich immer. Nicht? Ich nicht, aber du. Ich schon, ich bin immer gejammert. Ich bin gedacht, ich bin ja Wiener, ich muss ja jammern. Das verlangt man von mir. So wie trinken, das schmeckt ja nicht. Ich trinke nur, wenn man von mir erwartet. Das gehört zum Berufsbild. Und, so war das. Und eigentlich, und das war die, ja, haben wir auch gesagt, was willst du, ist was anderes. Nur weil damals muss man jetzt auch dazu sagen, ich meine, heute ist ja Wiener Lied ein bisschen im Trend und solche Sachen. Aber das war in die 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, das war die Nische, das war der Lurch in einer Nische. Mhm. Ja, das war noch gar nicht, da war der jüngste Geburtstag, wo wir gespielt haben, war ein 70er. 70er, ja. Ich meine, heute spielen wir bei 30er und 50er und 60er von mir. Aber früher, das war wirklich der jüngste, das war 70er. Also das war noch wirklich eine echte Nische. Und wir haben gesagt, das ist wurscht. Das macht uns Spaß. Das ist ein Mut, den ich bewundere, muss ich ehrlich sagen. Weil ich selber, das bringe ich nicht zusammen. Auf der einen Seite, ich richte mir es immer so. Also ich bin so, okay, Musik ist lustig, passt, Hobby, fertig, möchte nicht leben davon. Natürlich war es auf der anderen Seite super, da mehr investieren und Dinge und so. Aber ich bewundere immer so Leute, die das schaffen. Und mein Bruder ist da auch zum Beispiel ein ganz kurzes Beispiel. Der war genau wie ich, der hat auch Bäcker gelernt, der hat sogar einen Meister gemacht, den ich nicht habe. Und hat dann gesagt, er will Schlagzeug spielen. Wir haben mal mit der Band hat er schon Schlagzeug gespielt, hat einen Schlagzeuglehrer gehabt. Und der Schlagzeuglehrer, den er gehabt hat, der hat in Amerika studiert. Und der hat dann den Flow ins Ohr gesetzt, ja, dass das gar nicht so schlecht war. Der hat Motorrad gefahren, alles, der hat Motorrad verkauft, 2-3 Jahre reingekackt, wie ein Blöder, jedes Geld gespart, ist nach Amerika geflogen und hat in Los Angeles seine Schlagzeugausbildung gemacht. Er hat Schlagzeug studiert in Los Angeles und wieder zurückgekommen und seitdem lebt er davon. Er ist Schlagzeuglehrer hauptberuflich und hat nebenbei immer Bands gehabt, also 5, 6 Bands. Er hat da drüben natürlich auch eine Ausbildung genossen, die wirklich spitzenmäßig ist und er ist der absolut... Oder was? Am EAM oder was? Am Los Institute Angeles of Music Music? Academy. Okay. Da hat er wirklich mit Weltstars gespielt. Die haben da wirklich, und die haben die ausgebildet als Schlagzeuger, Studio-Schlagzeuger für alles. Der spielt von African, von Classic Rock, der kann mit jeder Band spielen. Also der huckt sich mit denen zusammen, redet ein wenig und Ding. Also die Tage haben wir gesehen, da hat er in Wels gespielt, mit denen hat er zweimal probt und dann hat er in Wels vor Opus Vorband gespielt, ein Live-Konzert. Wir nix und hat aber mit denen gespielt, wie wenn er mit denen schon 10 Jahre spielt. Wirklich super. Profi. Und Profi, er ist mittlerweile ein Profi-Schlagzeuger und jetzt hat er aber angefangen, eben also Mundart-Kabarett mit einer Kollegin miteinander. Und das ist jetzt seins, auf das baut er sich jetzt auf, weil das taugt ihm voll und da ist er reingekommen und Ding. Da spielen sie lauter eigene Sachen und da kommt auch, er tut gerne Schauspielen und so, weißt du, das lässt er da einfließen. Und der lebt von denen, der lebt nicht schlecht für ihn. Aber mein Bruder ist natürlich auch, das kommt ihm zugute, er kommt aus dem Arbeitermilieu. Er war einmal ein Bäcker, er war einmal ein Hackler. Und er ist sich nicht so blöd, dass er, wenn er sieht, okay, mit der Musik wird es ein wenig eng, dass er zum Beispiel meinen Freund am Biobauernhof ein paar Stunden hilft, Steuer ausräumen und für das er Geld kriegt zum Beispiel. Ja, sind nicht Schadzeit für uns. Er ist jetzt für uns Job. Aber der Mut, das finde ich absolut bewundernswert. Ja. Das ist super. Nein, das ist Leidenschaft. Und ich glaube, wenn man Leidenschaft hat, dann ist es nicht mehr Mut, sondern dann folgt man einfach einen Plan. Ne? Und aber für mich wichtige Frage ist, hat er sich mittlerweile wieder ein Motorrad gekauft? Nein, er hat mittlerweile 2 Kinder und ist verheiratet und das hat er nicht mehr angefangen. Okay. Ne? Hat er nicht mehr angefangen. Ja, hat er mal so schick gesagt, Müssen wir da noch reden, renne ja. ich mich. Nein, er ist also das, weißt du, wir waren damals schon eine sportlich fahrende Partei. Ja. Nein, Also da war ich und mein Freund, Ja. der sowieso 3 oder 4 schwere Unfälle gehabt hat und mein Bruder auch mitgefahren und wir waren
für uns war das ein Mittel zum Zweck. Also wir haben keine Ahnung gehabt von Motorrad, wir haben so jeder was gekauft. Und für uns war der Zugang Motorradtreffen. Also wir waren an jedem Wochenende bei einem anderen Bikerclub in Österreich. Wir waren in ganz Österreich unterwegs, jedes Wochenende nur Motorradtreffen. Und das heißt natürlich auch, ich meine, das war natürlich in die 20er, da war ein Motorradtreffen ein billiges Fortgehen. Da hast du die Drangen relativ billig gekriegt und so. Natürlich bist du am nächsten Tag auch nicht ganz nüchtern heimgefahren mit der Maschine von irgendwo. Was alles nicht gesund und vernünftig war, aber das war halt unser Weg. Und wir haben dadurch schon natürlich Motorradfahren gelernt. Das war einfach nur Zeit. Da hast du noch keine elektronischen Vorhilfen und noch nichts gegeben. Da hast du einfach Motorrad und im Endeffekt habe ich das Motorradfahren gelernt auf einer 1200er. Da habe ich Motorradfahren gelernt. Ich bin vorher gefahren 250 Kilometer auf einer 250er, dann ist mir der Motormeier gegangen. Dann habe ich einen großen Schein gemacht, den hat man damals mit 19 machen können. Also mit 18 normal, mit 19. Da hast du nicht nur eine theoretische Vorprüfung, da bin ich schon mit der 1200er hingefahren zur Vorprüfung. Dann habe ich den Schein gemacht, dann habe ich mit der 1200er Motorradfahren gelernt. Und das waren schon ein bisschen andere Zeiten. Das war andere definitiv. Da ist auch noch anders zugegangen. Du hast dann wirklich kennt, wir sind viel gefahren, wir haben das kennen. Da sind dann schon die ersten R1 und Supersportler und so auf den Markt gekommen. Und ich habe gehabt die XJR 1200, das ist ein klassisches Naked Bike. Der hat 100 PS und schon ein wenig Schmalz, aber nicht der drüber Ding. Aber da hast du dann schon gesehen, wer fahren kann und wer nicht fahren kann. Also da haben wir die R1 haben wir verbrennt. Die haben keine Chance gehabt. Weil von mir, ich weiß es noch, wie man dann vor 2 Jahren, 3 Jahre, vor 2 Jahren, immer wieder Motorrad gekauft habe. Nicht? Und ich bin so ins Geschäft gegangen und habe gesagt, ich kenne mich nicht aus, weil es liegt zwischen meinem Führerschein und ich bin dazwischen Vespa halt gefahren. Nicht? Also ich war grundsätzlich verkehrstechnisch, war ich mit Zweirad unterwegs, weil ich habe dann echt gedacht, Alter, da liegen Welten dazwischen, weil ich sage mal, ob du heute ein Motorrad kaufst oder ein Nix oder eins vor 10 Jahren, ist wurscht. Da ist nicht so viel Unterschied. Aber vor 20 Jahren und heute, oder vor 25 Jahren und heute, ist ja schon ein Riesenunterschied. kein ABS, Aber- das ist gar nichts. Ja, gar nicht, ein ABS. Gar nichts hast Ja. Du, der Florian sagt was, das muss jetzt in Patrick Ich habe schon gelesen. Bei der Stereoanlage sollte man nicht sparen. Ich habe mir am Samstag einen Project-Plattenspieler um 700 € gekauft. Der macht mich glücklich. Ich glaube, was der Patrick da Ich glaube, was ich letztes Jahr zu Weihnachten mir gegönnt habe. Nicht? Aber Ein die Project erste Plattenspieler. Stereoanlage, die ich mit 18 gekauft habe, mit meinem ersten Geld, da habe ich heute noch einen Verstärker und eine Box daheim. Ein Pioneer-Verstärker vom Feinsten natürlich, an der Box, da Ja, ist das heute der Fernseher drauf und ist besser wie jedes Surround-System. Surround-System, ja. Nein, ich hab meinen ersten HiFi-Verstärker mit Boxen auch da stehen, im Gästezimmer steht's. Nur ich kann es nicht jetzt aufstellen, weil ich bin Platz nicht dafür. Ja, ich habe nicht den Platz, es sind solche Boxen, so Verstärker, ich habe keinen Platz dafür, leider. Wir hatten früher eine von diesen Buchsen im Kombi drinnen hinten. Ich hab das in meinem Skoda, aber die Gaudi hat war so eine Box. Sehr Das leider. heißt, wie viel Watt. Du- Das war vorhin Terrain. Du, der Florian fragt auch, wer hat gespielt für Opus? War das Hertha? Ja, es war Hertha und vorher und die und davor haben sie gespielt. Genau, Also das Hertha, war die Vorband von der Vorband. die erste Vorwahl, Schau. die zwei. Ja. Der Florian voll der kennt sich aus. Der kennt sich aus. Der Florian ist voll dabei. So, passt auf, jetzt spielen wir wieder was. Jetzt spielen wir was. Was machen wir jetzt da? Nein, ich weiß schon. Es sind ein paar. Wir machen ein Glas Portwein. Wir machen ein Glas Portwein. Wir tun schon was. Wir fangen Mir sind an. ein paar Wunschlieder gefallen. Machen wir das geil. Die haben wir schon gespielt. Habt schon gespielt. Nein, ich habe auch was anderes gemacht. Ich habe gemeint in Biesenberg. Achso, ja. Da Das ist dieselbe andere Richtung. Also, geht aber ein bisschen raus. Jawohl. Ich sitze in einem Weingut unter einem Baum. Dazwischen die Rebstöpfe mit der Hand. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün. Dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein. Darunter sitz ich und trinke Flasche Wein. Die Vogel, die zwitschern so lieb durch
kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blumen, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, als war ich noch ein kleines Kind. So kann man auch heute noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Schau ich auf zum Mond, er lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die Zirpen, alle mir vor. Beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann hol ich mein Glas zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes für heute. Flascherl Wein. Habibi. 20 Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Bräuche, andere Sprache. Einer lernt vom anderen noch und noch. Meine Heimat ist da und seine ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben für ihr Leben Wahrnehmung im Verein, ja wir sind die besten Freunde. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemein. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Man kennt fast so, zu jeder Zeit. Spür ich den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mir der Grauen. Da kennt den Wurschtel, ich der Schlag. Den Kasperl spielt, den stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund hasst Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt man gleich, unterhalt mich, komm ich lade dich ein. Und so macht mein Herz sie ungeniert und kriegt meine Rausch so finanziert. So lachen wir beim Wein vereint, aber am Ende bleibt mir doch nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund hasst Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit
ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann lad ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende mehr braucht, kein Mensch mehr über mich dann lacht, nur so macht die Augen langsam zu und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit, es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann lauf ich einfach ganz dir fein. Alles noch. Macht ja nichts draus. Ich Das war ist ja frische auch- Donut, glaube ich. Nein, Neff ist das, ne? Ist nicht ein Neff? Ich glaub schon. Glaubst du nicht? Dora und Gustav. Echt? Aufgabe von Dora auf Gustav. Von Ja, Dora, bitte, ja. da war mein Lebtag noch nicht. Von Dora auf Gustav, also Gustav, ja. Gustav ist. Nein, sie sind. Ja, Sie nein. Gustav. Ja, ja. Ja, ist gleich. Warte Ja, mal, ja. warte mal. Mach eine Aufgabe von Dora Ich auf schau die Gustav. Noten rein. Aber eigentlich ist sie in Dora. Sicher. Ja. Neulich waren wir eingeladen bei einer Feier. Gemeinsam in die Grube und die Meier. Und es war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten. Die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das Aloisl heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen, na und schau. Dann wurden die Händel und die Fleischladen serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Oder so hat sich gestürzt auf die Schnitzel und den Erdäpfelsalat. Dass der Läusel nicht dabei war, ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Da kommen ein paar Schnapsal zum Verdauen. Und die Achternrennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt nach Bader und der Grube ist kein Vater. Hat sich wieder zu, der Tisch spricht zusammen. Sturl. Es ist so schade. Es ist so schade. Es ist so schade. Da fällt der Läusel noch dazu. So ist er gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusel sicher leibend gefunden. Ja, ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Leich. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot.
Wäschepuppen. Auf vielen Wiener Straßen Nummer Einer 104. Arschung nach der anderen. Wie mir eine so sind die Puppen wie die Wüten vor der Tür. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, wenn ich nicht war. Ich hab eine nagelneue weiß lackierte Bonne, mit der werde ich jetzt zeigen, was ich kann. Ich hab eine Bonne, ganz eine neue, das betone ich. Komm, schwing die auf, die Puppe, jetzt gehen wir's an. Nur streck die Füße nicht groß aus, sonst kommen wir nicht ums 12er Haus. Zuerst kommt der erste, der hat einen gesunden Klang, weil meinen Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Und wegen der Beschleunigung und wegen der Beschleunigung und wenn man's Auspuff real so leicht verliert. Bei der ersten Kurve steht der Zeitungsstandel. Da bin ich mit einem 20er Tempo reingebraust. Der Zeitungsstandler, der schaut rein wie der Fernandel. Dabei bin ich schon wieder hinten rausgesaust. Und meine Puppe hinter mir, die hat im Ausschnitt akkuriert. Die nächste Kurve ist dort vor bei uns am Becken. In der Beckenkurve bin ich nicht zum Schlagen. Das muss man sehen, wie wir mit Raudecken. Dabei ist mir mein Puppen hinten runtergeflogen. Zuerst hat sie sich nicht halten wollen, jetzt hat sie ein Goschel ganz verspielt. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Wenn ich den einen kick, das hört dann weit und breit. Darum schalte ich gerne um fürs werte Publikum, weil mit dem Wirbelhund die Leute botzen frei. Ich fahre super fort mit meiner Schlurfracke. Sogar ein Wachmann hat der Luftdruck um die Erde. Dann kommt der Bahn, den Scheibe dran, der hat Rolleten. Jetzt ist mein Futterradl hinten im Vorverkehr. Und beim Portal von unserem Bäcker haben wir das drüben gleich Weg. Jetzt kommt vom zweiten Stock ein emaillierter Kiebe. Den uns von oben voller Wasser runtergeschiebt. Der Kiebe fällt mir auf die Birne oder Tiebe. Jetzt nimmst du den Kiebe weg, da sieht man nichts damit. Jetzt rutscht der Robe bis zum Hals, dann er ist schäber, das war alles. Wie er aufgewacht bin, in ein spitales Bett drin, hat mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in einem Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Bonne, ja was war's denn mit Belone? Meine Haxen können da sein und die Kraxen müssen da sein, meine Zente können fort sein und das Moped muss noch gut sein. Hoffentlich ist meiner Bonne nichts passiert. Jawohl! Ein Weltpotpourri, Superklasse. Das war ein bisschen... eine Überraschung nach der anderen. Es war unterbrochen durch eine Tonartunsicherheit. Aber ja, aber es ist halt so. Oft die Lieder, die ich geschrieben habe, weiß oft eher besser, was in welcher Tonart und so. Weil ich arrangiert habe. Was sagen wir da? Aber so rennt's bei uns, weißt du? Passt perfekt. Heute hat es wirklich Jetzt gut kann ich einen geklappt. Dampfer auch machen, oder? Es liegt an euch. Es liegt nur an euch. Schau, die Kuri-Vertonungen sind genial. Ja, nein, danke dir herzlichst. Markus Brisanek, Dankeschön. Flasche leer, Glas leer, Acker voll. Jawohl. Das ist ein Anfang. Ah, Den kann man arbeiten. Was haben wir? 8 Sturm Und der Fluder sagt, Gin macht er Tonic? halt ein Bier auf. Ne? Der Louis, ich sitze von Geburt an im Rollstuhl, ich bin mit Kleinigkeiten zufrieden. Raphael, Der Raphael, ja. Ja, genau. Ja, das lernt man dann anders zu schätzen. Ja. Die Quetschen, was ist der erste Tag der Ident mit Hirsch Obermeier? Ja, genau. Aber nur, das war auch der Plan. Ja. Das war eine Hommage an Ludwig Hirsch. Ja. Ich war gerade Ski geholt, habt ihr einen Wiener, kennst du sofort, wenn er selber so gespielt hat? Nein, wir haben auf dich gewartet. Franz Brandwein, spielen wir, haben wir da versprochen, das kann ich mir erinnern. Ja. Hoffentlich ist meiner Mieze nichts passiert, sagt der Christoph. Ja. Und meine Mieze schreibt er mit 2Z, ich sag's nur. Nein, die schauen nicht so schlecht aus. Ich hab schon gesehen. Nein, es ist Leichte Du, Gebrauchsspur. aber sagt ja, der Fluten sagt, ich habe eine Bonne zum Herschenken im Köller. Ist halt zerlegt, falls man Interesse hat, muss Das ist sein. richtig. Das ist nicht schlecht. Da müssen wir sie auskennen. Motor habe ich überholt. Also hast du nicht, also überholt im Sinne von, den hast du technisch überholt oder hast du ihn überholt mit Vorrad oder irgendwas? Das muss man präzisieren.
Einen Wiener kennst du sofort. Ein Vorspiel. Wenn er sehr was sagt und die Wege am Bezirk noch einer Klasse fragt, wenn er schimpft, dass der Wein ihn ums letzte Gerstl bringt und geht drauf seine 4 Viertel drängt. Wenn's die Bundeshymne spülen, geht's dir am Sage an. Er steht da und ist ganz stark, weil er den Text nicht kann. Aber bei Schrammen singt er mit, jedes Lied, das ist gewiss. Daran kennst du, dass er wer ist. Ja, der Dornbacher Pfarrer steckt aus, da bleibt halt kein Wein besser zu Haus. Da drüben's pünktlich zur 10 ist, auf einmal da wissen's vom Pfarrer Adress. Die Frauen, die wundern sich sehr, ja sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Simon laut, ja der Dornbacher Pfarrer steckt aus. Einen Wiener kennst sofort, wenn er sehr was sagt, und im eigenen Bezirk noch einer großen fragt. Wenn er schimpft, dass der Wein ihn aufs letzte Gerstl bringt und gleich drauf seine 10 Viertel bringt. Wenn's die Bundeshymne spülen, geht's dir am Sage an. Er steht da und ist ganz stark, weil er den Text nicht kann. Doch bei Schrammen singt er mit, jedes Lied, das ist gewiss. Daran kennst du, dass er wer ist. So reingespielt, das ist ein Hitz und lustig Gefühl. Damit auf der Gleitbahn sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorweg und dran zieht nur am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön so ein Ringespiel. Einen Wiener kennst du sofort, wenn er sehr sagt, um die Wege am Bezirk noch einer Gossen fragt. Wenn er schimpft, dass der Wein ihn ums letzte Gerstl bringt und gleich drauf seine 4 Viertel bringt. Wenn's die Bundeshymne spülen, geht's dir am Sage an. Er steht da und ist ganz stark, weil er den Text nicht kann. Doch bei Schrammen singt er mit, jedes Lied, los ist gewiss. Daran kennst du, dass er wer ist. Ich hab gedacht, du weißt weiter. Ach so. Was, ja? Ach so, Ja, ja. ich wollte eigentlich Schluss machen und du glaubst, du weißt, was wir. Vor 20, 30 Ja, da war er am Bier, der Knorrlein, ja. Da hat's sonst nix wie saubere Buben und saubere Dirndl gehen. Und haben's von tanzt und umgestrampft, das war ein gewisser Frei. Du siehst, das war halt da, zumal's noch gern gesunde Lein. Wenn Gresi Kappel gesungen und das war ein gewiss kein Pflanz. Getanzt und Lieder waren wir von den Dirndl gewandt. Der dicke Peppe Korrl und der Franzl, alle drei. Ja, ums wo tanzt und umgestrampft, da war wir gleich dabei. Heut geht's mit Singen schwer, wir haben keine Stimme nicht mehr, tanzt wieder nicht so. Wir sind aus Heu und Stroh, jo, jo, mir geht's schon ein, da muss ein Förder sein, wir haben auf der Welt keiner mehr gehört. Oh, ein Fisch muss gehen, sonst hat das mein Kapitän nicht. Fisch muss gehen, der Mensch ist doch kein Pferd, nicht Sex, nicht Fahrt, nicht muss der Stimmung ein. Oder
jetzt mein letztes Grau und spürt's mir habe Tanz. Et hole schon meine Frau, et is mir alles an. Da habt's mein letztes Grau und spürt's mir habe Tanz. Einen Wiener geht's sofort, wenn er Servus sagt. Und in meinem Bezirk noch einer großen Front, wenn er schimpft, dass der Wein er das letzte Gerstl bringt und gleich drauf seine 4 trinkt. Wenn's die Bundeshymne spielen, kennst du ja sagen, ja. Er steht da und ist ganz schade, er den Text nicht kann. Doch bei Schrammet singt er mit, jedes Liedl, das ist ja wiss. Daran kennst, dass er ein Bär ist. Batteriestatus leer. Ja, wo ist er? Na, wo ist er? Na, wild. Wild. Danke. Ja, ist in Ordnung. Warte, jetzt muss ich da zurückgehen. Jetzt muss ich da zurückgehen. Muss man mal ein Achtel Wasser beim Durchstehen. Weltklasse Buben, sagt der Raphael Meyer. Warum muss ich bei der Nummer auch immer gleich in ein Ringelspiel denken? Das weiß ich auch nicht. Markus persönlich, das weiß ich nicht. Ich habe keinen Einblick in deine mentalen Danke dir. Hintergründe. Langsam sollte Daniela genug Intros haben, damit sie auch mitsingt. Texte kannst du eh alle. Christoph Acker. Ja. Ich glaube, Absing glaub, er wird nicht mehr so bald in Steuer schlafen können. Ich habe im Turbacher Pfarrer, die Meg hat die mit der Orgel dort aufgespielt. Ja, ja super. Na, absolut leibend. Absolut leibend. Du, Mischa, der Markus könnte schon ruhig noch anspielen. Genau. Der macht das gut. So langsam geht es an die Substanz. Wieso, aber der Markus noch spielt, was geht das? Wenn wir was spielen. Ich glaube, wir sollen noch was spielen. Du musst schon suchen. Du weißt, willst du einen Schnaps? Dann will ich einen Schnaps, ne? Ich schenke mir noch 8, Weiß weil Gott, das ist besser. Renate, Papa, gute Nacht, wir sehen Sie am Donnerstag. Ach, gute Nacht. Wer geschlafen? Heute noch ist Donnerstag. Renate Preiser, servus, gute Nacht. Bitte Ein gut, schlaf Heimfahren gut. werden die noch besucht. Jawohl. Genau. Jawohl. Michael Unge ist noch voll dabei. Franz Brandwein hat natürlich Kann er das. Du, willst du einen Schnaps holen, ne? Du, ich probiere da mal einen halben. Du kannst ja nicht deiner Frau den Naja, ein halber in Likör weggesaufen. Das kannst du nicht machen. Was ist das Corona? Holunderblütenlikör. Das könnte ja nichts hier ansetzen. Ja, kannst du das machen, ja. Klingt nach einem Plan. Aber was du siehst mit größeren, ich hab so, das, so wie die Nussflaschen, den Nussschnaps. Ich habe das Flaschel gesehen bei dir daheim. Ich habe mir gedacht, ja, es ist ambitioniert, aber ich meine, viele Leute kannst du nicht glücklich machen damit. Und es geht mir nicht darum, dass viele Leute glücklich machst, aber dass du mich glücklich machst. Ja. Da musst du das mal beim Papa und der Renate ausmachen, weil die sind auch. Du brauchst gute größere Nussschnaps. Flaschen, wenn man das mit jemandem ausmacht, du brauchst einfach größere Flaschen, musst du das aussetzen. Ich muss nächstes Mal, ich bin mir gemacht, vorhin unter Duinenbach noch 3-5 Liter Blut, 15 Ja. Liter. Ja, es war heuer kein kurzes Nussjahr. Nein, es war bei uns auch nicht. Das war im Patrick Da wurscht. habe ich heuer nicht so viel angesetzt. Dafür gibt es einen Zwetschgenlikör gibt's noch. Der ist auch noch gerade drin. Ja, nein, es ist eh lieb, aber die Mengen, du musst an die Mengen arbeiten. Das ist, weißt du, man, verstehst du, Safen, ja, Safen kriege ich 1 Kilo, ja, ein Saft kriege ich Ein Block hat 1,2 Kilo. ja, das ist ja wurscht, aber ich kriege ja der Blech, wenn man der geht nie weg. Das ist, da muss ich mir ja, da müssen die mir ja, weiß ich nicht wie oft waschen. Das ist ja Wenn du Wahnsinn. nicht badest, weißt du. Naja, oder Ja, wir nein. nehmen das so Und Flaschen kriege ich so eins. Bei uns geht ganz schön was auf. Ja. Verstehst du, das Öl, was du mir gegeben hast für meinen Tennisarm, was jetzt irrelevant ist, weil gerade andere was drin ist. Ja, aber das Öl, da ist mehr drinnen als in dem Nussschnaps, was du da gebracht hast. Das meine ich, ich wollte nur damit, ja, wisst ihr. Passt. Prost. Ja, Prost, jetzt Prost. ich wollte mir einen Schnaps schenken. Weil, aber jetzt Ja, hab ich- trinken wir mit. Nein, ich kann nicht, ich, trinke habe Achtel. ich muss jetzt das austrinken. Aber Prost. dann spüren wir Zum nicht, Wohl. nein, das aus, gell? Sehr zum Wohl, Mahlzeit. Sturm ist auch noch da. Das ist es. Dann noch. So viel Liebe ist Freunde, was haben wir jetzt? Na, 4,5 Stunden. Lächerlich. Aber noch 27. gerade warm gespielt. Und genau. Ein bisschen sticheln kann ein Ah, okay. echtes Fraßsackerl noch, das wissen wir ja. Das wissen wir ja.
Ah, okay, mein Papa schaut noch fleißig zu. Er hat nämlich vorher schon gemeint, ihr habt einen neuen Wienerlied-Fan. Und ihr seid wahr? für Steinerkirchen offensichtlich einmal engagiert. Ja, Ja, das freut mich. Wer ist jetzt der Vater? Die Renate? Das ist die Freundin von meinem Papa. Ja, ich kann ihn nur irgendwo Nein, Die kennt uns ja nein, schon. weil mein Papa schreibt mir nur auf WhatsApp, der hat keinen eigenen YouTube-Kanal. Also Ja, nein, ist aber Renate Preiser Er schreibt hat damit über WhatsApp. mich einmal einen Artikel in der. Nicht, dass ich jetzt falsch sage. Was bei der Bezirksblätter. Bezirksblättern, genau. Genau, Vor ja, genau. 15 Jahren, 16 Jahren. Genau, der war da dabei. Genau. Ja, haben wir geredet. Wie wir angefangen haben, echt zum Schauen. Da habe ich echt cooles gekocht, ne? Mit Holzherd und so, kann mich erinnern. Ja. Das über die Kräutertarn, wo man das Kräuter und Rickern tarn und aufhängen unterm Dachboden und so. Das So haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ja. Das Leben ist ein Dorf. Das ist Ja. unglaublich. Ja, Das wie ist gesagt, was für Connections das sind. letztes Mal bei einer meiner nächsten besten Freundinnen sind wir die neu ausgebaut und wir haben da wenig geholfen, waren wir mal zum Grün eingeladen und ein anderer Freund von uns von Steyr auch noch da, also der Ex-Mann von meiner Trauzeugin, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, mit seiner neuen Freundin, und wir erzählt halt da von euch und denke, man machst aber nicht den Patrick und den Klaus. Scheiße, sag ich, das ist aber nicht euch Ernst, Genau, das ist oder? nicht, was mit einem von euch in die Schule gegangen ist. Oder Genau, was? die was die Anschi, genau, die was mit euch in die Schule gegangen ist. Ja, mit mir, glaube ich, da Oder haben wir mit dir? geredet. Die Ja, Angie ja, Margrethe, ja, mit dem Klaus, Genau. ja. Genau. ja, richtig. Ja, ich meine, man muss auch andererseits natürlich sagen, es ist ganz klar, wer kennt denn die 16er beim nicht? Bekannt das Film Du kannst- von Es ist eine Macht. das stimmt. Aktenzeichen Genau. XY. Ja, du kannst wirklich, du kannst aussteigen, sagen wir mal in den Badlands, in den Rocky Mountains, kannst du aussteigen irgendwo, kannst sagen, gehst in eine Pudel rein, also in eine Hitten, sagst, wer kennt die 16er Buben nicht? Gut, werden wahrscheinlich alle sagen, ich und ihr, aber theoretisch könnt ihr es noch finden, der uns kennt. Ja, das geht der Zeit. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Aber es ist aber statistisch möglich. Es ist prinzipiell immer, die Würde ist immer ein Dorf. Schwäbisch Ja. Hall, Weinstube zum Weilertor. Das war legendär. Das war legendär dort. Wir sagen, Schwäbisch Hall. Wir gingen zum Wirten, der Pater mir fuhr da durch die Ausstellung da geschickt vom Wirt, ne? Haben uns auch Der schon Schrei, ne? Der Der Ding war, ne? Der Munk war dort gerade ausgesteckt, ne? Ausgesteckt. Der Mann hat ausgesteckt gehabt. Oh, schön. Ja, das ist gut. Ja. Das war aber wirklich ein schöner Versprecher. Das war ein schöner Versprecher. Ja, und wir haben da, und sagen wir da, die dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir was essen. Da sind wir bei der Weinstube zum Weilertor, ne? Mittags. Ne? Das Am war zweiten Tag am bereits. zweiten Tag. Also am Vortag haben wir gespielt, am nächsten Tag haben wir dort noch. Am Vortag waren wir auch schon dort. Waren wir auch schon dort, aber es war ein anderer Ja, Ding, anders, ja. Bezug. Ja, ja. Und dann gehen wir dort hin, nicht? Und setzen uns hin und bestellen das Essen. Und kommt der Wirt, ganz klassisch wie es ist, was die glotzen da als Heiligenganzl rundherum, nicht? So die Haare. Lederschürzen. Die Lederschürzen und zau dir, wie ein Bannerbouquet, aber so ein Wampen halt. Nicht? Also wirklich eine reine Tschecherantenwampen plus Lederschürzen. Und dann nimmt die Bestellung auf, geht rein, dann kommt er raus und dann sagt, seid ihr aus Wien? Sagen wir, ja. So, seid ihr Musiker? Ja. So seid ihr die 16er Buben. Ja. Alter, was los? Da werden die Augen schon groß. Sag genau, wir haben gerade in der Küche, da rennt gerade Dreisat, da ist gerade irgendeine Geschichte über euch. Ja? Und ich gehe rein in die Küche und sage, du, die zwei, die sitzen da draußen. Das ist unglaublich, oder? Ein Wahnsinn, ja, das ist wirklich leibend. Ja, das ist so. Das ist schon lang her. Und der hat glaubt, das sind Weltstars, gell? Ich habe natürlich nichts gesagt, ne? Und gesagt, ja, okay. Ich habe den besten Zwiebelrostbraten Der war meines gut. Lebens mit handgeschabte Spätzle dazu. Das ist was jetzt. Kann man's, ja. Das ist was jetzt, ja. Du, wie Der schaut's Wein aus? auch. Der hat nur Viertel noch. Naja. Dort. Das ist nur Vierteln gehen. Wenn du was gewünscht, eins hätte ich noch im Bett. Ja, sie. Nämlich wieder ein Wolfgang Ambros und wieder ganz was Unbekanntes. Das ist ein Lied vom Feistling, wenn euch das was sagt. Weißt du, das hat mit Tauchen und mit dem Prokopetz Genau, ja. hat er ein Faust auf Ah, von Wienerisch dem gemacht Ja. als Feistling.
Und aus dem ist eigentlich mein Lieblingslied vom Wolfgang Ambros, das heißt Eine Meinung. Und das, wie ich das erste Mal gehört habe, hat mir das einfach mitgenommen, weil es auch eine lässige Melodie und vom Text her ist das waren die 70er Jahre, also es ist echt hümmelalt, aber der Text aktuell wie nie. Und das ist eines von meinen Lieblingslieder, das kann ich euch noch spielen. Unbedingt. Bitte. Unbedingt. Das probieren wir jetzt nochmal, das noch Ich freue zusammen. mich drauf. Ja. Eine Meinung, die nackten Taschen, See, Straßen, Bahnen, Stadt, den verhatscht die Filzkartoffeln aus alte Schlafrig vierer Schaut, die sie jeden Tag in die Wirtshäuser durch ein Bierlocken schleifen lässt und die sie von einem jeden Sprotzen vom Dach runter pfeifen lässt. Lampenfetzen hodern, der Hodermann ist da. Kommt zu mir her und lasst euch eine Meinung auf mein Handwerk an. Kommt zu mir her und lasst euch eine Meinung auf mein Handwerk an. Eine Meinung, die in dunklen Häusern anzählt und verwaltet wird, wie man am Sonntag beim Spazierengehen ihrer Halt und strapaziert, die jeden Tag in roten Lettern in irgendeiner Zeitung steht und die sie ohne Schwierigkeiten jeden Tag zum Ändern geht. Fetzen, Lampen, Hodern, der Hodermann ist da. Kommt zu mir her und lasst euch eine Meinung auf mein Handwerk an. Kommt zu mir her und lasst euch eine Meinung auf mein Handwerk an. Eine Meinung, die 2000 Stufen in Reihe und Glied aufmarschiert und die in enge finstere Gassen immer flacher treten wird und die sie ganz einfach in der Nacht in irgendeinen Hinterhof verkriecht und die sie an einem Wochentag vor dem Antwort geben wird. Fetzen, Lampen, Hodern, der Hodermann ist da. Kommt zu mir her und lasst euch eine Meinung auf mein Handwerk an. Kommt zu mir her und lasst euch eine Meinung auf mein Handwerk an. Einmalig. Amen. Einmalig, ja. Und top aktuell der Text, gell? Absolut, Obwohl absolut. so alt- Wahnsinn, Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich. Der hat Aber- schon was können. Also das. Ja. Wobei ich glaube, die Texte sind ja sehr oft auf dem Prokopis. Auf dem Prokopis ist Sehr, aber sehr von viel, ihm. ja. Ist sie wirklich von Ich glaube, dass das ja. von ja. ihm. Ja, ich weiß, das ist Nein, er von hat schon so Stimmt, der Prokopetz Ambros war natürlich das Dreamteam, sowieso. Prokopis hat ja viel, wahnsinnig viel geschrieben. Ja, Ufer und so Geschichten, alles Ja, von ja. Prokopetz, was Und, Wahnsinn ist. und das ist ja unglaublich. Und da tauchen dann natürlich noch dazu. Tauchen dazu, Wahnsinn. das war einfach ein Wobei es, Vulkaner gerät. aber es war aber eine Zeit. Also du bist ein 77er Jahrgang, ne? Ich bin 77. Ja, Daniela, man fängt ja damit nicht nach dem Alter, dann Student nicht nach dem Semester und in Klasse nicht nach dem Gewicht. Aber was 84er Jahre. Du bist ein Junge. Der ist schon, dass du in den Hafen kommst. Du, Was brauchst du du? Rotzmensch, du. Das gibt's ja nicht. Mitternacht ist vorbei. Ja. Das sind, nein, aber das Und die ist Sonne noch nicht angerufen. ja, genau. Das gibt's ja nicht. Du, aber Entschuldigung, ich hab muss jetzt, kurz ja, Patrick, mach kein Wirbel. Verschreck den Lumpe nicht. Ich habe letztens im Radio, ja, auf Ö3. Weil auf Ö3 haben sie ja jetzt da, ich mein, also Ö3 her, ich war nicht mehr im Auto fahre und da nur selten, nur da, also in der Gegend, kriege ich nicht viel rein. Ja? Gleich. Ö1, Ja. das ist eh manchmal leibend,
aber oft halt auch nicht. Ja. Das ist ja anstrengend. Und natürlich auch in Niederösterreich und Co. Aber, und Ö3, viel mehr kriege ich, oder, ja, gibt es schon noch Sound, ist ja wurscht. Aber auf jeden Fall habe ich da einfachheitshalber Ö3 und die haben mich dann, und die bringen ja oft so Lieder aus den 80er Jahren. Mittlerweile nicht. 80er, 90er Jahre. Und da war von Tauchen, wir haben die Kassen von Döff. Ja. Zwei große Hits, das eine war Taxi und das andere war Der Kodo. der Kodo. Der Kodo. Der Kodo Und war das eins. Kodo- Wahnsinn. Und ich habe mir gedacht, Alter, eigentlich, ich meine, damals haben wir drüber so gelacht, ich meine, Leiber, die Nummer, ja, passt. Dann haben wir es verächtlich niedergemacht, später dann, ja, das war früher die depperten Lieder. Und ich habe mir gedacht, das war echt gar nicht schlecht. Ich bin der Hass. Nein, das ist der Kodo. Es ist textlich völliger Schwachsinn, aber Voll. es ist, Aber du kannst es heute ist so ein Lied melodiös über- und von der ganzen Idee, von der Struktur, von dem Lied her ist es ein Geniestreich. Das kannst du heute noch anhören und es ist nicht Ja. peinlich und Ja. das ist wichtig. Ja. Aber du könntest heute aber so ein Lied nicht mehr schreiben. Ja, die Zeiten sind ein bisschen... das- ja. es ist, auch zum Beispiel eine ERV, die wurde heute nicht mehr groß. Das stimmt. Ja. Das war die Zeit, Ja. die hat das braucht und hat das gekriegt. Ja, es ist heute wahnsinnig industrialisiert und sehr Ja, auf Eigen- Geld machen. ja, und eigentlich Das ist der kleinste zensiert. gemeinsame Genau. musikalische Nenner, die das ganze ist der Musik- breiten Masse taugt. Ja, wo sich die Musik so hinentwickelt, das ist eine ganz schwierige Geschichte in Wirklichkeit. Absolut. Das Absolut. ganze Elektronische und in Wirklichkeit, wenn es immer ist, für die breite Masse ist das super, ist das okay, die hören sich das an und es wird ja auf das hinproduziert. Das müssen sie die ersten 10 Sekunden super anhören, Ja, sonst ja, druckt er weiter. Ja, ja. Und es kennt aber dann nichts mehr. Aber es ist für Leute, die sich wirklich für das Thema Musik interessieren, es ist absolut langweilig. Ja. Sowas kannst du nicht stimmt. anhören. Das ist völlig. Ist so. Ich meine, es ist. Ja, ey. Es gibt Zum immer Was sie mehr. gehalten hat, ist, ich komme halt aus Metal und Rock. Da haben sie ein paar, da haben sie die Gurden haben Ja, sie ja. richtig gehalten. Ja. Und die kannst du heute noch anhören. Ist nicht mehr das, wie es vor 20 Jahren war, wo Metal Festival und so und Ding und so. Aber da ist halt, da merkt man halt dann auch, da ist schon eine Qualität von den Musikern und von der Ja, Musik klar. dahinter. Also die Absolut. können Gitarre spielen, wirklich Absolut. singen gut. Da ist ein Schlagzeuger, Absolut. der was am Beat halten kann und so. Aber das, was nur mehr elektronisch ist, wo ich nicht einmal eine Stimme habe, weil alles über die Sequenzer drüber rennt und alles nicht dann. Das ist so Nein, anstrengend. Aber ich merke schon, dass dieser Pendel ausschlägt wieder. Also nicht ausschlägt, sondern sich wieder Die zurückbewegt. andere Seite. Wo du schon wieder merkst, geht langsam einmal, jetzt ja. kommen schon, also wenn du die Charts anhörst, weil der Christoph Acker sagt, Klausi, du hörst Ö3, die Welt stürzt ein. Ja, nein, wie gesagt, ich höre es im Auto halt dann Mir ist ein paar jetzt da Meter. dreimal passiert. Ganz ehrlich gesagt, also ich höre im Auto nur entweder Ö1 oder FM4. Ja, Ich bin ja. halt da auf der FM4 schon, mit dem kannst du nichts anfangen. Aber mir ist da das Alternative immer noch lieber wie das New York Ja. 15 Ja. Pop-Ding. Und Arbeitskollege, okay, der hat halt einmal eine Box angehängt, weil normal haben wir kein Radio in der Firma und haben halt da auch 2 Stunden am Abend Ö3 gehört. Und da muss ich auch sagen, okay, da war dann auch mal von 7 bis 8 oder 8 bis 9 haben sie da eine Stunde nur österreichische Musik. Ja. Was wieder super Sachen spielen, wo auch ich wieder draufgekommen bin auf Sachen, da hat man das zum Teil, das Heimweh nach BA. Ja. Eine Hammerscheibe, Ja. die hat mir so taugt, dass ich die wieder mal gehört habe. Ja. Und da haben sie auch, du spielst die Ambros, du spielst das Nein, alles. die haben das Das ist okay. Aber auch jetzt, also ich merke das wirklich bei Neueren, ich meine, ich bin da bei der Snoop Dogg Doggy Style gerade sagt, Superfly, richtig, das ist nämlich mein Sender, der daheim rennt, nämlich daheim, weil da habe ich ja Internet, ne? Also ich höre nur Superfly eigentlich, aber, also wenn ich Radio her, aber im Auto Ö3, aber es ist schon, und auch tatsächlich in den Charts bemerke ich, es ist nicht mehr nur Scheiße. Also da sind schon Sachen, wo ich mir denke, Hut ab, recht leibend gemacht. Aber wurscht, lassen wir das gut sein. Der Flurian verabschiedet sich, der Flurian geht schlafen, aber Flurian, hör zu, bleib noch, weil ich würde sagen, wir kommen schon langsam zum Schluss. Ja, würde ich auch sagen. Wir werden zum Schluss kommen, weil ab jetzt, wenn wir dann da die Kamera andraht haben, wäre lief, also ist die Tür sehr offen. Die ganze Zeit offen. Aber ich habe mir das so gedacht, wir werden das jetzt noch offiziell zu einem schönen Schluss bringen und dann, wenn wir noch einen Schnaps trinken,
dann schaue ich, dass ich noch irgendwann Likör her dazu, weil die Das Flaschen, ist nur da. oder die Flaschen schon aussaufen. Das ist ein Wahnsinn. Das Flascherl, was man Ja, ja. Wie viel ist der vom Wobei, da Sturm musst du da? ja aufpassen Ist mit der Sturm Flaschen lang? und was das ist. Sturm ist weg jetzt. Sturm ist leer. Das heißt, Dem wir haben, Moment, dem Moment, Du ja, magst das es. genau wir so haben, genau wir ausgegangen. haben, wir haben das Quantum, das vorgegebene Quantum haben wir beendet. Kann man sagen? Ja, das ja auch sagen. Hat nur 4,5 Stunden gedauert. Ist kein Thema. Und ja, ich würde sagen, also mich 20 gefreut. Und Es war Leibwand. mit euch was ganz. Der Abend ist ja noch nicht vorbei. Ihr fahrt ja nicht gleich heim, ne? Das wird nicht passieren. Kein Stress. Nein, können noch Wir haben ein sie Dreh- informiert, der Zimmerschlüssel spielt auch bei der Haustür. Also das haben wir extra gefragt, ob wir noch eine können. Ihr werdet hinkommen, wird die Haustür offen sein, wird es drin und her. Boah, Ja, die werden noch Ja, feiern der Feier, glaube ich. Ja, wir Wobei, 71er feiern. da müssen wir aufpassen. Sie hat gesagt, die Schwiegermutter riecht Frühstück morgen her. Ja, ich werde um 3 dort outtanzen und um 3 und 4 die sagen, seid schon da, dann müssen wir leiser werden jetzt da. Das ist ja Da das. sitzt man sich noch zu. Nein, aber es hat uns einen riesen Spaß gemacht mit euch. Danke schön, dass ihr uns Absolut. gekommen Ja, seid. uns war eine auch. absolute Danke für die Einladung. War Danke, wirklich dass du legendär. da seid. War super. Und ich muss sagen, es war jetzt nicht nur dass ihr als Freund da wart, sondern auch, muss ich jetzt wirklich ehrlich sagen, das war wirklich bereichernd, deine musikalischen Einlagen, weil du vorher schon gesagt hast, ja, ich bin kein Profi und so, ich mach das halt nicht gleich. Aber das ist genau das, glaube ich, wofür auch die Pawlatschen steht, wofür wir stehen, weil das war einfach Leibwand. Punkt. Das war eine super Geschichte. Dankeschön. Danke. Ja, Und genau. dafür danken wir. Ja. Daniela, danke schön, dass du mir meine Liköre aussagst. Und nein, das ist, ich glaube, es hat sich eine wunderbare Freundschaft entwickelt und es wird Ich glaube, es wahrscheinlich war nicht das toll. Ich letzte glaube, es Mal war wirklich ein gewesen sein. Theater. Können wir gerne jederzeit Jederzeit wieder. wieder. Das Wenn sie ist wieder Und vor möchten. allem, wem haben wir es auch zu verdanken? Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja, Und das in ist so. Zonko In Zonko, kennt man ne? sie Stimmt, nicht. ja, Ja, in das Zonko. war... Kennt man sie nicht einmal. Stimmt, ja. Das ist richtig. Ein Ja. Zonko ist halt sehr viel schuld. Ja, er ist schuld, dass der Max wieder Motorrad hat, dass ich und so, dass sie mich auch kennen. Ja, das stimmt. Also über diese Motorradschiene eigentlich und über den Zonko, Absolut, ja. so wie es ja sehr viele ja in unserer Pawlatschen. Ja. Und ich meine, man muss eins jetzt auch sagen, wir haben noch immer 22 Zuschauer und das um 1 in der Früh. Also, ihr seid auch Wahnsinn. Also die Absolut. Pawlatschistis sind wirklich Pawlatschistis. absolute Mega. Elite. So, und jetzt haben wir Leibwand war's, Punkt. Christoph Acker, genau. Das ist gut, ich komme ins Danke, Bett, noch 4 Christoph. Stunden Wir schlafen. sehen Fritzl Status, 4 Stunden, Das geht so aus. Das seid ihr Das geht so gegönnt. aus. Das geht so aus. Also es war ganz großartig und ich freue mich aufs nächste Mal. Dazwischen werden wir einmal schauen, dass wir den Herrn Acker vielleicht einmal wirklich live herkriegen. Und da werdet ihr sehen, der schaut nicht wirklich so bloß und grau aus. Ne? Das ist Naja schon, aber halt eh anders. ein Es ist bisschen ja- mehr in die Sonne kommt, das Jogi. Ja. Liebe Freunde, es war ganz großartig. Ich danke euch. Wir werden jetzt noch ein bisschen eine Aftershow-Party feiern. Was jetzt geht's an? Jetzt kann er wieder was reden. Der Christoph Acker, wegen den Zonko bin ich auch zum Saufen gekommen. Obwohl er nichts trinkt. Der Christoph Acker, ist ja nice. Ich habe immer noch einen Kindersekt. Raphael Illmeier, bin nächsten Ich habe auch noch Montag. eine Flaschenkeller von der letzten Weihnachten. Was heißt, ich habe 2 Flaschen Kindersekte. Weil Die wird mitgebracht, gell? Sie ja, hast die noch, ja, die liegen bei mir. Die waren nicht daheim auch noch in der Ja, Reserve. ich habe 2 Flaschen Kindersekte. Mein Munkelmann und ich, ist ganz ehrlich. Das ist der Challenge oder was? Das ist eine Challenge. Ja. Ein Kindersekt vom Rauch im Kühlschrank. Der Wenn blockiert der den Zonko Kühlschrank. die Pawlatschen wieder kommt, dann trinke ich mit ihm wieder. Ja, muss das ich das wirklich- hat jetzt auch Flaschen eh weg. Ja. Muss ich wirklich schauen. Muss ich wirklich schauen, dass das hier hat. Danke an Daniela und Markus, ihr seid Spitze, sagt der Fritzl Stadt. Herzlichen Dank. Dankeschön. Fesch war's. Ja. Also muss ich auch sagen, das war ganz leibend. War echt lässig und so kriege ich einen Likör los. Das taugt mir auch, weil ich trinke ihn nicht, weißt du? Das fünfte sein oder der Rostbrett kann wer. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und verglacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden,
bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen und Alltag miteinander vergessen. Da sind wir ehrlich, wir werden schon langsam hier. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meinen blöden Witz, die schönen Wienerlieder und an die Quirligkeit. Wir haben ein paar Stunden gesungen, viel, nur gegen Ende wird's langsam stumm. Nur so hat ja jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Fußball. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns wirklich sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Schlaft's gut. Viert euch gut. Gute Nacht, viert euch. Viert euch, gute Nacht. Menschen, Menschen, sind wir alle.